Test, Test. Ja, sehr schön. Gut, soll ich hier mal reinigen oder weniger? Ja, hey. Die haben nur gelb Klingt und blau. Rot und blau, oder was? Ha? Die haben rot und blau nur. Ja. Ja, hey. Your mic. Yes. Who becomes the second one? Maybe. Hi. Ich schicke dir zum Gegenlesen, damit du dann das diplomatisch genug ist. Yo. Mimi, was geht? Mimi im Gebäude. Willst du schnelle 16er kicken? What? Alles gut? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Soldier, how late can you stay? How late can you stay? When do you have to go home? You mean today? Today. Today. Dann kannst du heute mitbleiben und sein. Allerspätestens 8 Uhr musst du gehen. You can stay until 8. 8, okay. Hallo, was geht? Setzt euch gerne. Hier ist noch ganz viel Platz. Da oder da. Wo kein Platz ist, schaffen wir Platz. Jawohl. Wir können auch noch ein bisschen rücken. Can get together a little more space. Na klar. Yes, thank you. Thank you for showing the name of the participants. So we are going to start. My name. Let me introduce myself. I am Ega Hiroshi from Tokyo, and I'm going to give the brief introduction about hip hop in Tokyo at the beginning. Then we are going to move to the open discussion with Josua, Nikki, Radio Chicks, Joana, and Darthreider in a few minutes. Thank you very much for coming and everything. A bit. Wait a sec, please. All right. So shall we start? Thank you very much for coming here, and we are going to have an open discussion. Thank you very much. First of all, my name is Ega Hiroshi. I'm basically not kind of. I'm a DJ. Started DJ for many years ago, and now basically writing about hip hop and street culture for domestic and international media. And I was supposed to talk about hip hop in Tokyo, but I changed the subject to the open discussion because coming here, Frankfurt, is a kind of open eye experience, because hip hop here
and hip hop in Tokyo is very different. So I just throw away my idea that just talking about hip hop in Tokyo. Instead, I really want to exchange opinions with you guys. Thank you very much for coming. So. First of all, let me play one video for one of the biggest star or well-known rapper from Tokyo. Do you know his music?
So this is one of the most well-known artists called Koh, K-O-H-H, and his song Dirt Boys featuring Dutch Montana and Luther. Basically, lyrics all about, as it like called Dirt Boys, like we are kind of we are not clean, but we work hard. That and we are not any. We don't have any patience for the informer, and we spend money. Like when we make money, like on any. They mentioned the brand of the names. Yeah, names. these guys come from the dirty district of Tokyo, and it's called the Kitaku, and it's thought of the poor. There's some poverty, and he's talking about the rich man is poor in the heart. We're the poor guys with the rich and proud heart, and that's the basic thing that he's trying to say. And he's got friends, and he's got some community, so give the fuck up to the school, because school doesn't teach anything, but the community and my friends always teach me the right way to go, what to do, and we're really proud of it, and things like that. Yeah, thank you very much, Darthreider. And actually, the rapper in the middle, Dutch Montana, just went to the prison of the... because the, same office. Dutch Montana went to prison last year, and he works at the same office as me, but he's a good guy. I wanted to say that it definitely sounded familiar, even if I didn't understand the lyrics. Right. And I also prepared some videos. One is very close to that one sound-wise. Right. And the other video is also with a person who is in jail right now. Mm-hmm. Should we listen to one? Would be an idea. Why not? Should I type it in? Yeah, Which one? Like Haftbefehl 069. Haftbefehl 069. There you go. Down, down, down. This one? No, one down. This there one? you go, yeah. It's similar sound-wise. Also...
Hi. Can you like explain a bit? Yeah, The background and 069, lyrics, yeah. 069 or 069 is like the pre-type of the phone number of the Frankfurt and Offenbach area. So he's also rapping about his neighborhood, let's say. It's also shown in the video. And yeah, he's rapping about alternative ways how to get money and the conflicts he and his associates are in getting to the guap. Yeah. Right. Maybe like it's better to give you the brief introduction in like hip hop in Tokyo, like how it started and how it developed. And first of all, I think in 1983, the movie called The Wild Style was shown in Tokyo, and it was kind of like beginning because for the promotional reason, the promoter brought original DJs and breakdancers and graffiti writers and rappers, of course. I think totally 20 of them. Brought them into Tokyo, and they like made some gigs in Tokyo. So Japanese people, it was a very first time for Japanese people to see hip hop live, from graffiti to DJ and rap. So from 83 to 90, if I'm wrong, correct me, Darthreider. If from 83 to 90, around early 90s, it was a kind of period of tryouts to how to rhyme in Japanese language, because in Japanese language we don't usually rhyme. Like we have a poetry, but it doesn't rhyme. Yeah, it doesn't rhyme. It has totally different system of the rhythm. The language is real different. So the first Japanese rhyming rap just came in 1986. A MC called Seiko found out that you have to do hip hop in your own language instead of doing it in English, because doing hip hop in English looks proper, but if you think of the mind of hip hop, you have to represent yourself. That means that you speak by yourself. That means you use your own language, and then he has to find out how to rhyme in Japanese. And there was a long struggle. So Ega said, 10 years struggle to find out how to rhyme in Japanese. And I think the controversy still goes on, because when it came to trap music, the flow is equal global flow exists. So if you just put our words in the flow, then it works. But in the 90s, you have to develop your own flow, and everybody had a different type of flow. So it was quite difficult to find the right place to put your language. And so I think trap music made the rap goes global easier, because everybody can know where to get high and where to excite. But Japan's history was really struggling for about 10 years how to find out. And so, go on. Also, I think like it has a bit problematic because time was so different if you compare to like late 90s, 80s to the 2000, early 2010 or something. For example, like I think totally fine to rap and rhyme in various languages right now. Why not? Like to mix Japanese and English and say any kind of language. But back then, like that's my opinion. But back then in 1980s, it was really for us. It was a task for us to rhyme in Japanese. And then after, I think in 1966, we had a very
big, like epoch-making concert called Thumping Camp, which was the first big concert, like a gig to gather many hip-hop artists, back then. And then around 2000, hip-hop emerged as one of the major music genre in Japan. But after that, like somehow, the development and popularity of Japanese hip-hop kind of slowed down. And then I think, also it's my opinion, but like from my point of view, early 2000 to even 2010, it was kind of unpopular. Like it was very, very slow period for Japanese hip hop. What do you think, Darthreider? After 2002 or 3 until 2010 was the underground period of Japanese hip hop, and there was so many underground MCs and underground labels that said, okay, nobody pays attention, nobody pays the money for us, the music industry is totally whack, so we're gonna do our thing underground. And that really worked. There was so much talent in the underground. And then we found out about around 2010 or 11 that the MC battle started at 1999. The first official MC battle was happening in 1999, and I entered that tournament. I was in the best 16 of that tournament, but that was the first one. And then 10 years later, there was a TV show called the High School Rap Tournament, and they gathered around these high school kids to do an MC battle, and which I was the official referee for that TV show. And then everybody realized that the MC battle is really exciting. And even if you don't know hip hop, you can see two kids rhyming against each other, and that made people say, wow, that's amazing, because there's a 15-year-old kid fighting a 17-year-old kid, and they're doing rap, and they got their stories and things like that, and the TV show went very well. And then the main channel, one of the main channels in Japan, started another TV show called the Freestyle Dungeon, which, it's a funny word maybe, but the Freestyle Dungeon is, there was so many, most of the Japanese rappers entered the Freestyle Dungeon to do some battle rap, and then now it's one of the most popular contents on TV. It's the midnight show, but the main channel shows it every week. Every Tuesday night, there's a MC battle TV show going on in Japan, and now so many people are watching it, and it's becoming a huge industry. And then the Japanese animation called Hypnosis Mike made an animation of this battle rap, and now the animation fans are into battle rap also, and it's getting huger and huge every day. But at the same time, the underground is saying, okay, freestyle rap is okay, but that's not my thing. We're writing songs, and there's the hip-hop culture and things like that. It's the controversy right now in Japan is because the major scene wants the battle rap. Now the underground scene is rapping about songs and minds and the outsider works. And it's kind of getting the largest moment in Japanese hip-hop right now. I might say there are some layers. Like, for example, like let me put this way. Like from early 2000, 2010, at the very underground, period, like we Japanese developed to rhyme in Japanese, and it's very, I think it came to the fruition. But after that, like this freestyle booming came, and it popularized hip hop or rap, in Tokyo and Japan. So let me play one example of the underground MC.
so many talents, so I just picked up, but so they are not stars, but they rhyme good. Yeah. Slow down から何年相変わらずのカウンターフローは健在同時に D に未だにやめられやしないアウトプットはそれぞれのそれ次第にもかかわらずしまったはびこれ模倣手が商法似たようなもの音キックスは冗談にポーチ BBB ギャラクシーパラノーマンの希望かぶりイコール寒いが俺の根底説得力あるこの音程スタイルウォーズって言葉はもうすでに死亡なら大好きの感覚でフローしようマイノリティはブランドじゃないまるで旅のようなパンチだよ謎いざない何にしてもそう自分がなんかパン分かれも出るぜインフリのアンプ知能を動かす運び屋の道具言葉リズム踊り絵の具サンプラーで遭遇太古の昔から健在な文化原始人手形の壁画街中のタグやピース世界中祝い事にはつきものの先や踊りリズム DJ 円盤環境生命が残してきた時間の楽しみ方この国のゆとりで返す経緯と音楽 Hip hop music break run right spin break smooth minds king talk motion elements the booger monk funk with MCs it's style we RBU 自分でいることを維持するフリースタイルが基本の MIC 根回しいらないマスターシー埋めるこのグルービョクールなエレメント進化する乗り方はめ方俺らの歩き方ベーシックよりも唯一を感じなオリジナル知りたいなら常に遠いな温度のわからない水に飛び込んだ日本はいないスタイルの哲学者ショップサウンド空気操る達人風が吹くよりノリが舞い降りるキングドンシェウォーバイビデンワンオーバーで抜きされ過去の歴史It's real hip hop music Yeah最も重要なメンタリティあとはヘルシーでいいのが待つ何よりやけどするくらいに情熱的その心懐に忍ばせる気好きになれ詰め込みすぎ要注意でかちなヘッズにカットするエッジス要するに So this is called Buddha Monk 5 Elements featuring Monju and OYZ and before going to the really to the open discussion the reason why let me clear that why I moved from my own lecture about Japan hip hop in Tokyo to the open discussion because after coming here Frankfurt I have this strong impression in Frankfurt it seems hip hop is tightly connected to the community or a sense of the community and my hypothesis is in Tokyo, especially not in Japan, but in Tokyo, hip hop is very, very fashion, I think. And I'm not saying, and fashion is, for example, is a kind of pejorative or bad thing, but it seems it's really different for me, and so, yeah. What do you mean by fashion? That it's trendy, a trendy thing to do, or what do you mean by that? It's, how can I say? It's, first of all, we really care the style. And style comes first before content. Yeah, so it's easy to put it like
Nico and Rico of Frankfurt. We saw their show, and like Misha was standing right next to the guys with the water in the pocket, and the rappers were getting thirsty, then Misha just handed out the water, and that's kind of a family support, and I feel love in that movement, right? And because of those guys are really connected to the community, they are thinking about how to make the community a better place and how to get these kids out of the streets into music and how to make money out of that and how to feed their family. And I think you need a lot of effort to do that because it's a really serious thing to do, and you have to do it decently, and it's an everyday work. But in Tokyo, actually, money moves fast, and not many of the hip-hop artists are thinking about the community. They're actually thinking about how they look, how they appeal, and how they can get their money. Not our money, but the money for himself. And it is kind of, hip-hop is also a survival game, and they're always aiming for success. So it is good to aim for a goal. But at the same time, you have to think about the generation that's gonna come after you and the generation that was before you and connect and make a bridge. But in Tokyo, because Tokyo is such a big city, people just lose their sight of the community because it's too big. The population is double in Tokyo. And also, we are not saying that, no hip-hop artist cares about community. For example, the first video, Cole and Dutch Montana and Luther, they rap about community, how important it is. But actually, the system itself doesn't work. That's my impression in Tokyo. And we may talk about, please go ahead. Maybe one thing to the locality aspect, because 1 year ago I was in Mannheim, almost 1 year ago, at a hip-hop symposium. There were like the real OGs, I would say, of German rap. It was like Tony L and Torch and Sammy Deluxe. And yeah, they were basically talking that localities used to be a big thing, I would say. I mean, Murat is here. I think he's quite an expert on that as well. But it used to be a lot more like that. I mean, that was what they said as well. Like, it was Hamburg, it was Berlin, it was Stuttgart, and it was Frankfurt. Yeah, and I mean, to some extent, it's like still like that. But I think it has loosened a little bit. So yeah. So it's not that big different. That's what you mean? No, or I mean, like Tokyo and Frankfurt, or Japan and Germany. Well, I cannot really like judge or make a comparison, of course not. But yeah. Anyone? Yes, please. I think it's, I don't know so much about the political history of Tokyo or Japan. So, but I think, and also Murat said it in his lecture, that in Germany it's so much connected to the German history. Like Murat's lecture traced it back to the guest workers, which we also talked about, but also the cities that you mentioned, some of them at least, they had so much American occupation. So there were a lot of American GIs based in different spaces around Germany. And I think maybe this aspect already brought communities which, due to different factors, maybe it was language or they were being kind of discriminated against because of where they came from, or racism, whatever. I think that factor already created communities in themselves, like, which were not maybe related to hip hop, but I think hip hop was then a part of maybe also connecting those communities closer. I think that's what I can say. And I think also the other aspect is that
this institution of youth centers, which I always keep mentioning, which is, I think, a big part of, I don't know, German social system, like that there's these places where young people supposed to spend their free time, and I mean, this is how I got to know hip-hop, and I think many of us would say that a certain generation maybe, because now there's different ways to connect also, but I think back then, this is, I think that was a nice part also in the lecture where he said, you know, you had to go to a youth center to listen to this kind of music. It was not about turning on the radio or turning on the TV and it was there. You had to go and look for it, and maybe those spaces were therefore really important. Yeah. No, I got a different. Okay. Thank you both for the lecture, and it was an amazing view to hip hop in Tokyo. And I got two questions. One question is, in the 80s in Germany, the youth houses was very important for the development in hip hop in Germany. And is that a same development in Japanese, because youth houses is also important for the hip hop development there? And the second question is it only a male culture in Japanese in the hip hop, and what's up with the female MCs there? Can you explain about the female MCs in Japanese? Youth center, it's not important at all, I think. I think it's a very, Joana's, you know, what Joana said is really like interesting, because first of all, like we don't have a, like apart from hip hop, we don't have, do we have a community? Do we have a community in Japan? I'm not really sure. I'm from like east side of Tokyo originally. I grew up there, but I like sense that I never felt the sense of the community over there. But forget about it. But anyway, second question: like female rappers or like DJs in hip hop Japan. It just happened, I think. Yeah, because, you know, the gender balance ranking, Japan has proudly ranked in the 113th of the world, the gender balance. So it's such a male society, and hip-hop used to be a full men culture, but now there are some really nice MCs, female MCs showing up. Yeah, we can see that after, after a while, but still very few, very, very few. And we are always looking for this nice female rappers to play as a role model, because if there's a role model like Cardi B is on the TV screen, then the girls say, hey, she's cute, and then she might start rapping. So we need to start that with a real star female rapper, which is a few female rappers are getting real big right now, and I think it will start changing, but still, you know, it's... At the same time, it's not fair. Japan is not only the country which has a, you know, like imbalance of the genders, because like I participated in the BBC poll, like global poll, about the greatest songs of hip-hop the other day. And it has, you know, they selected by 188 journalists from 6 countries or something, and they chose 10 songs, but all of them are male songs, by male rappers. Yeah, when you think about the legendary MCs, let's see, Tupac, Nas, or Biggie, okay. Rocky, yeah. Where's the ladies? So that is actually hip-hop. It's a hip-hop problem also, I think, for to change the balance. And yes, but Japan is struggling right now. So maybe we may go back. Yeah, please. Where are the places where hip hop takes place? Like in Germany, we have youth centers, we have concerts.
media is not so strong. You said that hip hop is on the mainstream TV. Right now, but like I So- think it was in 80s it was really media driven. All right. I think, yeah. And then nowadays, where do the people meet up? Where do they get to know each Basically other? basically clubs, and also not so many block parties, I have to say. So yeah, basically clubs, and also in recent years, of course, like internet, yeah, but internet clubs, then where else? I think that's it, yeah. If you talk about like meeting points. I just wanted to say, so my English isn't the best, but I wanted to say that we just don't need only role models for female rapper. We just need a more open community for women and less sexism. And I think this is one of the problems hip-hop got around the world, and I think also community got around the world this problem. And it's not that girls don't rap, it's they don't get opened the doors because some shit is always happening to them, like yes, the sexism shit I talk about. And this is why many women do stop, and but they are there. We just need to open our eyes and support them and just see them as a community who are on our eye level, I think. So this is how I feel about it, and experience I made, or I can see it. Yeah. And I'm very excited for the female rapper you will show me, and maybe I can also show you someone. And when there's place, then you can say it. Okay? I would just add to that, because I think what you said is super important, because, and I'm going to criticize you again, I said great things about you, but it's this effect, also what you were talking about these lists that are being made, where then suddenly there's only male rappers. Oops, how did that happen? It's like, because in a way we could see it very well, they are written out of the history, like you in your lecture you put some female rappers starting in 2017, and then it makes it look like female rappers in Germany appeared in 2017, and this is not at all the case. And I don't know who watched it. There's even like this big documentary on Netflix which looked at German rap, and also they were only men, and confronted with this criticism, and it was exactly those guys, Tony Ellis talking and I don't know, Eisfeld, whoever, like Stieber Twins and all these names, I don't know. And then when they're confronted with the criticism, there's like, oh yeah, we didn't find any. And this is really, I think it's like you said, it's not just that they're not there, it's they're actively also ignored or like written out of the history. So I think that's a very big point, because I think they were there since day one. And maybe even in Tokyo, if you would look closer, you will find them. I actually did some research today, because there was a journalist from the Frankfurter Rundschau, and she said that the origins of hip-hop were sexist. So I did some research, and there were women from the beginning, like the first block party, which is like considered to be the starting day of hip-hop. The promoter was a female, so without her, no one would have known about the party. So there are females since day one, for sure. What I really appreciate about the hip-hop culture is that it gives somehow transparency to the society, let's say. So every bullshit's going on in society, you will find a hip-hop song that reflects that topic. So the hip-hop culture enables us to have an open discussion about shit like sexism, and that's something that I really value, because now we can talk about it. Now it's not behind closed doors. Now we can point out people, and we can
like try to understand why they think like that, which kind of environmental factors lead to those kind of thoughts. And that's something that I highly appreciate. I wanted to add that. Anyone? Yes, please. Yeah, I also wanted to add that I think there's a big problem with sexism in the community, but not just in hip-hop, but overall. But I would not say that there are specific male curators of playlists or something who try to write females out of hip-hop because they don't like it. I'd rather consider it as them searching for quality content, and due to male participation in hip-hop being a lot higher, it's a lot more likely for a male to be on those playlists. It's like if you say, if you're reading books in the German classes, there are no books of females, and it's just because a lot of German writers that revolutionized the style of writing were men. And I also think this will change in the future, but I don't think it's kind of the fault of single people who decide to kind of put females in another box than males. Yeah, my opinion. Yeah. Yeah, I don't know. I think it's okay. I lost my. Ja. Okay. Also es ist halt auch so, dass generell, wenn man das halt irgendwie sagt und so irgendwie so verallgemeinert, ja, es liegt ja nicht an den Einzelnen oder so, aber es liegt ja an irgendwas, und es liegt auch an Einzelnen und auch daran, dass man halt auch einfach nicht richtig hinguckt und dann halt einfach sagt, ja, es gibt ja nicht genug, die irgendwie gut sind oder so. Aber das stimmt ja einfach nicht, sondern durch gewisse Umstände kommen die halt einfach nicht ans Licht oder können nicht genau diese Wege oder diese Connections irgendwie haben, die jetzt zum Beispiel dann die Männer unter sich haben, so unter ihren Brüdern und so. Die sagen ja auch immer alle, die Brüder so, die Schwestern werden auch nicht so erwähnt einfach. Also ist ja auch ganz oft so, ist ja auch einfach so ein Culture-Slang-Ding irgendwie auch. Und es sind halt so viele kleine Details. Und ja, also man kann halt einfach nicht sagen, dass es halt, keine Ahnung, nicht auch an Einzelnen liegt. Also es liegt auch an Einzelnen und es gibt sie und sie sind gut und sie haben es voll drauf. Und ja, das wollte ich halt noch dazu sagen. Shall I translate it? Oh God. I think what you mean in a way is like that, Yeah, there's a lack of opportunity, but also you were talking about kind of that it's wrong to always just singularize or like put it on the individual and say like, this is not happen. I mean, the way I understand it is that you wanted to make visible how there's two layers, and there's a structural one and there's an individual one. So everyone has the responsibility to search for the women and make them visible. So and it's not just about quality at all, because this is one of the stupidest arguments which was ever made actually, with the quality argument. So I'm sorry, and I think that's what you meant. Now, I think it's pretty unlikely that they haven't been female artists or whatsoever. It's just unlikely because it's always about society, and there are females in society. So yeah, I really think that they just don't get the spotlight, let's say. And I did some research, as I further mentioned, and there are a lot of females. And Agata Pietrzik, she's the one taking pictures here. She even published a magazine about female rappers only. So if you have further interest, talk to her. She did her homework on that topic, and there are females. Also ich mach's auch mal auf Deutsch. Warte, weil ich will was dazu sagen. I have to apologize. I maybe said it in the wrong way. I don't mean that female rappers are not as good as male rappers overall, but the only thing I wanted to say is I think there are more male rappers, and society is kind of more, it's more normal for men
to be rappers than females, and this is not my opinion, but it's a rather kind of the construct of society which teaches us this image, and I think this is the reason why there are no big female rappers in the media, not because of single people who say, no, we don't want this, but I just think it's, as you say, that the structure is very hard to get through for a woman to become a big rapper, but yeah, and I agree on that. I do. Yeah, I agree on that, but the only thing I wanted to say is that I don't think it's on single people who say that they are not, that they don't think it's good that there are female rappers, but I rather think it's the whole thing. And sorry if it, yeah. But it is on single people, okay? Because if you make a playlist, yeah, you're an individual, and you choose only men, then it's your fault. So it is on single people. It always is. You know, if I'm a producer and or an A&R working at a record label, and I only sign men, then I'm responsible for that. Yeah. Do you understand that? So it is on single people, always. Yeah, You know? you are right, but those A&Rs, they try to profit, and it's not their fault that their record label needs them to sign people who are very likely to get a lot of streams. And we can see in what yeah, no, wait. What I want, it's just about the whole thing that we try to profit of art instead of trying to acknowledge that there are a lot of people who are good in what they're doing. I don't say that, I mean, I'm on your side. I just think that we kind of have a problem in communication right now, because I just wanted to kind of portray what is the problem. And I think it's just, we try to, or the record labels try to profit on the music. And the easiest way to do is to take things that have worked in the past and to just put them on stream again and again and again. And I think this is kind of the problem. Not that they don't want females on the playlist. We can see in the US it's working very good, but here it's not as established, but I think it will come. That's just what I wanted to say, yeah. Okay, ich habe schon fast vergessen, was ich sagen wollte. Also, vorneweg, das ist ja eine Industrie, über die wir hier reden. So. Und es gibt Menschen, die in dieser Industrie nun mal mehr zu sagen haben als andere Menschen. Und deswegen kann ich auch überhaupt nicht damit übereinstimmen, dass es nicht einzelne Leute sind. Weil wir auch gerade im deutschen Rap eine Richtung mit Lelele und sonst was haben, Gucci Prada. So, und die wird auch ausgesucht von einzelnen Menschen. Sonst würden wir über Gesellschaftskritik reden. So. Tun wir aber nicht. Die meisten nicht. Faden verloren. Zum Beispiel mein Hip-Hop, ja. Der linke, ich meine, Hip-Hop in Frankfurt ist ziemlich links, ja. Was sehr schön ist, weil wir dort auch viele Frauen sehen. Ja. Ich sehe bei jedem mein Hip-Hop-Event mindestens eine Frau, die performt und auch gut performt. Die sind da, die sind halt wirklich da. Man muss einfach nur am Dienstag da hingehen und sich das angucken. Das Problem ist nur, dass sie nicht gesehen werden von den Leuten oder auch Gefallen finden, dass die Produzenten, und von denen du geredet hast, keinen Gefallen an ihnen finden. Und das beruht nun mal auf Sexismus, ist halt leider Fact. So. Mehr kann man dazu auch eigentlich nicht mehr sagen. Ich habe das Gefühl, dass es sich ändert. Ich habe das Gefühl, dass sich das bessert. Ich sehe immer mehr Frauen auf der Fläche, die proaktiv am Ball sind, und I appreciate it so much, weil dann fühle ich mich auch nicht wie so ein halber Krüppel, der nicht weiß, wie er mit Frauen umgehen kann, weil der kennt es halt nicht, den Umgang mit Frauen. Ich habe das Gefühl, da gibt es eine Entwicklung, und ich habe das Gefühl, dass die Hip-Hop-Community es der ganzen Gesellschaft vormachen wird, weil es hier eben offen diskutiert wird und weil gepusht wird und die Probleme angesprochen werden. Das heißt, ich glaube, in den nächsten Jahren wird es noch schöner und bunter und vielfältiger werden, eben wegen so nicen Menschen, die ich hier im Wagner Projekt kennengelernt habe. To mention about the first hip-hop party,
And the first hip-hop party happened in 1973, the August the 10th. And the purpose for the party was to collect money for the sister of DJ Kool Herc. Yeah, so to buy her new school uniform was the purpose that hip-hop started. So it started from a female side. That's really correct. And to talk about the spotlight thing, so he was talking about there are people existing, but that spotlight that just doesn't show them. The spotlight is a society problem, because recently in Japan there was a huge issue that they found out that in medical universities, men and women take the same exams, and then the university gave 20-point plus only to the men in secret. They were doing that for years, and that's not an individual problem. There's no single person to point out that he's the bad guy. Actually, everybody, the society, the whole, was bad because they put the spotlight in that way. And that's what happening in Japan right now, and it's a society problem. No, actually, so hip-hop is the key to change society problems, to solve it. But we need a community-based power to do that, and that's what's lacking in Tokyo. So we have to gather around and make unions and unity to change the society. But actually, in Japan, everybody's always tracing their own goal. And if you do a single race, then we can't change the whole thing. And that's what the problem is happening in Japan right now, I think. Yeah, I think so. Then, like, is there anyone like who explain to me like, what's happening here? Yeah, that's what we saw in Frankfurt. That might be because in Tokyo, there's so many social problems, and we want to solve that by hip-hop, but hip-hop lacks of community power. But when I came to Frankfurt, I found out that there was so much power in the community based on hip-hop, which was a very good thing to see. So maybe that will be a hint to change some social solutions. Okay. I have to say, I think it's actually there's somewhat of like a contradiction, I think, because hip hop in Germany has this kind of I would say like this old backpack with all the with all these ideas which we talked about, like how hip-hop started, 5 elements. I mean, I think I wanted to mention one time, like, some people even say, like, one of the 5th element is knowledge, Afrika Bambaataa defined it like this. So, and I'm saying this is like an old backpack that German hip-hop is carrying with itself, like, somehow this whole notion that hip-hop needs to be critical of societal issues, and it's like a power, like, it's about subversion, power subversion, people who come from underprivileged backgrounds get their language, they get to speak. But I actually think that somehow that's also the reason why these conversations that we're trying to have right now cannot happen. Because if we always repeat the mantra of peace, love, and unity in hip-hop, we can never speak about actually the problems that there are, because we deny that they're there, because we are so back-tied in this idea that we need to be a community. So I think this idea is actually a little bit of a problem, because we can't speak about racism, we can't speak about sexism, we can't speak about ableism, because we are so busy like repeating this mantra in a way. This is my opinion. I'm confused. We're talking about it now. I'm confused. We're talking about it now. Yeah, it's rare, and I think this is also because we're in the theater, But there's many spaces in hip hop, I think, where this is not possible. Yeah, like this is a pioneering project for sure, and
thanks to the theater, and thanks to the Wagner Project, and thanks for you coming to Frankfurt with a spaceship from the future in order to make this happen, because we can't do that on our own. We need external help, obviously, and that we have such a strong community kind of thing here is also due to the people who do the workshops, because a lot of them got like a social background, so they are really interested in that, to create a community and bring people together and use it somehow to develop personalities. But it's just a small fragment. So what you see here is nothing that happens in mainstream. This is a rare phenomenon. This is a pioneering kind of thing, and it's necessary. And yeah. Yeah. It's like about one or two sentences. So I do agree with you. Like everything you said, I think it's kind of true, and also very sad. Thing is that we live in a sexist society. There's no denying that, and of course, culture is dependent on society and vice versa. So if the society is sexist and the history of society is sexist, then of course the culture also is, and hip hop especially, and vice versa. Also, when the music that we listen to every day is sexist, then we might as well develop those patterns. And I think it's like a really great thing that we're talking about this right now, to maybe one day break through that. But also here, like at this very Wagner project, right now we are talking about sexism, and I think it's a very productive and good discussion. But 2 days ago we had rappers on stage that openly shouted in the microphone that they hope their ex-girlfriend is going to be hit by her next boyfriend, and about in every song it was like really disgusting sexist bullshit that they were rapping, and they got cheered up by the crowd. And I don't know, the word bitch and stuff still is like kind of normal to most of us here, and that's like really disgusting. Sorry. Sorry. Yeah, just lining up on what Bruno said, and kind of joining multiple points you guys made. I think the problem in the hip-hop industry, I mean, it's a crazy shark business industry. So I think rather than a sexist society problem is a sexist industry problem, I think it's rather a harshly money-driven industry that profits from the sexist problem in the society to make money of it. And so I agree with changing things from the inside. Like in Japan, we see like DJ Okawari having lots of, on every album, different female singers on half of his tracks. Or Yu, to name one from Germany, who made her, I mean, it's party rap from 16, but on her own album, just listen to her song Intro, she makes her own statement to the goddamn industry and says, this is my spot now, this is my spotlight. And yeah, the problem is that it's a business-driven industry that has put the spotlight on sexism, because sadly it is what sells so far. But like Jascha said, I agree. I think the hip-hop industry is going to show it to the rest of the world when superstars like Nicki Minaj or those type of very strong character, strong aura women show up and lead the way and open doors for all the other female rappers and MCs and producers to balance it out a bit. I may sound a bit confused, but it's basically what I meant. Thank you very much. Sir, it's okay if I say something too? I want to say, I think this moment and what Joshua said, that it's like a phenomenon, because I feel the phenomenon too, that it's like we're all feeling and reflecting on something. So I think if we come together and really teach each other the things and the knowledge and shift the paradigm, unsere Denkensweise together,
because I don't want to hear nothing more about block parties and going to the club trying to figure out hip hop, but maybe I want to hear a lot of artists coming together. Like we just went to the library and all of us, and we read something new, and we're gonna bring equality, because equality, well, I know you should know, and so we can grow together. And just, I don't want to hear nothing about clubs and bitches and stuff. And take this right now, this phenomenon, and really teach something to each other. Because I didn't know I was gonna come here and this is gonna happen. A moment like this will happen. I thought I was gonna come here and try my best to prove that I could also speak and reflect on the problems, but I didn't know that this might have been the intention that, you see this. So if that's the thing, I just had to say this, and I'm willing to change something through knowledge. But I'm the type of person, I go home at night and I'm paranoid, to be honest. Like, I have fear. Like, I'll be looking at stuff, and so I'm thinking, am I crazy or something or not? Because I feel like somebody's just gonna pop out and come and get me. And you hear about people disappearing and stuff, so I take that in. But because these people like Tupac, they were in the mainstream all the way on top. And then I think somebody said this from Jay-Z, who started with Jay-Z. His name was J.O., and he said that they come to the mainstream and they have to change, because the mainstream doesn't want people that come like the Messiah and change things like that. They don't want that. So people that do that, they get eliminated on that level. But he can talk about this because it's YouTube and stuff. But that's one thing that I think about, is how to really, it feels like to me it's limited to change the system, the society. I feel like alone or something, like you said, you can't do it. I don't know. So it's only together you can do it. Anyone else? Anyone else? I just wanted to because now what Noah said, I found a good response to what Joshua said, because I like so much how Noah was in the rap battles, actually, because Joshua, you immediately did actually what I criticized. You wanted to reintroduce the harmony by saying, yeah, but we're talking about it now, what's the problem? I'm gonna be a bit like, you know what I mean? But I think exactly this is what needs to happen, in a way that we need to be able to fight about this, and I need to be able to mad at you, and you can be able to be mad at me, and we can still be friends. But to immediately like crush any kind of critique, or like the moment where we are not where we are fighting or whatever, that's, I think, part of the problem. So, and that's actually what I don't understand, what I don't get in my head, because with, for example, battle rap, we have this perfect tool where you hate each other for like 3 minutes and you really kill each other, and after that you shake hands, or with like b-boying or whatever. But we are not able to utilize these practices when it comes to maybe sharing ideas or talking, or like deconstructing the concept of hip-hop. Do you know what I mean? Yeah, I get it, but I feel like we agree. And I didn't say that it's not necessary. I also think that it's like important for every individual to take that into account. For example, when I choose the videos of today, I made sure like to pick 50-50. That was due to our discussion, because I think it's within the responsibility of everyone that when it comes to like picking songs for playlists or booking people for shows, like that you set some boundaries of things which are just not acceptable. And like, if every one of us does a little bit, we can change a lot. And what I wanted to say is that we here, us talking, is a very valuable thing, and we should do that more often. And I hope that everyone like will take his part into that whole change. And that's the chance that I see within the hip-hop culture, that we can talk about it, that we get together, that we face the problems. And that's what I wanted to say to that. One more thing, please. Yeah. And about the battle rap, I talked with Jill about what he said, that battle rap is sports. So whatever you say in the battle, wash away, forget about it, get off stage. And that issue is happening in Japan also, because
we rappers use words, and words has meanings, and words has feelings. Maybe the opponent can say, okay, hey, you came from a shitty town. It's okay because it's a rap battle. But the other guys from the same town can feel angry, and they won't wash away their feelings after the battle because they didn't make promises with each other that we're gonna wash away anything that we say in a rap battle is okay. Hey, I didn't write that contract. That happens because I am living a hip-hop life throughout my life. So doesn't matter if I'm on stage or off stage, whatever I say is what I say. So when I get on stage and say this few thing, and then when the battle is over, shake hands, okay, make peace, I think I'm not comfortable with that. We have to take responsible of the words because we use the words. Words are my weapon and my tools. And I actually saw a battle. An MC was talking about the opponent's family who was also at the stage watching the battle and say, your brother is a shitty guy. And his brother was getting really sad. So who's gonna fix his feeling? Okay, it's in sport. Forget about that. Does this come easy? I think it's not. So the rappers on stage must be responsible for what they say. It follows them throughout their lives. Not only on stage, but like this. This moment, what we say have meanings, have feelings. And that's what we are using, words. And I think we have to, because I'm really good at this conversation. I'm gonna have a workshop for me after, and I'm gonna slide that to start from 6 o'clock. But we are talking in English right now, which is, the meaning of this is we're trying to communicate with each other. I'm trying to communicate with you because I'm not using Japanese, right? And this is what words can do, and also words can offend people. So I think we have to think about that MC sport issue also, because it is good to put it as a sport and forget about it. It's the easiest way, but maybe other people might be hurt. So yeah, we have to think about it also. And thank you. Thank you. Wäre es okay, wenn du später kurz nochmal übersetzen würdest auf Englisch, weil ich würde es ganz nur auf Deutsch sagen und wenn du es übersetzen würdest, wäre es super. Also ich teile vieles, was hier gerade gesagt wurde und auch, dass das hier gerade so einen Pionieraspekt auch hat. Joshua, das war von dir gewesen und das sehe ich genauso, denn das, was wir hier gerade haben, das ist leider nicht repräsentativ. Das ist nicht wirklich der Mainstream von Hip-Hop hier in Deutschland, sondern es ist wirklich etwas Außergewöhnliches gerade. Und dieses Außergewöhnliche, da sollte man sich auch dann ehrlich machen und nicht Dinge entschuldigen, die nicht entschuldbar sind. Also ich finde, also Hip-Hop, also das, was Mainstream ist, hat Hip-Hop sehr viele Schwierigkeiten, die einfach nicht entschuldbar ist. Das Sexismus ist, glaube ich, nur ein Problem davon. Es gibt weitere Probleme wie Homophobie, wie Rassismus und auch wie Antisemitismus. Ich meine, wir haben eben gerade einen Videoclip angeschaut, wo es mir an einer Stelle wieder auch kalt den Rücken runterging mit Haftbefehl, also wo er mit seiner Rothschild-Theorie ankommt. Also ich meine, das ist antisemitisch pur. Und das sind auch Verschwörungstheorien, die da reinschwappen und die auch junge Hörer einfach dann konsumieren. Und das ist einfach auch nicht richtig. Und natürlich kann man sagen, ja, Hip-Hop ist nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber damit macht man sich auch einfach nur zu einfach. Damit fängt man an, einfach Dinge zu entschuldigen, wo man sich eigentlich ehrlich machen müsste. Denn man muss ehrlich auch all diese Dinge kritisieren, die wir hier auch dann auch haben und wir auch bei Menschen haben, wie auch, ob es Haftbefehl sind oder viele andere sehr bekannte Künstler heutzutage. Und wo man es auch wirklich oft noch ansprechen muss und vielleicht auch dann auch darüber sprechen muss, hier, so geht es aber nicht, so, das kannst du einfach so nicht bringen. Und wenn hier auch Künstler hier aufgetreten sind, die einfach sexistische Sachen gesagt haben, also ich meine, ich komme aus einer Zeit, da hat der Mann am Mischpult einfach den Ton einfach abgestellt und hat gesagt, hier, sowas läuft bei mir nicht. Und ich glaube, wenn wir alles nur als Style konsumieren und nicht mal als Inhalt, und ich glaube, darin liegt ein ganz großes Problem, weil vieles eben nicht nur darauf ankommt, was eine Person sagt, sondern wie es eine Person sagt. Und wenn wir uns nur mit dem Wie beschäftigen, dann kann man sagen, oh, der hat einen guten Style und so. Aber dann beschäftigen wir uns nicht mehr mit den Inhalten, die dann auch hochproblematisch sind.
Und eine amerikanische Feministin, Bell Hooks, die hat es auf den Punkt gebracht. Die hat gesagt, Rassismus ist der Aspekt, der schwarze und weiße Menschen auseinandertreibt. Aber Sexismus bringt weiße und schwarze Menschen wieder zusammen, weil da können sie mir dann ganz gut wiederfinden und können sie dann über andere Personen quasi diskriminieren und dann irgendwie dann gut miteinander connecten. Also ich glaube, wir müssen anfangen, uns da ehrlich wieder zu machen. So what Murat said was that he agrees with what Jascha said and many other things that other people said, that this is like a rare opportunity, this discussion and what we're talking about, but that we shouldn't excuse the things that are not excusable, and those are the things that were already mentioned in the discussion, like homophobia, sexism, anti-Semitic content. For example, the video that that Josua showed, actually, of Haftbefehl, he's talking about the Rothschild theory, which is anti-Semitic content in this song, and this is something that's being reproduced and is being spread, and young people are listening to it. So I think he was kind of bringing in the question: how can we really be honest, and how can we really confront this content and these subjects that are in the music, and then not just to point towards society as a whole, because that's very easy and that's like an excuse, but to really go into what is there and talk about it in hip hop. Yeah. Can I go back a bit? If there is an inappropriate expression in hip hop in Germany, or say Frankfurt, and if hip hop is tightly connected to the community here, or the sense of the community, then the whole thing, the discourse in hip hop, isn't it the projection of the problem of the community? No? Or not? I'm just, like, I don't know anything about the community here, so I'm just asking. But this is like a mini dream community for 10 days here. Like, we had a phenomenon where there was one girl confronting a guy because he said bitch, and they did not shy away or something. They did a battle afterwards. And since this is a safe space somehow, it doesn't need someone to say no, that's bad or something. No one who's like with a finger and says, no, you're not allowed to do this. Somehow the group does it by itself. It's self-regulatory. But that's due to the fact that this is a very safe environment, and we crafted like a thing. So, yeah, I had a discussion with Joana some days ago, and correct me if I'm wrong, but it should go both ways. Like, one side is the structural thing, and one thing is the individual thing. And here we have like sci-fi structural, how it could be nice kind of environment. Now I see the point. Where it's like self-regulatory, because everyone knows, okay, this is hip-hop, this is a battle, you can talk about things. We don't go home and put it underneath the bed. But yeah, it's rare, fucking rare. At the same time, I think it's kind of necessary to like what Joana pointed out about the mantra thing. That was really interesting. But also, I say some layers. For example, hip-hop music industry has to be divided to the problem of the community. No? Like, isn't it same? Is it same, like hip-hop community and hip-hop industry, music industry? In Japan, it's totally different, I think. Yes, please. I wouldn't say it's the same as
as Joshua already said, like this is we are like really different people here. Also, the rappers are very diverse, but it's still not really representative of the actual industry, because there it's like the anti-sexist parties are very much very smaller, much smaller than they are here, and also to you, I wouldn't call this a safe space at all, because I think in a safe space there would not even be the case that someone gets called bitch. This wouldn't happen, and in a safe space there wouldn't be a rapper in the battle against an underage girl and within his verse talking to the referee and saying, come on, we fuck her together. That wouldn't happen in a safe space, and so I think that's not the point where we are right now. We are far from that, actually, but with this discussion we're moving towards it maybe a little bit, which is already a good thing, but still stuff like that I have just mentioned, and also that you have and every other person here has mentioned, should be discussed and should be pointed out, and not just like, I don't know, ignored, and that's like really important. Yeah. Was ich auch noch sagen wollen würde, wäre, ich finde, sorry, ich mach's jetzt auf Deutsch. Ich finde, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen der Community und der Industrie, weil ich spüre selbst bei den Gigs, wo wir dabei sind, dass wir uns in einer linken Szene bewegen, wenn es um Hip-Hop geht, aber das steht ja total im Kontrast, was man so in den Charts hört. So. Also riesiger Kontrast. Und das Problem ist halt, dass die Kreise eng bleiben, also in den Charts und auch in der Industrie, aber immer größer werden in der Community. Wisst ihr? So, immer mehr Leute kriegen mit, oh, es gibt auch dieses Hip-Hop, kann man auch selbst machen. Aber die neue Generation, komisch das zu sagen, die nach uns kommt, die hört auch gerade Charts, und zwar auch Lelele und so, ja. Und wollen das natürlich auch machen. Also erweitert sich dieser Kreis auch wieder. Das ist ein konstanter Kreislauf so. Und es liegt an uns, das zu boykottieren, was wir einfach nicht gut finden. Wir beide sind einfach rausgegangen, als diese Line kam. So. Macht das. Und das ist eure Art, zumindest das ist die eine Art, die man zeigen kann, so etwas nicht zu unterstützen. Das heißt nicht, dass ihr jetzt, weil ihr die Platte eh nicht kaufen würdet, sie trotzdem boykottiert, wisst ihr? Das meine ich nicht. Ich meine, dass ihr aktiv zuhört, was ihr überhaupt feiert und was nicht. So. Das ist mein Wunsch an die Community. So, what Hassan was saying, that he thinks that there's like huge difference between this idea of a community of hip-hop and what is mainstream or what is commercial hip-hop in Germany. That's not the same. And especially they are moving in very left circles, so the rap that they do or that the events that they're at are very different to what is happening in mainstream hip-hop, if I understand it right. And he says that the content that they are bringing is really not present in mainstream hip-hop, this notion. This group is very extraordinary in the sense that it's so diverse. I don't even think this group, like this was already also said, that this group doesn't represent at all mainstream hip-hop or commercial hip-hop in Germany. And I think they offered you just offered a nice strategy of how to deal with content that you are not agree with it. And then they just said that in certain moments when sexist content was being said on stage, that they left the room. So he really offered this to everybody to just exit and to not support or hype if you're not happy with what is being said. And you can do that all day, every day in the spaces that you're in, I think. Thank you very much. Nochmal auf Deutsch leider. Sorry. Mit dem Rausgehen meine ich vor allem auch, dass man, also wie lange geht schon diese Diskussion? In jedem Interview, was man im Deutschrap hört, so, heißt es ja, was hältst du davon, ist deutscher Rap sexistisch und homophob? So. Und das kann mir keiner mehr erzählen. Also wirklich, es reicht. Ich glaube, ihr müsst euch wirklich aktiv entscheiden so, und es dann auch machen.
Ich persönlich habe einfach keinen Bock mehr, auch darüber zu reden. So. Es ist sehr gut, dass wir das machen. Ist auch, wie schon gesagt wurde, futuristisch schon fast. Und macht es auch in euren Kreisen so. Das ist ja kein Topic, was jetzt irgendwie lame ist, worüber man nicht gerne redet, sondern diskutiert und auch aktiviert euch selbst. Das ist der Schritt, den ihr machen müsst. So. Sorry. He said that he's a bit tired of this discussion because it actually in every rap interview or every interview when they're talking to rappers, they always ask this question like how sexist and how homophobic is rap. So this discussion is very much already there. So he pointed again, I think, to the responsibility of everyone here, but also moving within rap to really change what they are talking about and to really not reproduce this type of content, I think. But in that case, isn't it role model important as a female rapper or female DJ to show how to, yeah. But there are female role models. That was like what this whole discussion before was about, that like there are so many examples of women in rap in society. That it's not that we don't have these role models, they just get really not acknowledged by the community. And I just wanted to add on to what Hazy Haku said before, that I think to actually like take this seriously, we also have to consider how we understand this sort of community, because like if we actually want to change something, then we also have to change somehow the perception, and then I have to take seriously what has been said also in a battle, and I can't go on by just saying like, okay, this is a battle, everything which is said doesn't relate to reality at all. I have to take it seriously, because also words create this reality, and also, and this is I think the second remark I wanted to make, I have to also take seriously that there is this sense, and that also like community is not a safe space for everybody, that also like in microorganism like society reflects, and first I have to work on like these sort of problems before I go to meta-ebene and change the society at all. I have to start at the ground where I am. Right. Okay, and the discussion is kind of getting very well, but the time is over. And it happens, and I've got my own workshop used to start from 45, but I'll slip that to 18, so there's a short break. And I think some of the themes I will continue to talk about in my workshop. I have something to say to the crew, and I'm gonna take a time to say that. So we're gonna start the crew meeting for Saturday from 18, but I think this kind of talk will continue. So just have a short break, go to the toilet and have a drink, and then come back. The place will start here. Thank you. And also, thank you very much for everybody, who participated. Yes. The discussion. It is inspiring for me. Thank you very much. Yes. Thank you. Actually, everything that I'm seeing in Frankfurt from the day one until now is wonderful. So thank you very much.
breaking down a little bit and a little bit. There's so many Brazilian people who go to there, and there's so many Korean people who go there. But the society tries to ignore them. Hey. As they don't exist. But they do. They have their livings. And the government has made a law to bring immigrants, not to live, just to work. For 5 years they have to go home. And they can't bring their families. And the government is trying not to make the right way. Huh? Ha. Ja. So. Hey. Das geht auf jeden Fall. Ja. Hey. Ha. Ha. Kurzer Delay. Ha. Hey. 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 Ha. Ja. So. Ja. Hey. Ja. Ey. Ey. Ey.
ich trag ne Sonnenbrille im Club. Besitzer ist cool, damit weil er weiß, es gehört zu meinem Beruf. Ich will, dass du mit mir nach Hause kommst, denn ich bin reich. Schon noch 3 Flaschen, denn ich will mir sicher sein, dass du es weißt. Du stehst zwar auf Geld, aber Geld allein reicht nicht, versteh ich. Ich werd's zwar bereuen, doch mach meine Moves aus, so Baby, jetzt dreh dich. Und dann trifft kein Blick ab und zu mein Blick. Bitte Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir, willst du Sex mit mir? Und doch trifft dein Blick ab und zu mein Blick. Bitte Baby, brech mir nicht das Herz. Ich will Sex mit dir, willst du Sex mit mir? Du Bastard, du Schwätzer, du kannst viel, aber Mann sein nicht Apache. Der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwingt. Ihr Schlampen, ihr Huren, ihr wollt Stress, doch kennt Mannheim nicht. S-Klassen am Cruisen, durch Ludwigshafen, wenn Nacht anbricht. Lauf mit meiner Bälle allein durch die Stadt, den Status hab ich mir erarbeitet. Mir ist egal, was du gerade machst, du blendest deine Story, langweilt mich. Ich bin auf Halb, 3 Promille und ich schreib grad Hits. Du bleibst gerade, was du nicht sagst, du meinst gegen 1 hast du Hayvans mit. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Indianer, Apache, den Bitches gefällt, was ich auf Insta post. Indianer, Apache, oberkörperfrei auf Insta post. Indianer, Apache, ich stehe hier mit meinem Hemd in der Hose. Denn ich bin Indianer, Apache, Deutschrap, mir raus auf Klose. Ich heiß auf dich, weil ich nicht von ADS Bitches soll. Sie will meine Nummer, aber folgt mir nicht auf Instagram. Gib Apache 207 ein und du findest dann Kontaktdaten für Business-Anfragen. Stell dich hinten an, aber kein Problem, denn ich kann das regeln, ganz normal in meiner Gegend. Mein Sohn, was ist geschehen? Mein Sohn, was ist geschehen? Keine Sorge, Mama, ganz normal, so wollt dein Sohn doch leben. Aber kein Problem,
Okay, the time is 6 o'clock and we want to start the crew meeting moderated by me, Darthreider. So everybody who wants to join the meeting, come on board. And if you don't want, okay, then take a cup of coffee or something. It's okay. Everybody wants to get on board on Saturday, come over here. We're gonna have a meeting. Okay. All right, wait, since one thing that I want to say. Not appearing is also a message. Tell them and bring them. Okay, so we're going to have the Wagner crew meeting, which most of the Wagner crew hasn't showed up yet. And so, are they really going to make something good on Saturday? None of them are here, actually. Is it okay? I don't think so. I think there is a huge problem going on. Huge problem going on. And by the way, I like the idea that Noah gave on the Instagram chat. But the Instagram chat goes on in German, and I don't understand German. So that's a huge problem again. Okay, so where's the crew at? And yesterday's performance was really nice, Noah. Yeah, I enjoyed it. I enjoyed rapping with you because actually, Trilly and Noah are the two guys that I picked for the crew, and there is a reason for that, and I'm going to talk about that also. Okay? Hello. And Liliana, who speaks Italian, is also very important in my point of view, and I'm going to talk about that later. Okay, so little by little, inch by inch, people are starting to show up. Hi. Hello. Okay, so Noah, what do you think of the project from day one to right now? I think it's amazing that a great opportunity for a change and a revolution. Mm-hmm. And I would definitely, I think the opportunity could be also very long term if the discipline is there. Yeah. It could be like a real legacy thing and also express some knowledge to the ages, you know, if it keeps going then Okay. each other, but maybe be on one level. Mm-hmm. All right, because maybe this project can stop your paranoia at night. Hello? Hello? Yeah. Hello? Okay, everybody sit down. We're going to start a meeting. Check, check. Does it work? Has everybody got the information that we're having a meeting actually? Or are they deciding not to appear on this Japanese guy's workshop because they don't think it's important? Is this what's happening right now? Or should I Maybe wait? language barrier. Okay. All right. There are crew members here, so I want a suggestion. Should I wait before everybody shows up, or should I start right now with you? Which is better? Okay, okay. Now, there is a new film on Netflix called The Irishman, directed by Martin Scorsese. And there is a scene in The Irishman. Al Pacino is sitting with Robert De Niro by his side. He is waiting for a man to show up who needs to talk. He's waiting. And then Al Pacino says, "Okay, it's done. Your time is over." Not appearing, being late,
is a message. And I received that message very well. The man who hasn't come in time, the man who decided not to appear in front of me, this time I got the message. That's what Al Pacino said. And he's gangster talking, but I still have got the same message. Now, before I start with the meeting, I'd like to introduce myself. My name is Darthreider, and I'm a rapper from Japan. I'm 42 years old. I got a brain stroke when I was 33, and if the ambulance was 30 minutes late, I was dead. And that was 9 years ago. And then, this August, I fell again at my home. The ambulance took me to the hospital. If I didn't reach the hospital by that day, I would be dead. And I was in ICU for 2 weeks this August. But I'm in Frankfurt now, so thanks God about that. And yeah, thank you. And when I got a brain stroke, I lost my left eye's vision. I can't see on my left eye. And well, the doctors are so lazy they can fix it, so I have to live with it. And I decided, okay, with a man with no left eye, how cool can I be? So I decided to make this original eye patch, which is. And I was walking through Berlin, and I was walking through Frankfurt, and I have seen no one in an eye patch. I'm the only one in the town with an eye patch, which means that I'm special, and which means that I'm strong. But at the same time, I'm a minority. I'm the only one. So sometimes I feel very lonely, and sometimes I feel excluded. Yesterday, there was so much very nice performance, live performance going on. I loved that. Johnny, the last one, very nice rapper. Got in on a beat, and his emotion was exploding. Okay, he's a nice rapper. So I went to the first row to see his show. I was enjoying it. He was rocking the crowd, and you loved it. I saw that. He was rapping, and then suddenly, he said something in German. And then everybody in the crowd sat down, except for me. I didn't understand German. That moment, I realized that this rapper, the good rapper, the nice rapper, isn't even talking to me. How do I feel? I just stepped out and then thought to myself, there is no reason for me to listen to a rapper who is not talking to me. Am I right or wrong? Right? So, then here comes the Wagner crew. It's okay to rap in German because that's your expression, right? It's what you're good at. But this is not a usual hip-hop party going on in Frankfurt. It's not a Friday night jam. It's the Wagner crew, right? So you have to realize what Wagner crew is and what the project is about. Now, the first day, Akira made a speech that this Wagner project is based on a Wagner play called Meistersinger. And the core part of the story is that a new guy comes to town and rewrites the code of the streets. That's what the story is about. So now comes the choice. Are you going to live on the good old Frankfurt days from tomorrow and so on? Or are you going to change your rules? Change your style? Or discuss about that? That is your choice. You can open your doors, you can close the doors. It's your choice. Because I'm here from day one. I'm here from day one, and I'm always here watching what you do, watching the workshops, the lives, everything. And I know how you rap or how you express yourself. I've seen them all.
And I think most of you can understand that I don't understand Germany. Yeah? Okay, then why am I speaking in English right now? Why? No, I want to make them feel my vibes, so maybe I can talk a little bit simpler. Okay, I was in London until 10, so my English is a 10-year-old level. So think of me as a 10-year-old and trying to speak something difficult, a 10-year-old guy, right? Why am I speaking in English, and why am I doing my freestyle in English? Do you know the reason? The only reason that I'm doing this is I'm trying to communicate with you. I'm trying to reach you. It's kind of hard, but I'm making an effort to reach you. Because I can't speak German, the best way that I can do is try to speak in English, which is my second language. If you guys come to me and say, okay, what's the next workshop? And then suddenly I start speaking in Japanese, I think you will be very confused. And okay, he's not my guy, let's walk away. I think that will happen. So, how do we make bridges? And that's the vision that I want to share with the Wagner crew, because this is the Meistersinger. The vision of the Meistersinger is the vision from the outside. Staying in Frankfurt, having a party in Frankfurt, it is lovely, it is so fun, okay. But is it the Wagner Project? Is this the Wagner Project? Are you the Wagner crew? Okay? Then you have to gain the vision of the Meistersinger. You have to think about rewriting the code of the streets, changing the vision of the city. Because this project ends in 10 days, and the Meistersinger will go to another city. Maybe Mexico, maybe London, Paris, Greece, US, I don't know. Do any of you think that you can go to those other cities with your performance, with your way of thinking? You can do it? Really? So you're thinking about me in the crowd? There's so many Japanese staff that never understands German. Are you really thinking about these people? I didn't notice that, unfortunately. So, on Saturday you have a show. It's all up to you. You can do party as usual if you want. Because I've seen so many beautiful moments of the Frankfurt community hip hop. It was really nice. From day one, I was really amazed at what's going on in Frankfurt right now. But is that okay? Is that enough? If any of you have a chance to perform in Tokyo, what would you do? Just go there, speak German, and go home? Would that work? If any of you has a chance to perform in Portugal, what would you do? That kind of thinking, I think you really need to think about, because I felt very sad and excluded yesterday when the rapper said these German words and everybody sat down and I was the only one standing because I didn't understand a thing. That made me feel very sad. And there are people, if I rap in Japan, I rap in Japanese, and I MC in Japanese. But if I realize that there's 10 or 15 people who cannot understand Japanese in the crowd, I think I will use English. Because I want to make efforts to reach them. So can you do that? That's one point that I was trying to tell you. Because this is Wagner Project, not a usual hip-hop party. Everybody is excited. This has never happened in Frankfurt before. The community, we're connecting each other. The battles, the breakdance, the live. Wow. Okay.
But do you think that that will last for 365 days, 24/7? I think no. You have to change the way of thinking. The project will end in 10 days. I said before, the end of the project must be the start of the crew. And you have to think about that meaning, what you have to do. Some guys came to me and said, I was not in the audition, but do I have a chance to perform? And I said to him, that's not my decision. It's up to you. You decide. If there's something that you can do for the crew, you'll be part of it. If not, you're out. What you do in Saturday is totally up to you, and if the party succeeds or if the party fails, actually, it doesn't matter to us. It doesn't matter a thing. We're not here to make a gong show, a star, a hip-hop star. No. We are playing a play. We are playing the Wagner Project, which could be a happy ending or a bad ending, because plays have happy endings and bad endings. It doesn't matter. That's the drama. If you want to make a happy ending, you have to do that by yourself. And there's so much thing to do. So, now we're going to move on to the meeting part. And now, I strongly insist you to do that meeting in German. I don't need to understand that. But when you reach to some kind of conclusion or decision, I will be really happy to hear from you. Because yesterday, I said to you, okay, go to the meeting, tell me what you talked about. And nobody showed up. Nobody showed up till the night. And now I'm in this Instagram group. Thank you for letting me in. Every conversation is going on in German. I don't know a word. But it's okay. But if one guy was kind enough to tell me what's going on, then maybe things will go on easier, right? So it's normal to forget because it's so easy to talk to each other with your own language. It's so easy. But this Wagner project has people from other people. And that's why I picked Trilly in the crowd. And that's why I picked MC Crady Noah in the crowd, because he raps in Arabian, and Crady are trying to rap in English because his father came from America, and he's trying to reach out to other people. And so is Trilly. And Trilly is trying to reach out to you. So are you guys trying to reach out to Trilly? Is this happening or not? That's one issue that I want you to think about. The reason that I put these people in the crew. And of course, Liliana has her Italian skills. And Delo D has his Spanish skills. And that is the hint to make the Wagner crew a little bit bigger than the Frankfurt community scale. So think about it and what the Saturday performance will mean to you and to us. You have the full responsibility of the 3-hour show on Saturday. Have you already called your friends? Grab your phone. There's a list of friends. Have you already called them all? Because you need to gather people to make them watch how you progressed in the 10 days. If you haven't done that yet, I think you should be more serious about your performance. And the theater, this venue is very special. We don't usually do hip-hop shows in the theater. But the theater is in full help, full support for you. So if you come up to any kind of decision, you have to talk to the theater and tell them the ideas, what you want to do, and what you can do, and what you can't do. There are regulations, but there are totally perfect skilled staff in the house. But if you tell them 5 minutes before the show, nothing will happen. Today is already Thursday, only 2 days left. So I think it's
getting too late to do some difficult things maybe, but they are professionals, so maybe if you ask them very kindly, maybe things might happen. But you have to do that. And there's an offer from Nico on Sunday. He was watching all the workshops, and he said too much freestyle and less songwriting. So Nico wants to talk about songwriting skills on Sunday, the open day. If you want that, if you want Nico in the on Sunday, then I can offer call Nico and say, okay, they're okay with that, and Nico will be here on Sunday, making songs with you. Is that okay? Yes. Okay. Yes. Okay, so Nico's in on Sunday, but the priority one is what happens on Saturday. You got the rehearsal. You got 3 hours, and you got to decide who's going to be on the show. And Phil and Misha was coming every day, and there were issues on the battle thing. Okay, you have to talk about that. But still, the reason why Phil and Misha is not in the crew is because Nico said, they're too close to me, and I'm the judge, so I can't pick my family. I'll pick somebody else. And that's what Nico said to me. So it doesn't matter, it's not because of the rap performance or the personality that Misha and Phil is not in the crew. It's because Nico was a decent gentleman who thought that he would exclude his family out of the judge. So I think that is a very respectable way of thinking. And that's why I really love Nico. He's a really nice guy. But he's not in the crew. Misha is not in the crew. Phil is not in the crew. And some guys, Sheila is not in the crew. But still, they made performances. They joined the workshops. So how can they contribute to the crew? How can they join in? You have the decision. Open the door, close the door. The choice is yours. Everything is on your choice, and you have to put everything on the table. Think about it. Noah had a good idea. I translated his German, and he said that we did this battle, we did this cipher, and we did these workshops. So I think we have to use everything that we learned into the show. Maybe that's a good idea, but we still have 3 hours. Some guys might be good on performing solo. Some guys, some ladies can be good at performing together, dancing. Each one has their own talent, so you have to think about who's who can do what, and to the whole, what is Wagner Crew and what can Wagner Crew do? So let's go into the meeting. I don't know what time we have, and you can discuss that in German. Hello, thank you for the noise. And discuss in German, talk about everything, and you have to come back with something to tell to the theater first, because we got a frame of 3 hours. You have to bring the ideas, and you have to do what the lighting is and the sound effect is and things like that. And afterwards, you have to bring your best skills on stage to make something happen. You can do the meeting here, and I'll be waiting somewhere outside. So let's start the Wagner Crew meeting. And it's all yours, so start talking. Hallo, 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 hallo. Ja, doch. I was here at the first meeting, and I saw some people speak and some people who didn't speak. I want the people who didn't speak to speak out right now what they think about the idea. Because the loud ones and the aggressive ones looks like they have the decision card, but actually each one has one vote. So Yes. Ich würde auch sagen, dass wir da hinten anfangen und einfach eine Runde machen, dass jeder erstmal seine Vorstellung sagt und sagt, wie er sich das Ganze vorstellt, was er haben will, ob er vielleicht eine Idee hat, sodass wir von jedem was aufpicken können und dass wir im Endeffekt davon was zusammenstellen können. Ja, Nikki? Gibt's da irgendwelche
Also. Ja, und er hat auch Janina auch nicht erwähnt. Also sie ist jetzt nicht dabei, weil sie performt, aber sie gehört auch zu Crew. Vorweg, das ist doch, geht doch allen so, um das mal kurz nochmal aufzuheben. Weil er hat das jetzt gesagt, aber ich hatte so den Eindruck, dass es gar nicht der Fall ist, dass es da jemals einen Moment gab, dass. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand von denen, die aufgezählt wurden, nicht zur Crew gehört hat. Ja, nochmal willkommen offiziell. Das Einzige, was ihr nicht habt, ist der Schlüsselanhänger und der zählt nicht. Also seid ihr in der Crew so. Ja, und die. Ey. Also ich habe bis gerade eben gedacht, dass ihr eigentlich dazugehört, weil ich achte nicht drauf, wer die Bändchen trägt oder nicht. Für mich ist das so eine Community. Ich ziehe zum Beispiel gar nicht an, ich vergesse es immer oder so. Wir hatten eben im Auto auch schon drüber geredet. Ja, ja, genau. Ja, Okay, dann ist das ja, ich wollte geklärt. mal offiziell, weil er es gerade so gesagt hat, ich war so kurz ein bisschen so. Okay, dann ist es geklärt. Alright. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch angekommen, ja? Stabil, danke, okay. Bruder. Dann fangen wir an. Also, mein Vorschlag wäre, erstmal um diese ganze Sache so ein bisschen zu ordnen, vielleicht könnten wir so eine Liste machen, wo jeder seinen Namen reinschreibt, wie viel Stage-Time er bräuchte. Wir sagen bis 10 Minuten und in welche Richtung das so ungefähr geht, so die Musikrichtung, damit wir vielleicht auch ein bisschen ordnen können, einfach damit wir mal so einen Überblick haben. Sehr gut, dass du es sagst. Gestern, wir haben besprochen, ihr wart doch dabei, dass heute sollte jeder USB-Stick mit den Beats mitbringen, damit wir einfach jetzt die Beats bei Sarahs, also auf Sarahs Laptop so einfach da zusammenschmeißen und wir schauen, wie viel Zeit wir überhaupt jetzt haben. Weil nicht jeder hat 7 Minuten, das wurde schon mehrmals erwähnt. Deswegen also die Idee, was wir gestern besprochen haben, dass jeder bringt heute Beats mit, wir schmeißen alles in einen Topf. Nicht jeder hat es dabei, aber wir können noch plus 20 Minuten dazu rechnen, weil Galeone ist heute nicht dabei und einige haben heute nicht mitgenommen, aber einige haben sich schon gut vorbereitet und die haben schon Beats am Start. Ich habe auch am Start, er hat und die anderen auch. Deswegen, wir reden mit Sarah später, also nach Meeting, also und wir geben ihr unsere Beats und wir schauen, wie viel Zeit haben wir jetzt überhaupt. Das was du sagst, also Ja, wir genau. ordnen müssen. Super. Sehr cool. Also nochmal, dass alle jetzt mitbekommen, kümmert euch darum, dass ihr jetzt danach eine Karteikarte, also ähnlich einer Karteikarte, einfach Name, Stage Time, wie viele Songs, welche Richtung und so haben wir alles drauf. Jetzt direkt, oder was? Wir haben einen Stift, Alter. Ja, ist so. Aber ja, okay. Ja, dann finde ich auch, ja, der hat recht. Guck mal, da sind genug Zettel und genug Stifte. Jeder nimmt sich, genau, schreib erstmal, der Nächste redet schon mal und wir machen es so. Okay, also ich würde es auch so machen, wie der Philippe es gesagt hat, nur ich würde noch was dazu ergänzen. Ich würde auch nicht jeden, der zum Beispiel performt, jetzt zum Beispiel, ich sag, irgendjemand performt und ich würde ihn nicht alleine auf der Bühne stehen lassen, sondern als Crew einfach dahinter stehen, ein bisschen mitfeiern, mitfühlen, vielleicht Adlibs machen oder sonst was. Einfach, wenn Leute dazu tanzen wollen, tanzen und ja, halt nicht den einen so allein da stehen lassen. Ja klar, ich hoffe, das ist auch selbstverständlich, ja. Ja, nur so, falls Leute Interesse haben, bei jemandem zu tanzen, dann einfach sagen und dann einfach mittanzen. Natürlich. Die Person, die auftritt, muss halt sagen, auch ein bisschen sagen, so, was die vorhat zu machen. Wenn der sagt, ey, das ist ein sentimentaler Song und ich hätte Bock, so ein bisschen alleine da zu stehen, damit Leute das richtig fühlen, dann, das müssen wir alles besprechen. Aber danke, ja. Ich habe euch schon meine Dings, ich habe es ja euch per Instagram gesagt, Alter, was ich will. Ich will, dass Wiederholt bitte. Ich will, dass wir 100% geben, jeder seine Songs ready macht. Wenn jemand 3 Minuten hat, soll er 3 Minuten machen. Wenn jemand 10 hat, soll er 10 liefern. Und am Ende noch eine krasse Cypher. Und von mir aus, schreibt einen 16er darüber. Ihr habt noch 2, 3 Tage Zeit, schreibt einen 16er über Wagner-Shit. Und danach, wenn die Cypher losgeht, der Beat läuft, dann machen wir Wagner-Musik so. Jeder ein 16er. Ich sag ihn kurz und dann.
Ja, und auf jeden Fall, auch wegen den Beats nochmal eine Frage, ne? Weil das hieß, wir könnten auch Beats nehmen, die so halt schon von bekannten Leuten sind, so, ne? Müssen wir wirklich jeder wegen dieser GEMA und Shit und so? Also kann ich mir ein Beat runterladen, wie ich möchte, ne? Als Expertin des Hauses diesbezüglich, ihr könnt Songs verwenden, die GEMA-pflichtig sind. Ihr müsst uns eine Liste dazu geben und wir melden das bei der GEMA an und bezahlen das. Das ist überhaupt kein Problem. Auch Beat-Produzenten, die jetzt whatever. So die Beats so reingestellt haben und da kann ich sogar, ja? Ja. Ihr müsst uns eine Liste schicken oder geben. Ihr könnt uns an dem Abend eine Liste geben, da steht drauf, wer, was, wie lange. Wer hat den Song oder den Beat oder was auch immer gemacht, wie heißt der und wie lange spielt ihr ihn ab. Diese Liste brauchen wir und damit können wir alles klären, was notwendig ist. Okay. Gut, dann funktioniert das. Okay. Das, was du sagtest über 16er, du hast auch schon ein Beat bekommen, oder? Was ich geschickt habe in der Gruppe. Also, dass wir die Idee hatten, zusammen zu cyphern und jeder schmeißt 8 auf den Beat. Ich habe 2 Beats geschickt, einmal mit dem Sample von Akira, das was er vorgeschlagen hat, mit der Ouvertüre von Wagner, Meistersinger von Nürnberg, das hat mein Produzent gesampelt und einige von euch haben schon wahrscheinlich ein Beat gehört. Der zweite Beat, dieser Afro-Trap-Beat, was eigentlich jeder fand es gut und also sehr viele haben angefangen schon zu schreiben. Deswegen, wenn wir cyphern werden, vielleicht 8er, weil 16er, stell dir vor, 16er ist ein bisschen viel zu viel für 18 Leute. Aber wenn jeder 8er schmeißt, dann ist es so ein bisschen weniger und dann können wir halt so spielen. Guck mal, also wir haben ja die Möglichkeit, den Beat nicht nur für zum Beispiel 32 Bars laufen zu lassen, sondern wir können ihn ja auch länger ziehen. Deswegen, ich würde einfach sagen, am besten, wenn wir diese Cypher machen, ich würde mich gar nicht auf eine Barzahl fokussieren. Weil zum Beispiel, wenn ich was schreibe, dann kann es passieren, dass es 10 oder 12 Bars werden, weil ich noch das sagen will, was ich in meinem Kopf habe. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, da sollten wir lieber jeden Künstler seine Freiheit lassen, oder? Weil, ich meine, es kann länger gehen, wir nehmen das ja nicht auf, oder? Oder kommen wir dann alle zu dir ins Studio und nehmen es auf? Wenn jeder aber einen krassen 16er kickt. Ja, man, kommt krass. Wenn ihr alle wollt, dann machen wir so. Ja, Mann. Okay. Mike 2 geht jetzt aus. Ja, also so, ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon irgendwie allgemeiner Konsens, dass wir irgendwie jedem Menschen irgendwie so und so viel Zeit geben. Was ja auch irgendwie, also ich finde es okay. Aber ich fand, das war auch voll der Point vorhin, den so nochmal Darthreider aufgegriffen hat. Das ist ja auch irgendwie, wir haben voll viel gecyphert und gefreestylt und ein Battle gemacht, so dass wir das irgendwie vielleicht auch noch unterbringen können, glaube ich. Fände ich richtig cool. Also ich weiß nicht, je nachdem, was am Ende auf dieser Liste steht, wie viel Zeit wir sozusagen so pro Nase schon verballert haben, wenn da noch irgendwie genug übrig bleibt, dann wäre ich so richtig dafür, dass wir irgendwie auch noch sowas wie eine Freestyle, vielleicht auch ein Battle oder irgendwie eine Tanzanlage irgendwas machen. So. Und außerdem wäre ich dafür, dass wir so, okay, es ist auch hier schon mit Genre, also dass wir das so ein bisschen sortieren, also dass nicht einfach, keine Ahnung, zum Beispiel ich mache so Trap-Sachen und wenn irgendwie vor mir und nach mir irgendwie harte Oldschool-Parts kommen, dann ist das halt, also für die Crowd vielleicht einfach ein bisschen doof, weil dann sind sie gerade so im Oldschool-Modus, so feiern das und dann plötzlich kommt irgendwie so ein dummes Trap-Kind und danach geht es aber wieder mit Oldschool weiter, dann haben sie sich vielleicht gerade auf Trap irgendwie, also wisst ihr, was ich meine so? Ja, sowas halt dann cool, so da kann man sich irgendwie eine Reihenfolge noch überlegen, wie das irgendwie Sinn macht, so, ja. Ja, für mich ist Zeit erstmal absolut irrational. Ich weiß nicht, ob ich mich da aufschreibe oder nicht. Ich habe auch in den Tagen drüber nachgedacht und ich weiß, wer ich bin.
Ich bin eine gefühlvolle Soul-Stimme. Ich bin eine Frau und ich bin's gern. Und jeder, der Bock hat, eine weibliche Stimme als Refrain bei sich haben zu lassen, kann auf mich zukommen. Wegen Tanzen und so auch gerne. Ich habe irgendwie auch gelernt, gib einfach mehr, dann kommt auch mehr zurück. Also ich versuche mich kurz zu fassen und ich glaube, das sollten wir alle machen, weil wir haben echt wenig Zeit so. Wir müssen uns auf jeden Fall auch jetzt in der Runde sagen, was für Bühnenbilder wir uns davor gedacht haben. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die sich da schon mal Gedanken gemacht haben. Wir brauchen auf jeden Fall Nebel für mich, bestimmt auch für andere. Sowas wie blaues Licht und so müssen wir auch alles der Technik sagen. Und am besten heute, je früher, desto besser. Das Beste für uns wäre jetzt, dass wir uns in unserem Kopf jetzt erstmal alles zusammenkleben, unseren Auftritt. Ja, gleich. Alles zusammen ausdenken und das dann im Nachhinein, morgen oder so, zusammenkleben, damit wir eine Show auf der Bühne stellen können. So. Aber jetzt erstmal, denkt euch wirklich auch die nächsten, die jetzt kommen, was braucht ihr? Braucht ihr Nebel? Braucht ihr, keine Ahnung, braucht ihr spezielle Effekte? Braucht ihr eine Leinwand? Irgendwie Beamer oder sowas? Keine Ahnung. Kann man ja viel machen. Also denkt euch darüber nach. Ich habe auch eine Freundin eingeladen, die dort singen wird. Keine Ahnung, ich fühle den, okay, ja, das war's. Ja, und auch an die Leute, die Live-Acts haben wollen, das müsst ihr heute auf jeden Fall sagen, so, damit wir das überhaupt auf die Beine stellen können. Genau, ich wollte kurz einspringen, so um den sozusagen den Rahmen nochmal zu erklären, vielleicht was dieses Theater hier ist. Ihr seid ja jetzt schon den 7. Tag in diesem Raum und ihr habt sehr viele Sachen hier drinne gesehen. Also ihr seht, dass der Raum für sehr viele Dinge ausgerichtet ist. Das heißt, wir haben, glaube ich, eigentlich ziemlich viel hier im Raum, mit dem wir umgehen können. Und ich würde euch bitten, damit ich das vermitteln kann in das Haus rein und an die Kollegen, die am Pult sitzen, eure technischen Wünsche auch aufzuschreiben und mir zu kommunizieren, möglichst bis morgen früh, damit ich das dann vorbereiten, vermitteln und moderieren kann. Da gehören auch Dinge dazu, wie möchte ich Requisiten verwenden? Ja, also Requisiten im Sinne von, keine Ahnung, gibt es Papier, das ich durch die Gegend fliegen lassen will? Ich spinne jetzt rum. Ja? Also bin es nicht nur ich, das, was ich anhabe und das Licht und der Ton, ist da auch noch mehr, außer menschlichem Material, sage ich mal. So, das sind alles Dinge, die relevant sind für diesen Raum. Genau. Und wenn ihr grundsätzlich Fragen habt, ihr könnt mich auch immer ansprechen. Ich bin ja sowieso immer da. Also ich beziehe mich jetzt auch mal gerade darauf, weil das ist eigentlich das Einzige, was ich anmerken möchte. Ich glaube, es wäre ganz cool, vielleicht eine Stage zu haben, die nicht ganz so hoch ist wie die da und aber trotzdem so ein bisschen die Acts hervorhebt, anders als jetzt dieser Kreis, der einfach nur da auf dem Boden ist, weil ich denke, dass es einfach nochmal ein bisschen mehr so ein Auftritt-Feeling hat, wenn man wenigstens auf so einer 30 Zentimeter hohen Stage oder so steht, als wenn es jetzt einfach nur da auf dem Boden so ist. Aber ich weiß nicht, ob das nur meine Meinung ist. Damit ich nochmal verstehe. Damit ich verstehe, du wolltest jetzt da eine erhobene Bühne haben, ne? Ja. Nur damit du Bescheid weißt. Also, was heißt Bescheid weißt? Du weißt es ja selber auch. Wir haben da oben erstmal die obere Plattform. Ja, also weil ich dachte halt, die ist ein bisschen zu hoch. Das ist halt das, was ich denke, weil wenn man auch mit mehreren Leuten auf einer Stage ist, dann denke ich, dass das einfach zu hoch ist und das auch beim Auftritt so ein bisschen den Vibe killt, wenn man so hoch gucken muss. Dazu habe ich erstmal jetzt keinen Kommentar zu diesem Thema, aber ich würde mal sagen, die meisten von euch haben bestimmt draußen gesehen, gibt es Leute, die so Graffiti sprayen oder so. Falls ihr für die Bühne benötigt oder so, könnten wir denen doch Bescheid sagen, dass die paar Bilder sprayen, die halt passend zu dem Performance sind.
Also ich bin ja ein bisschen später gekommen und um auf dem neuesten Stand zu sein. Also jeder macht seine 10 Minuten voll, ne? Ist das so oder wie machen wir das jetzt? Nein, das meine ich gar nicht. Also es geht nicht um die Minutenzahl, es geht darum, was jeder macht. Also es ist jetzt so, dass jeder was macht. Einzeln. Weil ich würde dann, wir haben ja gestern besprochen, dass es dann abgehackt, wie Tetraphobic schon gesagt hat, wenn jemand jetzt direkt mit Hip-Hop kommt und danach irgendwas, also was Ghetto-Rap und dann jemand sozialkritisch, dann kann doch die Stimmung wieder sinken und steigen. Und das hat irgendwie so, ist dann wie bei den Auditions plus 8 Minuten, finde ich das. Aber seid ihr damit alle einverstanden, dass jeder so sein einzelnes Ding macht? Oder würdet ihr nicht so, dass wir es ein bisschen verschmelzen? Ja, okay, also meine Idee ist so, dass wir dann, ich mache ja mit Tyler zusammen, wir sind ja ein Team. Ja. Ich wollte ja die Moderation machen mit Energy Bear und auf jeden Fall wollte ich die Moderation machen mit Energy Bear und ich und Talia wollten fragen, wie wir das machen mit dem Licht und dass wir Rauchmaschine unten haben, dass wir die Rauchmaschine unten machen. Können wir das machen, dass die Rauchmaschine unten ist? Und wir wollten oben so Bilder von uns dann, so wie so eine Diashow. Ja? Ja, wo sind die Techniker? Wie heißen die? Okay, ach so. Okay, danke. Ist jetzt schon weg, aber okay. Mhm. Ja. Dankeschön. Mir ist egal, was wir machen. Jeder soll sein Ding machen. Jeder hat seine 10 Minuten. Und ja, was soll ich noch sagen? Ja. Also meiner Meinung nach ist es halt so, dass wir nicht so jeder das einzelne Ding machen, sondern dass wir als Crew zusammenarbeiten. Weil wir halt einfach eine Crew-Show haben und da sollte man halt nicht so jeder nach seinem eigenen Kopf lang gehen, sondern dass wir halt zeigen, dass wir eine Crew sind und dass wir alle miteinander auch arbeiten und dass wir uns verstehen und dass es halt im Publikum ankommen sollte. Was ist denn, hast du eine Idee dann zu dieser nein, keine Frage. Sondern, wenn du jetzt eine Idee hast, wie wir das machen, dann solltest du die jetzt sagen. Ich habe eine Idee, hast du eine Idee? Nein. Ich dachte zum Beispiel, dass, wir haben das ja gestern gesprochen, dass zum Beispiel Leute, die die gleiche Richtung von Rap teilen, das wird kein Schubladendenken, es wird einfach nur, dass Leute, die die gleiche Richtung von Rap teilen, zusammen etwas machen. Zum Beispiel kann es anfangen mit einem kleinen Stück. Ich meine, jeder Hip-Hopper ist auch in irgendeiner Art und Weise ein Schauspieler. Da kommt jemand und wird fertig gemacht, weil er anscheinend irgendjemand sein will, irgendein Rapper sein will. Und am Ende rappt er einfach darüber. Und dann kommt jemand anderes und sagt, ey, das ist deine Art von Rap, aber für mich ist Rap, wenn man über die Probleme spricht. Und dann kommt jemand mit seinem sozialkritischen Rap. Es geht nicht so ein richtiges Theater mit viel Text, aber es soll den Zuschauer zum Denken nach. Genau, mit Dialogen, kurzen Sätzen, sodass es verschmolzen wird. Nicht so tak, 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 das ist tak, das ist tak, tak. Genau, und dann kann zum Beispiel Noah kommen und dann kann er auf Englisch und dann kannst du kommen und sagen, für mich Rap ist keine Sprache, Rap ist einfach etwas, was man fühlt. Ja, Mann. Ich habe keine Ideen eigentlich. Ich habe eigentlich keine großen Ideen, so ich höre euch einfach zu und gucke, vielleicht fällt mir noch was ein. Ja. Okay, ich muss mich kurz sammeln. Und zwar, also bei mir ist es so, ich schreibe dir gerne alles auf, okay? Aber bei mir ist es so, ich sehe meinen Auftritt schon vor mir, so, ob ich jetzt dieselbe Sprache spreche oder nicht, ich sehe meinen Auftritt schon, ich sehe mich selbst und ich weiß, dass ich auch Leute, die meine Sprache nicht erreichen kann, mit meiner Energie erreichen kann, okay? Und für mich, ich habe so genaue Vorstellungen und ich bin auch sehr anstrengend, auch wenn ich meine Musik produziere,
mit dem Produzenten, die sagen, es ist oft ein Kampf, weil ich genaue Vorstellungen habe. Das heißt, ich glaube, am besten, wenn wir unsere Auftritte planen, jeder sollte seine 10 Minuten für sich planen und beim Soundcheck kann man den Rest mit dem Licht und diese extra Specials kann man vielleicht bei dir anmelden oder so. Aber das mit dem Licht, mit der Technik, mit dem Nebel, mit dem Rauch, kann man alles beim Soundcheck machen. Sie sagte auch, bis morgen. Anna sagt Okay. bis morgen. Bis morgen früh. Anna sagte, Anna sitzt da. Sie hat es gerade gesagt. Okay, also guck mal, bei mir ist so, ich habe morgen und übermorgen meine Abschlussprüfung und ich weiß nicht, wie ich das alles hinkriegen soll. Ja, okay, jetzt. Überlegst dir einfach. Ah, okay. Ihr habt noch den ganzen Abend Zeit, überlegt euch, ihr habt noch ein bisschen Zeit, bis spätestens morgen früh braucht Anne die ganzen Informationen. Was braucht ihr an Technik, was braucht ihr an Licht, braucht ihr eine Nebelmaschine unten, braucht ihr eine andere Stageform und so weiter. Also ihr habt heute noch Zeit. Okay. Lasst euch nicht jetzt, hier, jetzt auf Druck. No, heute aber wer morgen nichts hat. Und ich werde auch gleich nochmal was zu so ein paar Eckpunkten, glaube ich, sagen, die wir umsetzen, also wo ich jetzt schon sagen kann, was wir umsetzen können und was wir nicht umsetzen können, damit es auch klar ist. Ja. Also ich habe vorher noch nie einen Auftritt vorbereitet oder hatte noch nie die Möglichkeit zu sagen, wie ich das Licht haben will oder Soundcheck. Deswegen erstmal danke dafür, weil ich finde, das ist eine Aufgabe, wo wir alle so da wachsen können, wie wir unsere Vision einfach umsetzen können. Nochmal zu der Frage, wie wir auftreten. Also gibt es da eine Reihenfolge oder entsteht die jetzt auch noch gerade? Wie habt ihr euch das vorgestellt? Weil da weiß ich einfach noch nicht so. Ich kenne den ganzen Insta-Verlauf nicht, aber wer als erstes, also machen wir das Zufall oder nach Name? Gut, dass du es jetzt sagst. Wir haben schon ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir es alles machen können. Mit einigen von euch habe ich es auch schon besprochen. Alles, was ich sage, es sind nur die Ideen, was ich vorschlage. Es ist sehr wichtig zu verstehen, weil ich schlage auch was vor. Und Ray Joe hat mir gestern einen Text gezeigt, was er über Wagner Project geschrieben hat. Und dann sagte Danke an Akira, der sagt Danke an das Team. Und da hat 8 geschrieben oder 12 war es bei dir. 8 oder 12 Takte und ich kann es halt nur zustimmen, was er sagt, weil wenn er als Erster rauskommt und sagt Danke von uns allen, dann rappt sein Teil und dann gibt er weiter. Jetzt hast du gefragt, wie können wir entscheiden, wer kommt nach wem. Ich hatte auch eine Idee, weil ihr habt auch wahrscheinlich schon gemerkt, die jeden Tag dabei waren, Workshops beginnen, wir stellen uns vor und jeder erzählt über sich immer das Gleiche, wie alt er ist, dass er Hip-Hop liebt und wir haben schon alle gehört, was hält er von der Idee, wenn wir durch Zufall entscheiden können, zum Beispiel, dass Liliana stellt ihn vor und er stellt zum Beispiel mich vor und ich stelle Sense vor und jeder sagt über eine andere Person und nicht über sich schon wieder, weil wir haben schon alle gehört und so können wir eine kurze Story aus Wagner Projekt auch erzählen, zum Beispiel, was wir mit der Person erlebt haben, zum Beispiel. Wie wir es entscheiden können, das können wir zum Beispiel durch Zufall, wir schmeißen einfach alle Namen, weil wenn wir sagen so, jeder entscheidet sich für sich, zuerst wird das alles gut, aber danach bleiben 3, 4 Personen, die dann nicht gewählt wurden und für die ist es unfair. Und wenn wir so durch Zufall so Namen rausziehen und jeder überlegt einfach kurze Story und dann bekommen wir auch Reihenfolge. Aber wir haben 3 Stunden, so ungefähr, ja? Weil wir sind viele und wir brauchen dann auch eine Pause. Weil wenn wir alles durchziehen, dass jeder so 7 Minuten, 7 Minuten, 7 Minuten, wir brauchen eine Pause. Die Sache ist, dass nach der Pause, also zuerst kommt die Pause, die Leute gehen raus und dann nach der Pause ist es ein bisschen kompliziert, die wieder zurückzubekommen. Deswegen, mein Vorschlag ist, dass wir überlegen, wer von uns, im Ernst jetzt, Pause, genau, wenn wir überlegen, wer nach der Pause dann auftritt, damit er die Leute catcht, damit alle Leute dazu
also kommen werden. Also heute fehlen auch einige, das können wir auch so nachbesprechen, wie wir es machen können, aber so habe ich es mir überlegt. Und noch eine Sache, ich habe mit dem Team gesprochen, wo ist es am besten das Licht und das Video, also genau Kameras, also wo sind die besten Einstellungen. Und das Team sagte mir, auf dem Berg. Auf der Pyramide. Auf der Pyramide, vielen, vielen Dank. Und dann, ich habe auch bei einigen gefragt, wer will überhaupt auf die Pyramide kommen. Könnt ihr kurz Hand hochheben, wer will? Genau, also das heißt 1, 2 und Corleone wollte auch nicht hingehen. Also der hat mir gesagt, also der will es nicht unbedingt. Das heißt, dass die meisten wollen hin. Mein Vorschlag war, es ist nur Vorschlag. Was hält ihr davon, wenn jeder beginnt einfach dort? Dass, wenn er rauskommt, beginnt mit dem ersten Song dort auf der Pyramide und dann geht er raus. Also wenn jeder einfach so hingeht. Weil wenn wir mit dem Team gut abklären können, zum Beispiel wie wir das Show gestalten, damit sie auch bereit sind, Kameras schnell zu richten und dann schnell auch zu mixen. Also du kannst behalten dann, ich gebe einfach weiter und dann... Ja, also erstmal, wie gesagt, es ist alles offen für jeden so. Jeder kann es im Endeffekt so machen, wie er sich das vorgestellt hat. Aber dennoch ist es, finde ich, wichtig, dass wir die letzten 10 Tage, die wir hier waren, dass wir zeigen, dass wir hier waren, dass wir zeigen, dass wir als Crew zusammengearbeitet haben, dass wir so ein Ring sind und dass man halt auch, weil wenn jeder von uns 10 Minuten hat und jeder von uns kommt, also sagen wir mal hier, wir fangen da hinten an, er kommt auf die Bühne, rappt 10 Minuten, fertig. Dann wird vielleicht der Nächste angesagt, Rap 10 Minuten, Rap 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 10 Minuten, 3 Stunden lang. Und dann haben wir zwar alle 18 gerappt so, aber man sieht nicht den Zusammenhang wirklich, weißt du? Man sieht, dass der einzige Zusammenhang, der dann ist, wir haben alle aufgetreten. So. Genau. Deswegen auch Nummer 1 die Dialoge so. Und dass wir das vielleicht ein bisschen mixen, dass wir jetzt nicht sagen, ey, ich brauche 10 Minuten, ich mache meine 10 Minuten voll und dann bin ich fertig. Dass wir sagen, ey, sein erster Song ist also er braucht 5 Minuten, er geht auf die Bühne, macht 5 Minuten, dann kommt der Dialog und der nächste Rapper kommt rein und er kann dann vielleicht, wenn die nächsten 6 dran waren, auch wieder reinkommen, sodass die Leute immer wieder was von uns haben und nicht alles auf einmal und dann gar nichts mehr. Dann bleiben wir auch härter im Kopf und es baut sich, also ich finde es dann, ist es halt eine richtige Show so und nicht so ein abgehacktes sondern dann wieder der. Und wenn wir Dialoge dann aufbauen, dann es wird auch sowas ähnlich wie bei Wagner Oper. Weil ich weiß nicht, ob ihr Libretto angeschaut habt. Also hat jemand von euch Libretto angeschaut? Ja. Yeah. Und da waren die Dialogen zwischen den Künstlern immer. Und so können wir auch halt machen. Also bevor ich jetzt nochmal abgebe, wollte ich nochmal kurz was sagen zu der erhobenen Bühne von Jay Fontes. Ich finde persönlich, dass das da unten der perfekte Platz für die Cypher ist. Wenn wir da jetzt noch eine Bühne hinstellen, da haben wir keinen Platz mehr, wo alle Leute oft runterkommen können. So. Ich finde, da oben haben wir eine Baba-Plattform. Ja, Jay Fontes, ja, das ist gut, ja. Wir haben da oben eine Baba-Plattform, die wir nutzen können. Wir haben die Pyramide, die wir nutzen können. Und haben halt hier einen riesigen Raum, den wir nutzen, wo auch die ganze Crowd dann mit dabei sein kann. So. Lasst euch darüber was einfallen. So. Deswegen bin ich so gegen eine erhobene Bühne. Wolltest du noch was sagen? Nee, er versteht halt nicht so gut Deutsch, dass wir den auch nochmal das Mic haben. Okay. Von meiner Seite aus, ich kann, glaube ich, nicht mehr viel ergänzen. Mein Wunsch war auch, dass wir einfach eine gewisse Struktur haben und das war auch, glaube ich, das, was ich beim ersten Mal genannt habe, was ziemlich schnell eigentlich
beiseite geschoben wurde, aber jetzt wieder reingekommen ist, deswegen finde ich es ganz gut. So mit vielleicht so ein bisschen in Genre verpackt, weil das Ganze ist wie eine Show. Das Ganze ist eigentlich, also Wagner ist ja auch mehr sowas wie ein Theater, eine Oper und wir arbeiten in einem Theater und stellt euch einfach die Show als Szenen vor und jede Szene hat sein Topic, ihr Topic, was auch immer sein, ihr seins. Natürlich verstehe ich auch, dass es einige gibt, zum Beispiel auch Dello, du hast jetzt gerade mies viel zu tun wegen deinen Abschlussprüfungen, du bist viel am Arbeiten. Wenn es jemanden gibt, der sagt, ich finde eure Ideen ziemlich cool, aber ich muss mich bei der ganzen Geschichte nur auf mich fokussieren, weil ich sonst nicht klarkomme, weil ich zu viel zu tun habe, macht es. Sagt es jetzt. Oder sagt es heute, ist vollkommen okay. Keiner sollte dabei irgendwie, nur weil er quasi aus dem Konzept rausarbeitet, sollte er irgendwie schlecht von den anderen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, ich bin auf jeden Fall bei euch, weil ich habe zum Beispiel auch beim ersten Mal von dir gehört, ja, du bist halt viel am Arbeiten, was vollkommen verständlich ist, wenn du für dich deine brauchst, dass es nicht alles so in Genre verpackt ist, sagt es, ist vollkommen cool. Ja. Aber das war so meine Idee, Genre, eine Struktur, das wir haben, weil, ja, es wurde schon alles tausendmal gesagt. Mehr muss ich nicht sagen. Du bist nicht dran. Alles gut. Nein, ey, ich habe noch keine Struktur. Deswegen, das ist das, worum wir hier sind. Wir sollen das ja zusammen aufbauen. Ideen sammeln kann man auf jeden Fall und rausposaunen, aber ich habe keine Struktur gerade. Das wurde doch verboten. Nein, es wurde nichts verboten. Anne sagt noch was. Ja, natürlich. Sofort, klar. Er war noch am Reden. Warum machst du so diese mit mir? Warte, ich brauche kein Mikrofon. Warum? Ich brauche kein Mikrofon. Ganz kurz, was meint ihr mit Genre? Ich brauche kein Mikrofon. Was heißt Genre? Dass alle Lieder, die auf Trap sind, erstmal die kommen und dann später kommt mehr was Tanzbares? Das ist mäßig mit Struktur gemeint. Weil da sind ja die 10 Minuten auch verteilt, ne? Genau. Wir können das auch mixen. Wir können sagen Love, Gangster-Rap, Trap, Love, dann wieder Club, dann vielleicht ganz am Anfang Club, keine Ahnung. Wir können das so ineinander übergehen lassen und dann wiederkommen lassen. Mach mal weiter. Damn. Das ist eine gute Idee, alles. Wir sind gut dabei auf jeden Fall. Also wir wissen jetzt vielleicht. Nur ich frage mich nur, wie viel Zeit wir, also wie wir das, weil Samstag ist ja eigentlich Show, also der Punkt ist ja Showtag. Und ich glaube, wenn wir alle so 10 Minuten machen und dann noch Cypher und so, das kommt mir, ich weiß nicht, ob das alles mit der Zeit zugaben. Aber ja, ich würde einfach denken, so einteilen. 3 Stunden danach ist Party, also wir können auch ein bisschen... Ich muss noch was fragen. Lass mal die Runde fertig. Und dann würde ich sagen, kann ja Anne nochmal so die, erste Frage die Technikalitäten klar machen. Ja. Okay, for me, like, okay, I understand somehow of all of you guys, yeah, but it's not the important thing for me. Like now, how many songs should I do in this day? As is important for me, like to make prova and do all of the ideas before, like at least like 1-2 times, and look it up how it's going on, and like train of that. I mean, yeah. So that's all of the thing what I have now. But it's a nice idea from all of you guys, and I accept everything. That's good. Yeah. Do you have any ideas for your act? For the whole? Like something you want to
smoke or special lighting, anything you want. I mean, and the light thing, if like if it's possible, like everyone, he can have like his own style. Yeah. Yeah. So okay, maybe I would like to have like blue and red and my. So I'll repeat it if you don't know. That's going to be taught today. So all the things you want to do, you have to think about it today and say it today to the people we're going to show you later on. Yeah. All right. Okay. Ich habe nur eine Frage. Is it okay if we, because I had another idea now, is it okay if after I can say that idea? I think ihr könnt ja mehr reden. Ich glaube, es ist erstmal gut, so die Runde fertig zu machen. Und dann weiterzugehen. Ja. Genau. Okay, Ich würde ja. kurz vorschlagen und Anne würde euch nochmal so die Technik. Okay, ja, ich kann mich beeilen. Was ich sagen wollte, es gab einmal an so einem Abend, hat Darthreider mit uns in der Mitte so, ich weiß nicht, ob es eine Cypher war, auf jeden Fall hat er so Themen gedroppt und dann sollte man dazu sowas rappen. Und das fand ich richtig cool, da gab es so Beats, die so zu Themen gepasst haben und ich weiß nicht, das fände ich cool, wenn wir das so zusammen machen würden, wenn Leute, die sich so zu Themen hingezogen fühlen, sagen, yo, ich möchte dazu was sagen, das liegt mir auf dem Herzen, damit habe ich ein Problem und dann kann man sich so zu 4, zu 5 für ein Beat einigen und Leute sprechen ihren Einsatz ab und dann kann man das so in der Mitte machen. Ich weiß nicht, das wird einen so ein bisschen mehr verbinden und vielleicht helfen, so ein bisschen was von sich selbst an die Leute zu transportieren, weil ich finde, unser Auftritt sollte so eine Message haben. Jeder sollte so ein bisschen Zeit kriegen oder die Chance kriegen, sich selbst zu repräsentieren und zu zeigen, wer er ist und so seinen Vibe an die Leute abzugeben. Und ja, das wäre mir wichtig. Ich würde ganz kurz nur was sagen wollen, weil ich habe jetzt versucht, mal so ein paar Ideen so zu sammeln und aufzuschreiben. Und ich dachte, also entweder kann man über diese Dinge abstimmen, die ihr vorgeschlagen habt. Könnt ihr auch sagen, ob ihr da Bock drauf habt. Oder aber, oder genau, ich glaube, manche Dinge, da kann man ganz spezifisch drüber abstimmen. Aber was ich auch so rausgehört habe, also zum Beispiel diesen Konflikt individuell versus Crew, darüber könnte man jetzt abstimmen. Ich habe aber auch den Eindruck, dass was du vorgeschlagen hast, dass man quasi in diesem Crew-Gedanken auch individuelle Positionen möglich machen kann. Das halte ich eigentlich vielleicht sogar für eine bessere Idee. Und dann habe ich mich gefragt, ob auch diese Frage der stilistischen Sortierung oder der Dramaturgie oder wie das Ganze gerahmt werden soll. Ich habe so den Eindruck, es gibt einige Leute in der Gruppe, die da so schon sehr klare Ideen zu haben, auch gerade du zum Beispiel. Und da du sowieso das DJing machst, würde ich zum Beispiel vorschlagen, wie wäre es denn, wenn quasi sich da so ein Team zusammenstellt, was sich dafür verantwortlich fühlt. Genauso wie ein Team, was sich zum Beispiel für die Technikwünsche also dass ihr jetzt nicht jeder einzeln zum Techniker rennt und sagt, was ihr braucht, sondern dass sich einer in der Gruppe dafür bereit erklärt zu sagen, ich sammle alle Technikwünsche und ich kommuniziere die dann zum Beispiel. Das sind jetzt so meine Vorschläge, die aus dem, was gesagt worden ist, rauskommen. Auch zum Beispiel, genau, aber manche Dinge könnte man jetzt auch noch abstimmen. Wenn ihr wollt, kann ich die auch alle nochmal vorlesen. Genau, oder ihr diskutiert einfach weiter. Und ich glaube, Anne wollte nur noch mal so die Technikalitäten nochmal nennen. Also, ich wollte nochmal grundsätzlich sagen, der Raum ist der Raum. Wir können nicht noch eine Bühne hier reinstellen. Wir haben den Raum sozusagen in seinen Möglichkeiten komplett ausgeschöpft. Da rede ich jetzt davon, dass zum Beispiel eine Bühne auf diesen grauen Tanz, also auf diesen runden Kreis zu stellen, bedeuten würde, dass wir unsere Notausgänge verstellen. Und wir sind gesetzlich gezwungen, immer Wege von 1,20 Meter zu unseren Notausgängen freizuhalten. Das ist schon hier sozusagen mit der Verbindung von Pyramide und Plattform und Gerüst irgendwie alles sehr eng. Das sind nur, um euch mal deutlich zu machen, welche Regularien und Bedingungen dieser Raum einfach auch hat. So, das heißt, wir können leider keine andere Bühne hier reinstellen. Wir können auch nicht was abbauen und nochmal anders aufbauen. Ihr müsst mit den Dingen, die jetzt hier drin sind, arbeiten. Und ich finde, ihr habt eigentlich die besten
Voraussetzungen. Ihr habt ein top ausgerüstetes Theater hier zur Verfügung. Ihr habt wahnsinnig viel Licht hier oben hängen. Das können wir auch nicht umhängen. Das ist so. Es ist aber so, dass es bis jetzt an allen Tagen zu allen Acts und allen Workshops immer das beste Licht gab. Das heißt, es geht darum, Stimmungen zu formulieren. Ja? Es geht darum, uns zu sagen, das ist ein Song, der braucht es eher dunkel, das ist ein Song, der braucht es eher Party, das ist ein Song, der hätte ich gern lieber mehr rot, das ist ein Song, der will ich unbedingt gelb, irgendwie sowas. Ja? Also darum geht es. Wir haben Nebel, habt ihr ja auch schon gesehen. Der Nebel ist da, wo er ist und der kann so viel kommen, wie er will. Ihr könnt uns also sagen, ich will keinen Nebel, ich will wenig Nebel, ich will viel Nebel, ich will Nebel, der blau aussieht, weil dann arbeiten wir mit dem Licht. So, ne, das sind die Möglichkeiten. Die Tonanlage ist die Tonanlage. Die hat bis jetzt auch alle KünstlerInnen und Workshop-Gebenden befriedigt. Ich denke, auch euch wird sie befriedigen. Was wichtig ist für uns, ist, wenn ihr mit Tracks arbeitet, dass ihr uns die Dateien als Wave oder MP3 zur Verfügung stellt. Wir werden am Samstag einen DJ hier haben, DJ Paul Bau, der auch bei der Audition da war, den ihr auch gestern hier mit Gianni gesehen habt. Der ist auch für euch da. So, also nutzt ihn beziehungsweise sammelt die Files so, dass er sie auch benutzen kann. Wir haben die Leinwände, die könnt ihr auch benutzen. Dafür brauchen wir aber auch Daten beziehungsweise Informationen, was für Daten und was es ist. So, habe ich was vergessen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. So, ich würde diese Liste, die jetzt irgendwie Stimmung, ich brauche irgendwie 2 Mikros oder ich brauche 3 Mikros oder ich brauche gar kein Mikro, sammeln und dann mit den Kollegen von der Technik kommunizieren. Und wir müssten am Samstag in der Probezeit, also ihr habt ja ab 16 Uhr Probe, ja, ihr könnt die Show proben. In der Zeit können wir das Feintuning für jeden Song oder jeden Auftritt oder wie auch immer ihr den Abend dann strukturiert finalisieren. Also ich fand es sehr hilfreich. Ich wollte noch eine Sache sagen. Nur eine, vielleicht auch 2, kommt drauf an. Und zwar, ich wollte sagen, wir sind hergekommen und wir waren bei der Audition letzten Freitag, wir waren Gegner, das ist keine Frage. Und ich finde, wir sollten wirklich darstellen, dass wir keine Gegner mehr sind und dass wir miteinander was machen können. Wir sollten aufhören, uns die Frage zu stellen, was geht nicht und wofür haben wir keine Zeit mehr und sagen, ja, was schaffen wir denn jetzt eigentlich? Wir können was schaffen, weil ich meine, wir sind schon talentiert, ne? Also wenn ich nicht bin, dann ihr schon. Aber ich würde dann wirklich fragen, wie fangen wir an? Und stimmen wir überhaupt, wir müssen wirklich abstimmen. Wer ist eigentlich der Meinung, dass wir sozusagen eine Dramaturgie oder wie das heißt, machen? Ja, ich würd nur, wie gesagt, ich würde auch nur kurz was sagen. Er wollte noch was sagen? Ja. Ja, okay, dann fange ich ganz kurz an. Also ich habe schon aus der Runde mega viel gehört und ich bin halt so ein Typ, ich überlege mir eine Show, wenn ich was mache, dann muss die halt ein bisschen Flow haben und wenn die Leute herkommen, ihr müsst es auch aus der Sicht von den Leuten sehen, die die Show angucken. Deswegen können wir nicht andauernd sagen, jetzt kommen einfach 5 Bretter hintereinander und danach fahren wir erst runter, sondern es muss so ein bisschen so einen Flow haben. Ja, das heißt, die Show muss eigentlich starten mit einem absoluten Banger. Die Leute sind wach, die merken, jetzt geht was ab. Und dann müssen wir den Flow finden, jetzt kommt mal was Ruhiges. Und die Idee, die ich so hatte, weil verschiedene Arten ja performt werden, weil jeder macht so ein bisschen ja sein Ding, dass wir so ein bisschen zeigen, wie vielseitig ist denn das Genre eigentlich, dass wir sagen, von Oldschool-Hip-Hop bis Trap bis Party, was weiß ich, ja, dass man da sowas reinkriegt. Und ich denke, jeder hat jetzt schon seine Songs eigentlich so im Kopf, die er da vielleicht performen will oder so. Das heißt, er weiß, was da lyrisch vorkommt, er weiß, was er vielleicht für Action mit der Crowd machen will oder was er halt braucht. Und ich denke, das ist gar nicht so ein großer Aufriss. Ne? Also wenn ihr jetzt wisst, was ihr wollt, dann soll da hinten das Kompetenzteam meiner Meinung nach, die sollen dann die Infos kriegen für Technik oder wie die Lichter sein sollen, die stimmen das dann ab, dann habt ihr das aus den Füßen, ihr wisst, was ihr braucht. Keine Ahnung, ob ich jetzt auch auftreten soll oder nicht oder keine Ahnung, wie ihr das wollt. Ansonsten bin ich natürlich gerne da on fire.
aber wichtig sollte sein, dass das endet mit einem absoluten Kracher, dass die Leute hier stehen und haben den Mund auf und sagen, das war krass und das war eine Crew und die haben abgerissen. Okay, I would like to say something, okay? How many people are participating in this event? How many people? Yeah. 22, okay. 22, right? And each performer has 10 minutes. Then in total, Carione, and Zarko, yes, also. So maybe 24, right? I see, so 22, right? So every person has 10 minutes. Then in total, how long will it be? 180 minutes. So it's already more than 180. So I think you have to reduce the time. 10 minutes is really, really long, Yeah. And I recommend you, to not to have the pause between each performance, okay? Yeah. And now you should not have the time for changing the room or changing the lights and also, everything. And I also recommend you not to think about the technical things too much. Then you will lose your performance. So just, they are really, yeah. The most important thing is performance. And that is your, can, So please concentrate on that. And technical things will follow you, okay? Yeah. Also ich wollte jetzt noch mal was zu dem Ideenaspekt sagen. Soll ich mich da auch so auf meine Vision für meinen Auftritt spezifisch beziehen oder soll ich das dann einfach aufschreiben? Weil ich hätte noch was zu sagen, wovon sich andere dann vielleicht auch was nehmen könnten oder so. Ja, okay. Also das ist halt jetzt ein bisschen blöd, weil es genau gegen das spricht, was er gerade gesagt hat, aber ich habe nochmal nachgedacht und mir ist wirklich aufgefallen, dass wenn wir so diese Möglichkeiten hier in diesem Raum haben, dass wir die eigentlich so voll nutzen sollten, weil das auch so ein Prozess für uns sein kann, zu sehen, wie das ist, wenn man so ein geplantes Set hat, auch wenn es vielleicht nicht so lang ist, wo dann wirklich alles rausgeholt wird an Effekten und sowas. Deswegen habe ich mir so zum Beispiel überlegt, ich habe so einen Song, der total bunt ist und sowas und da will ich einfach richtig viel Rauch haben und dass die Lichter absolut ausrasten. Dann habe ich noch einen Song, der heißt Spotlight und weil die Zeit jetzt reduziert wurde, rechne ich damit, dass auch einfach nur 2 Songs gehen und das ist dann auch okay und da fände ich es einfach krass, wenn dann einfach so ein Spotlight so einfach nur auf mich scheinen würde, das wäre halt heftig. Und zusätzlich noch, weil wir die Leinwände haben und ich das denke, dass es vielleicht besser ist für die Performance, wenn da auch so Sachen drauf sind, die für das Set passen, dass man da auch so GIFs benutzen könnte und so. Also jetzt nicht GIFs von irgendwem, der auf irgendwas reagiert oder so, sondern so zum Beispiel bei mir bei Auf den Streets fände ich es krass, wenn da so Kirschblütenblätter sind, die so runterfallen, weil das wie ein Musikvideo ist oder halt bei euch was anderes, was zu euren Songs passt. Also, weil wenn wir uns dann einfach darauf konzentrieren würden, dass jeder einfach sich für 2 Songs oder so ein krasses Set ausdenkt, was dann auch die Leute von der Technik umsetzen können, dann denke ich, dass das Ganze auch richtig cool werden würde. Und vor allem so, eigentlich wolltest du ja vorher DJ machen, ne? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich DJ machen kann und dann die ganze Zeit dann für jeden seine Songs spielen kann und dann selber nochmal auf. Das geht nicht. Ich kann schon für so 10 Minuten, aber deswegen haben wir Paul. Genau. Danke, Paul. Ja, also eben erstens das und zweitens, dadurch, dass jetzt das ja jemand von hier auch macht und der besser mit dem Technikteam kommunizieren kann, denke ich, ist es auch einfach übersichtlicher dann und dann können wir auch wirklich so jeder für unser Set was planen, was dann auch so umgesetzt wird und deswegen fände ich es einfach cool, wenn wir die Möglichkeit so nutzen
uns jetzt wirklich alle daran machen, unser Set zu planen, das gut zu kommunizieren und dann am Ende noch einen Abschnitt für alle zusammen zu haben. Aber dass wir dann auch jetzt langsam zu einer Entscheidung kommen und nicht so komplett alles wieder umwerfen immer und dann neu anfangen, neue Ideen und sowas. Also das fände ich halt ganz nice. Also, und zwar, ich finde deine Idee, so dass wir alle zusammen was machen, richtig stabil. Aber, nein, ey, warte, lass mich doch bitte ausreden. Aber ich finde, jeder sollte seine Zeit machen, ja, und gucken, was am Ende übrig bleibt. Am besten 2 Songs reichen auch vollkommen, weil das ist auch übertrieben anstrengend ist, ihr dürft es auch nicht unterschätzen. Andere Sache ist, ich finde, wir sollten am Ende zusammen, wie alle sagen, eine Cypher machen. Und das Cypher zeigt auch, dass wir zusammen was gemacht haben, dass wir alle, die aufgetreten sind, nochmal zusammen rappen. Und dass wir dann von diesem Rap in eine richtig fette Party starten. Und diesen Kreis so schließt, wisst ihr, das macht so ein geiler Abschluss, ein flüssiger Übergang. Leute fangen an zu tanzen, DJ legt auf und es ist einfach Baba. Richtig Baba. So wie wir machen so eine Blockparty in so einer Halle hier, im Theater. Wenn wir ja die Zeit runterschrauben. Achso, habe ich nicht gesehen. Okay, danke. Ich habe einen Vorschlag so. Es ist sehr schwer, ich habe das auch mit Tetra live erlebt, so ein Stimmungsbild durchzuziehen. Auch wenn du deine Songs kennst, ist gut, dass wir höchstens 2 haben. Es würde uns helfen, wenn wir Gruppen haben, wie zum Beispiel aus 6 Leuten so, da haben wir 3 Stück, die zusammen ein Stimmungsbild durchziehen. Ja? Wir haben auch Pausen, wurde ja auch schon erwähnt, das würde sehr gut passen. Vielleicht auch Gruppen aus 9, ja? 9 Leuten drin, weil wir 18 Leute, nee, 22 sind, also 11. Mathe, scheiße. Dass wir so unsere Stimmungsbilder durchkriegen, weil mehr praktische Wege gibt es eigentlich nicht, weil nicht jeder von uns kann die Songs nachvollziehen und Songs anhören, wisst ihr? So, seid ihr, oder wir können ja später darüber abstimmen, ob wir Gruppen bilden, um Stimmungsbilder zu erzeugen. So. Wollen wir vielleicht die Abstimmung dann jetzt machen? Okay, also ich würde jetzt als allererstes mal die Frage stellen, Crew versus individuell. Wer möchte gerne etwas Gemeinschaftliches machen? Lass mich kurz erklären. Also ich glaube, es gibt sogar immer noch Leute in der Gruppe, die wirklich sich an nichts oder wenig beteiligen können. So, habe ich das verstanden? Und Leute, die aber was zusammen gemeinsam machen wollen. Oder? Wer will was gemeinsam machen? Das sieht aus, als hätte die Kopftuch. Einen gemeinsamen Auftritt, der eine Dramaturgie hat, wo nicht dieses Konzept, was ich hier so rausgelesen habe, jeder hat 2 Songs und dann wechselt es und die nächste Person kommt. Das würde ich jetzt als individuell beschreiben. Dass es einfach nur einer nach dem anderen ist. Es soll so eine Geschichte sozusagen erzählen. Okay, aber darauf haben wir uns noch nicht geeinigt. Ist das Genau. so? Wollen alle, dass es quasi eine Struktur gibt? Wir sind ja beim Theater. Okay, ne? mit einem roten Faden. Wollen das alle? Okay, ja, dann habt ihr euch... Bitte? Also bei mir ohne Dialog, ich weiß halt nicht, wie die anderen das sehen. Du kannst zum Beispiel aber deine wollt ihr, 2 dass Songs jemand... nehmen. Du kannst deine 2 Songs machen, aber jemand sortiert die in eine Dramaturgie, in eine... Okay. Okay. So, dann haben wir uns dafür geeinigt. Wer soll, jetzt ist die Frage, aber wer ist dafür verantwortlich? Ich könnte es machen. Ja, aber darum geht es ja nicht. Du kannst ja auch sagen, aber ich verstehe. Es geht... Lass dich ausreden. Lass mich kurz ausreden. Ich verstehe das. Eure Songs können unterschiedlich sein. Die Person, die das Ganze strukturiert, müsste sich natürlich die Songs vorher anhören, mit euch kommunizieren und gucken, wo die in dieser Liste zusammenkommen. Ja?
So würde ich das verstehen. Aber es braucht jemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt oder eine Gruppe. Also der DJ kann das nicht, wird mir gerade hier gesagt. Ich könnte das machen, wenn mir jemand helfen würde. Kodini, kannst du mir helfen? Das muss auch nicht eine Person sein, das können mehrere Personen machen. Chill doch. Aber es geht nicht ums Moderieren, es geht ums Strukturieren. Ja. Willst du mit mir Hand in Hand gehen? Schwester, kurz habe ich gesagt. Würde mir jemand helfen, das zu ordnen und nach Genre gehen? Chill doch, ja, wir können es nicht, also vielleicht... Machst du mit mir? Gibt es dafür eine Gruppe, die das macht? Und sind die anderen einverstanden, dass diese Gruppe das macht? Jemand wird ja so oder so moderieren, ne? Das wird ja... Darum geht es nicht. Es geht darum, die Struktur zu schaffen. Das heißt, die Songs vorher anzuhören, mit den einzelnen Künstlern zu reden und einen Plan zu machen. Okay. Seid ihr damit einverstanden? Hey. About dramaturgy, when I made an event of many artists, I just made up the whole show as a radio show. And you can change songs, you can change channels, it's a radio show. Yeah. And if there's a radio personality who can be Energy Bear or whoever, and who can talk about the songs, just zip, and then introduce the song, and then it goes back. If you make a radio booth over there under that stage or something, then maybe that works. That's one idea. Yeah. Naja, ihr habt euch dafür entschieden, dass es so sein soll, aber es muss ja jemand machen. Die Frage ist, wer sich dafür verantwortlich fühlt und wer das machen möchte. Also das können jetzt nicht alle machen. Ne? Dann halte ich mich zurück. Willst du es machen? Also, vielleicht könnten wir... Ja, genau. Ich bin dafür, wir gehen gleich, also wir können uns heute vielleicht oder irgendwann noch Zeit nehmen und uns zusammensetzen und das machen, weil ich fände es nicht so cool, wenn jetzt das einfach mal jemand meine Songs so irgendwie einordnet und ich da keinen Mitbestimmungsprozess da habe. Also doch, ja, aber das habe ich doch versucht zu beschreiben. Aber Leute, was ist denn der Unterschied, wenn die jetzt auf jeden Einzelnen zukommen und dann nochmal kommunizieren und dann sagt man, nee, so möchte ich das nicht, als wenn wir das alle zusammen besprechen. Ja, das verstehe ich schon, aber ich fand das, was er gesagt hat, halt ganz nice. Wenn wir uns einfach so in Gruppen einteilen und es untereinander regeln, dann ist es viel einfacher, als jetzt einfach so ein Set festzulegen, mit dem dann irgendwer nicht zufrieden ist und wo dann alles umstrukturiert werden muss. Das geht nicht, das kannst du nicht machen. Das Ding ist, was ist eine Dramaturgie? Eine Dramaturgie ist ein Konflikt, der entsteht. Und den hat man, wie jetzt hier auch zum Beispiel in dieser Gruppe. Und es gibt ganz viele. Und wenn jetzt hier so eine Crew ist, die sich dafür als Ansprechpartner darstellt, dann kann jeder gleich behandelt, gleich dahin kommen. Und es sind ja auch dann 3 Leute, die dann dafür da sind. Das heißt, es kann in einer kleinen Gruppe diskutiert werden, die sich halt wirklich dann mit den Konflikten und mit den einzelnen Dramen, die in jedem eurer einzelnen Songs stattfinden. Weil jeder hat hier seine eigene Last zu tragen und das muss alles zusammengefügt werden in so eine Art Film. So, ich habe vor 2 Wochen einen Film schon mal gedreht. So, jetzt für euch die Dramaturgie am Samstag in Ordnung zu bringen mit anderen Leuten. Gerade auch hier mit ihm habe ich mega Bock zu arbeiten. Ich habe Bock mit der Thalia, mit der will ich auch tanzen und so. Aber okay, ich schau auf. Also eine Sache, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Lass mal jetzt aufhören, unnötig zu diskutieren und lass mal jetzt einfach anfangen abzustimmen. Kann ja nicht abgestimmt werden. Genau. Nein, wir sagen einfach 2 Sachen und wer dafür ist, der hebt einfach die Hand, weil jetzt haben wir keine anderen Sachen. Jetzt brauchen wir... Okay, ignore is okay. Exclude is okay. Don't listening is okay. It's your choice. I was trying to speak, but you're trying to go.
Okay. It's your choice. That's the Wagner crew. Is it? Is it the Wagner crew that you are trying to step off when I was trying to speak? Is it going to work that way? Because I'm the audience. I'll be watching you. Would I be moved by any performance that's not talking to me? There is no decisions made yet. No. I'm just talking about the action right now. Action right now that happened in front of my face that I just spoke in front of the workshop. So that's about the mindset. There are so many people that will come to your show, including people from Japan and from everywhere, because it's your show. You want to make a great show, don't exclude. But we didn't even speak about this. I think there's so many disagreements on other levels. No. The whole thing. I just stepped in, I started talking, nobody was listening. Nobody was listening. Everybody was trying to go upstairs in front of me. I was trying to speak. Why don't you listen? Because why don't you just come with us? No. There's live from here, 8 o'clock. You can do the discussion upstairs, but I'm trying to end this session because I started it, moderated by Darthreider. This is my time, isn't it? Or not? I don't It's okay. understand what the conflict is. I didn't understand. No, there's no conflict. Just about the mind. But please look at the people that are sitting now. Yeah, I respect all of it. I was trying to speak a little sentence that I have a dream that someday people from Japan and people from Germany can take hands by hand, make a good performance, and go home. Okay? Yeah, I'll be fine. Okay, but I have to louden my voice because there's no time, okay? And I've got feeling, I love everybody in this room. I want them to have a wonderful time in the Saturday performance. That's my true meaning. But if I end up having a dream, waking up in bed, packing my luggage and going home, and that's the end, I'll be very sad. Okay? So if you want to make a dream come true, let's do it and conclude and go on to the meeting. Respect. Okay. Thank you.
was sagen. Soll ich? Wie spreche ich denn noch? So, wie jeden Abend eine kurze Bitte an alle, die sich für die Show schon die besten Plätze gesichert haben. Wir brauchen nochmal den Raum für uns für einen Soundcheck. Dankeschön. Nochmal bitte alle kurz vor die Tür. So, ja, hey, hey. Yep. So, ja, hey, hey. Hey, hey, ja, ha. So. So. So, ja, hey, hey.
Check. All right. Let's go.
Dankeschön. Ich sehe euch nicht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist, ich will uns gar nicht groß ansagen, hi erstmal Philippe, Jan oder auch bekannt als Philippe und SwitchMode. Genau. SwitchMode macht, ich kann das nicht. Genau. Und falls ihr euch fragt, was das gerade eben gewesen ist, bis auf den letzten Teil, das war von Chopin rein gemixt. Ich komme aus der klassischen Welt. Das ist ein taiwanesischer Produzent und ich sag mal chinesischer King of Pop so ein bisschen. Und die beste Visitenkarte für mich. Und jetzt machen wir weiter mit ein paar Lieder, die euch vielleicht ein bisschen bekannter vorkommen. Viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Und falls sich manche wundern oder dass sie diese Konstellation noch nie gesehen haben, das ist alles, wir haben das auch noch nie gesehen, das ist alles Freestyle. Die Covers sind von mir und er macht seine Magie. Genau. Viel Spaß.
Der nächste ist hier ausnahmsweise auf der Playlist mal ein deutscher Track. Viele werden ihn wahrscheinlich erkennen, schon ein bisschen länger her. Viel Spaß.
Vielen Dank. Geil, danke, 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 danke. Das war auch schon unser letzter Track. Hat es euch gefallen? Oh. Okay. Wollt ihr noch einen hören? Alright. Ich glaube, der Kollege hat auch Bock. Let's go. Yo, 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 seid ihr alle gut drauf? Yo, das waren gerade Philippe Labutin am Keyboard und SwitchMode an den Drumpads. Die beiden haben sich extra für Melting Pot zusammengesetzt und dieses Set auf die Beine gestellt. Macht nochmal einen riesen Applaus für die beiden. Ja, herzlich willkommen bei Hip-Hop Melting Pot, organisiert von der FFG. Wir sind mega froh, dass schon so viele Leute da sind, das ist super geil, aber eine Sache könnt ihr komplett vergessen, runter von dieser Pyramide, kommt mal hier nach vorne, das geht wirklich nicht. Das wird kein Sitzkonzert, Leute. Also der Raum ist zwar groß, ne? Aber kommt mal hier ein bisschen vor die Bühne. Auch hier die Leute rechts am Eingang, kommt mal alle ein bisschen hier vor die Stage. Das geht so nicht. Ihr dürft auch stehen, aber nicht sitzen. Das ist ein Kunstobjekt. Kommt lieber hier hin. Okay, cool.
Ich sag noch mal ganz kurz, was das hier überhaupt ist heute Abend. Ja gut, jetzt natürlich hier ein bisschen Bewegungslärm, ne? Das ist in Ordnung. Ja, wie gesagt, Melting Pot heute Abend. Wir haben das Ganze organisiert und sehr, sehr viele Artists heute rangeholt. Wir haben 12 Künstler und Künstlerinnen, die heute Abend performen werden. Und ich freue mich auf alle mega. Gerade eben habt ihr Philippe und SwitchMode gehört, die haben das Warm-Up gemacht. Gleich folgen noch Gordi, Juzzi, JJ, die FFG und CRAZE und SwitchMode. SwitchMode. So, reicht jetzt eigentlich auch mit Quatschen. Ich will ganz kurz den ersten Act ankündigen und ich freue mich massiv drauf. Der erste Act ist Gordi bzw. Gordian Mvpeace. Der gute Mann ist schon bei Fridays for Future aufgetreten, bei Extinction Rebellion aufgetreten. Er hat auch starke Texte dabei, die politisch sind, die gesellschaftlich relevant sind, wo er sich gegen den Klimawandel ausspricht und was man machen sollte. Deswegen freue ich mich sehr darauf. Außerdem rappt er viel auf Oldschool-Beats, hat auch mittlerweile anderes Zeug, das er macht. Er ist auch schon auf der Bühne, kein Problem. Und ich feiere seinen Text und seinen Flow sehr. Macht mal alle Lärm für Gordi und viel Spaß! Geiler Scheiß. Der erste Track geht direkt los. Ich versuche ein bisschen einzuheizen hier. Seid ihr gut drauf? Jawohl. Yeah. G zum O wie gewohnt, bin mal wieder mies am Flown. Mvpeace wird riesengroß, scheiß auf das Risiko. 2016 Autotune ist wieder angesagt. Alle wollen Cash und rappen gefühlte 10 Talentstufen drunter, als wo früher mal der Standard lag. Aber scheiß drauf, ich liefer weiter Hammerparts, krasse Bretter, lass es scheppern. Scheiß mal auf die anderen Rapper, gib mir die Beat von deinem Lied. Digga, und ich mach es besser, Rap mit Intellekt, mit Message im Gepäck. Die Technik ist perfekt, ich bin besser als der Rest von den tausenden Newcomern. Back to the roots, Alter. Das Rap-Ding muss jetzt laufen wie ein Fußballer. Einzig und allein, weil keiner von euch so spitten kann. Deutscher bist ne Piste, Mann, ich werde mit euch Schlitten fahren. Checkst du diesen Flow, hängt dein Kinn bis zum Boden. Viel zu viele Jokes mit behinderten Strophen. G.O.D. dribbelt wie Ribery oder Zinedine. Sie dann entspannt auf diesem Beat, gefährlich wie ein Kriegsgebiet. Ziel und Schieß, gib ihm mies, hier besteht nur Digidi. Halt das Zepter in der Hand, wie nach einem FIFA-Sieg. G.O.D. dribbelt wie Ribery oder Zinedine. Sie dann entspannt auf diesem Beat, gefährlich wie ein Kriegsgebiet. Ziel und Schieß, gib ihm mies, hier besteht nur Digidi. Halt das Zepter in der Hand, wie nach einem FIFA-Sieg. Ich baller los, es geht red, tet, tet, tet. Allein mit 2 Lines wird dein Trap-Rap zerfetzt. Deutschrap klingt neuerdings wie ein Zoo voller Kanarienvögel. Stabile Töne kriegt ihr nicht aus eurem Mund raus. Digga, ich bring Killer-Parts jetzt in Umlauf. In meinen Texten red ich Klartext und Trumpf auf. Während die Konkurrenz wie erwartet nur dumm schaut. Sie rappen von Bitches, von Party und von Fluch, aber haben keinen langen Atem in der Booth. Früher konnte ich nicht, doch jetzt habe ich den Mut. EBZ, ich mach mit diesen Parts meinen ersten Move. Diese Welt pisst mich an. Ich sage es frei raus, ohne Rap und Verstand will ich vergammeln auf der Couch. So abzugehen wie jetzt hat lange Zeit gebraucht. Du kannst sowas reißen, wenn du standhaft an dich glaubst. G.O.D. dribbelt wie Ribery oder Zinedine. Sie dann entspannt auf diesem Beat, gefährlich wie ein Kriegsgebiet. Ziel und Schieß, gib ihm mies, hier besteht nur Digidi. Halt das Zepter in der Hand wie nach einem FIFA-Sieg. G.O.D. dribbelt wie Ribery oder Zinedine. Sie dann entspannt auf diesem Beat, gefährlich wie ein Kriegsgebiet. Ziel und Schieß, gib ihm mies, hier besteht nur Digidi. Halt das Zepter in der Hand wie nach einem FIFA-Sieg. Geil, Mann, geil, Mann. Seid ihr gut drauf? Macht den Beat nochmal richtig an. Ich sag Melting, ihr seid Pot. Melting, Melting. Ich sag Melting, ihr seid Pot. Melting, Melting, Pot. Stabil. Geil, 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 geil. Also, mein Repertoire besteht aus, zu sagen, dass man der beste Rapper ist und etwas Politischem. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal der zweite Track, der fällt in die erste Kategorie. Ein bisschen flexen, ein bisschen sagen, dass man krass ist und so. Ihr wisst Bescheid. Macht den zweiten Beat an. Okay. Spin the shit in, DJ. Ihr könnt euch ruhig ein bisschen mehr bewegen.
G zu dem O, ja ich sag's immer wieder. Egal was du rappst, meine Parts sind stabiler. Der Chef kommt jetzt, was du machst ist schon frech. Deine Lyrics, kein Sinn, kein Konzept, kein Kontext. Komplett brachiale Kopfnicker-Einheit. Ich schreibe das Wort auf und stopf's in das Mic rein. Trotzdem noch geistreich, mein Wille kein Pille-Palle, nein. Ich hab keine Zeit für das alles. Mein Kopf spielt mir Streiche, kein Bock auf die Scheiße. Da werden ein paar Schulterklopfer nicht reichen. Also mach ich nochmal und nochmal das Gleiche. Auf dem Weg ins Ziel lauf ich die doppelte Meile. Fühlst du den Vibe, spürst du den Drive. Osthafenpark, nachts 1:45. Kämpfen, Grenzen aufbrechen für meinen Geist. Es öffnen sich neue Türen mit der Zeit. Ich push bis ans Limit und flow mal wieder. Ausgereift ist der Scheiß ein Großkaliber. Alle rappen gleich, fick auf den ganzen Mist. Alles Bricks 0815 Standard-Shit. Ich push bis ans Limit und flow mal wieder. Ausgereift ist der Scheiß ein Großkaliber. Alle rappen gleich, fick auf den ganzen Mist. Alles Bricks 0815 Standard-Shit. Die Seiten sind frisch, aber oben ist der Busch da. Körper stabil, mein Flow ist robuster. Ich werde vom Mixtape zu Mixtape musikalischer. Warte mal paar Jahre ab, du, ich treib kein Schabernack. Gebe mein Bestes, ihr seht, das Feuer brennt, ey. Mein eigener Manager, Therapeut und Sensei. Politik, Wissenschaftsstudent und bald Lebenstrainer. Mit Abstands Frankfurts freshster Vertretungslehrer. Backer, let's get ready to rumble, motherfucker. Du redest ohne Ahnung von irgendwas zu haben, also shut up. Ne, lass mal, weil Geld ist die Würde des Menschen. Nicht mehr unantastbar, du Kackspaß. Machst krass auf Gangster-Rap, aber hast am Mic mehr Aussetzer als das Frankfurter S-Bahn-Netz. Bleib weg, dein Rap, Scheißdreck, kein Stress. Digitales Mixtape Nummer 3, check. Ich push bis ans Limit und flow mal wieder. Ausgereift ist der Scheiß ein Großkaliber. Alle rappen gleich, fick auf den ganzen Mist. Alles Bricks 0815 Standard-Shit. Ich push bis ans Limit und flow mal wieder. Ausgereift ist der Scheiß ein Großkaliber. Alle rappen gleich, fick auf den ganzen Mist. Alles Bricks 0815 Standard-Shit. Nice, Mann, nice, Mann. Wo ist meine Trinkflasche? Gefällt es euch? Kannst du den nächsten Beat anmachen? Na klar. Danke dir. Ihr werdet ja sehen. What the fuck? I'm sorry, I'm sorry. Funktioniert es? Ah! Ist ja ganz schlimm, ist ja ganz schlimm. Technische Probleme hier. Die Zeit muss irgendwie überbrückt werden. Geht es euch gut? Fühlt ihr euch wohl? Nein, da hat jemand den Kopf geschüttelt. Warum? Sehr unangenehm, warum? So schlimm? Ah, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Es wird versucht, dieses Problem zu lösen. Ja, habt ihr alle was zu trinken? Nein. Wer noch nichts zu trinken hat, der sollte das baldmöglichst machen. Weil man trinken ist gut. Könnt ihr mal kurz die muten? Hier einmal das Mischpult muten. Einmal auf Mute. Gut. Ja. A cappella? Soll ich kurz das A cappella machen? Zur Zeitüberbrückung? Okay, ne, kannst du Beatboxen? Ja, ey, kannst du gleichzeitig Beatboxen und das Problem lösen? Ich hoffe es. Auch das kann ich auch probieren. Lass mal checken. Okay, mach mal. Yeah, yeah. Leute, bisschen bewegen. Yeah, 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 yeah. Alles aufgepasst, die O-Phase geht los. Das Gefahren... Kannst du ein bisschen schneller Beatboxen? Jawohl. Alles aufgepasst, die O-Phase geht los. Das Gefahrensignal, Alarmstufe rot. Ich hab den Text vergessen, scheiße. Echt lange her, dass ich den gerappt habe. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Mir fällt gleich was Neues ein. Okay, wollen wir doch mal... Ja, war ein bisschen billig, ich geb's zu. Wollen wir dann nochmal versuchen, ob es läuft? Another try, wir versuchen es nochmal. Wir könnten mal wieder Saft geben hier auf die Mischpult-Geschichten. Oh yeah! Ja, ich glaube, es funktioniert. Oh, yeah. Yeah. Das ist ein politischer Track, ihr werdet sehen, worum es geht. Ey. Yeah.
Wenn man all das Seelen sieht, wird man depressiv. Deshalb schreibe ich alles auf, was mir auf der Seele liegt. Wenn's dich interessiert, recherchier einfach selbst nichts. Du wirst nur zu tun, ist gefährlich. Keine heile Welt, in der wir leben. Die einen schweigen, die anderen stellen sich dem entgegen. Für das Leben, schlimme Katastrophen. Digga, man sieht heute schon Flüchtlinge auf Booten wegen Dürreperioden. Zu viele sind über die Themen nicht besorgt. Der Earth war schuld, der rückt stetig weiter vor. Wir holen zu viele Ressourcen zu schnell aus dem Boden. Leben auf Kosten der nächsten Generationen. Verwandeln die Erde in einen Wüstenplanet. Der materielle Wohlstand hat uns die Psyche verdreht. Warum verhalten wir uns immer noch normal? Die Welt geht grad unter, ist doch scheißegal. In den Nachrichten sieht man Drama für Drama, von der Politik nur Standardgelaber. Irgendwie wirkt das für mich wie ein Kasperle-Theater. Auf uns wartet ein ökologisches Desaster. Die Lasten sind nicht tragbar, mit dem Bewusstsein geht Verantwortung einher. Fuck, wir haben keine Zeit mehr, solange die Politiker ihre Politik von ihrer Wiederwahl abhängig machen, wird sich nichts verändern lassen. Man kennt die Fakten schon seit 30 Jahren und in der Zeit hat man einen Scheiß getan. Bürger verlieren das Gefühl der Stabilisation. Viele fürchten sich aufgrund der Lage der Nation, aber verspüren kein Bedürfnis zur Partizipation. Denken, dass Typen aus Syrien das Abendland bedrohen. What the fuck, was soll man da machen? Da helfen auch keine 20 Talkshow-Debatten. Die Menschen kapseln sich ab und verlieren ihren Glauben. Sie haben die Fakten satt und verschließen ihre Augen vor der Misere, in der sich die Welt befindet. Als ob die Probleme einfach von selbst verschwinden. Ja, das wär schön, schön keine Verantwortung zu übernehmen. Außerdem ist es für Reden zu spät. Den Lösungen stehen unsere Egos im Weg. Wir müssen uns selbst ändern und das fällt uns schwer. Für eine bessere Welt, ich denke, das ist es wert. In den Nachrichten sieht man Drama für Drama, von der Politik nur Standardgelaber. Irgendwie wirkt das für mich wie ein Kasperle-Theater. Auf uns wartet ein ökologisches Desaster. Die Lasten sind nicht tragbar, mit dem Bewusstsein geht Verantwortung einher. Fuck, wir haben keine Zeit mehr. Ich denke, das spricht für sich selbst, da muss man gar nicht noch viel hinzufügen. DJ, der nächste Beat. Jetzt wird es etwas chilliger, trotzdem ernst. Der Song heißt Anthropozän. Yeah. Ich schreibe Texte, um zu sagen, was ich denk. Man muss doch kein Genie sein, um die Wahrheit zu erkennen. Es passiert so viel, eine spannende Zeit. Unendlich viel Glück neben krankhaftem Leid. Wir hinterlassen unseren Kindern eine dreckige Welt. Zeigen immer auf die anderen und vergessen uns selbst. Wir entziehen uns der Verantwortung, weil es so leicht ist. Peinlich, weil für so eine Scheiße keine Zeit ist. Die Gier zerfrisst den Mensch und damit den Planet. Schade, dass fast jeder die Tragik nicht versteht. Unser ganzes Wirtschaftsmodell basiert auf Gier. Ohne Kompromisse muss es Wachstum generieren. Immer mehr. In diesem Konkurrenzkampf geht es nur ums Geld, nicht um Liebe und Respekt, Mann. Wir schaffen Probleme, aber lösen sie nicht selbst. So arbeiten die größten Unternehmen dieser Welt. Wann befreien wir uns von diesem kranken System, dass wir uns als Teil von etwas Ganzem verstehen? Wir Menschen haben keinen anderen Planet und trotz des Wissens leider ein Handlungsproblem. Deswegen ist bis jetzt noch kein Wandel zu sehen. Erst wenn es zu spät ist, fangen wir an zu verstehen. Es ist klar, der Flächenbrand wird extrem. Natur versus Mensch, das Anthropozän. Billig produzieren, um teuer zu verkaufen. Mensch und Umwelt werden ausgebeutet. Man hält die Leute in dem Glauben, dass es lebenswichtig ist, von allem möglichen Scheiß das Neueste zu kaufen. Abgefuckt, was der Kapitalismus anrichtet. Die Meere sind fast leer gefischt und vergiftet. Die Regenwälder abgeholzt und gerodet. Wir holen Kohle und das schwarze Gold aus dem Boden. Grundwasser verseucht, die Luft ist verpestet. Die ganze Umwelt ist verschmutzt und zwar heftig. Wir produzieren Plastik, aber wissen nicht wohin damit. Können 100 Jahre warten, aber es verschwindet nicht. Das Schlimme ist, wir wissen es, aber handeln nicht. Ich glaube, die ganzen Leute checken nicht, wie krank das ist. Diskutieren lieber über irgendeinen Scheiß. Wie es aussieht, sind wir noch nicht bereit für den Ausstieg aus diesem kranken System, dass wir uns als Teil von etwas Ganzem verstehen.
Wir Menschen haben keinen anderen Planet und trotz des Wissens leider ein Handlungsproblem. Deswegen ist bis jetzt noch kein Wandel zu sehen. Erst wenn es zu spät ist, fangen wir an zu verstehen. Es ist klar, der Flächenbrand wird extrem. Natur versus Mensch, das Anthropozän. Das sind die Fakten, es gibt nichts zu beschönigen. Scheint so, dass wir Menschen einfach zu verblödet sind. Mehr Effizienz und grüne Energie, CO2-Reduktion, doch genügen wird das nie, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir sind mittendrin, sobald gewisse Kipppunkte überschritten sind, hat das fatale globale Konsequenzen. Dann ist es zu spät, die Dynamik noch zu bremsen. Wir verpesten die Sphäre, wenn wir heftigste Schäden durch Wetterextreme jetzt schon erleben. Da wird's in elenden Gegenden in den nächsten Jahrzehnten für viele schwierig zu überleben auf dem Planeten. Krasse Hungernöte und Umweltkatastrophen, Klimaflüchtlinge, hunderte Millionen. Ich frag mich, wie die Menschheit damit fertig werden wird. Wir sind Parasiten und die Erde unser Wirt. Dankeschön, Leute. Dankeschön, Leute. Ich habe noch einen deepen Track dabei. Danach wird wieder rasiert. Jawohl, geht direkt los. Ist ein bisschen selbstreflektierend. Als junger Mensch sich in dieser Welt irgendwie zurechtzufinden und seinen Weg zu gehen. Der Song heißt Saiyajin. Wer Dragon Ball Z geschaut hat, weiß, was das ist. Ein Anime. Es gibt so viel, was man, wenn man jung ist, nicht kapiert, dass man so unglaublich leicht seine Zukunft ruiniert. Man ist dazu verflucht, dumme Berufe zu probieren, da wir selber in der Schule den Bezug zu uns verlieren. Unser natürlicher Entwicklungsdrang abgestumpft. Statt mit einem Plan laufen wir alle mit einer Maske rum. Wir leben in einer technischen Welt, die Komplexe sind echt und das Lächeln gestellt. Immer mehr Fake, es wird eine Show präsentiert, alles künstlich gepimpt und auf Hochglanz poliert. Social Media macht uns zu Plastikmenschen, wir lassen uns unterbewusst von der Masse lenken. Wir sind fremdbestimmt in all dem, was wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, was wir mögen, und wir zeigen, dass unser Leben wie im Traum perfekt ist. Aber hinter der Fassade ist es grau und hässlich. Das Leben hält einem die meiste Zeit mit langweiliger Scheiße hin. Ich will Sachen machen, die mich weiterbringen, damit ich on fire bin, wie ein Saiyajin. Weil Probleme zu meistern sind, ein Leben lang. Ich trainiere meinen Körper, meinen Geist und meinen Instinkt, um stärker und stärker zu werden wie ein Saiyajin. Yeah. 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 Die Fassade ist hässlich und anthrazitgrau. Ich dachte auch, die Aussicht sieht ganz schön mies aus. Brecht die Wand zwischen Realität und Fantasie auf und es öffnet sich ein neuer Handlungsspielraum. Gedankenblockaden und die Angst zu versagen halten uns davon ab, diese Wand einzuschlagen und einen neuen Abschnitt in unserem Leben zu beginnen. Ich hab keinen Bock, meine Zeit in einem Käfig zu verbringen, wie ein Monster. Ich hab kassiert, es wird gekontert. Es kann sein, dass du im Leben nur diese eine Chance hast, also mach was draus. Hört sich kitschig an, ich weiß, aber ich versuch genau das mit den Geschichten, die ich schreib. Kapitel Nummer 2, mein Energielevel steigt. Bin durch die Krisen gereift und übertriebens gehypt. Auf jeden Step, der nach vor mir liegt. Auf diesem großen Planet, der durch den Orbit fliegt. DJ freestylt ein bisschen auf dem Klavier, geil. Dankeschön, Dankeschön. Aber wir wollen hier ja nicht in Melancholie und Weltschmerz verfallen, sondern es ist eine Hip-Hop-Veranstaltung, wo man fucking ausrasten soll. Der nächste Track ist ausrastermäßig. Ich rap ein bisschen schnell, gucken, ob ich da mitkomme. Ich hoffe, das ist so ein Beat, wo man sich so ein bisschen zu bewegen kann, so ein bisschen jumpen, so ein bisschen springen, so ein bisschen bewegen. Ja. Habt ihr Bock?
Geil. Yeah. Platz ins Geschäft, Digga, Maximum. Ich hab den Einstieg verkackt, sorry Leute. Yeah. Ich platz ins Geschäft, Digga, Maximum Flash, jeder Spaß macht der Strap, alter krass, sind nicht schlecht, lieber Boom Bap Oldschool. Die Beats sind Classic mit einer miesen Technik, Digga, viel zu heftig, weiße Treter am Start, frische Reebok Classic. Ich mach so lang weiter, bis mein Ziel perfekt ist. Übermach den Meister, bin lyrisch deshalb weiter. Meine ersten Versuche sind übelst krass gescheitert, hab Strophen geschrieben, an den Zeilen wurde gefeilt. Das Niveau ist gestiegen, ich verfeinerte mein Style. Mein Flow ist gediegen, er kam einfach mit der Zeit bei oder Pro nicht verlieren. Ich steigere mich und beiß mich fest mit meinem Rap, das ist erst der Anfang. Mvpeace Startschuss, ich sitz schon zu lang, kann zur Zeit der Krieg. Vergiss das mal nicht, ich zerteile den Beat wie ein Prisma das Licht. Digga, G.O.D. ist im Haus. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf, jetzt geht's wieder bergauf. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. Stabil ist der Sound, weg mit dem Standard-Shit. Alles schön und gut, aber jetzt kommt was anderes. Digga, was geht ab? G.O.D. ist im Haus. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. Wieder bergauf, stabil ist der Sound. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. G.O.D. ist im Haus. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. Yeah. Zweiter Part kommt gleich. Yeah. Ich bin 22 und kann besser rappen als 90% mit ihren schlechten Texten. Alle labern Scheiß, deswegen rein ins Klo. So, gleiche Themen, gleicher Flow. Ausgelutscht, der Mann ist auch mal Schluss. Dranbleiben, dann klappt's, ich hab's genau gewusst. Rap über Classic Beats, Session mit Audacity. Step als Mike und zeige, wer der Chef ist. Unter Petze mies, wisst ihr, was ich meine? Ich bitte und zerreiße. Autotune-Rapper geht bitte mal beiseite. Bleibt schön und gut, aber ihr hättet einen schlechten Trend. 7-9-6-0, Freiburg bis FFM. Und die Leute checken, dass der Dude die Talent hat. Irgendwie gibt es hier zu viele Gangster. Scheiß gediegen drauf, lese ein Buch an meinem Fenster. Grüße gehen raus an unseren Bruder in Hemsbach. Digga, was geht ab? G.O.D. ist im Haus. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. Stabil ist der Sound. Weg mit dem Standard-Shit, alles schön und gut. Aber jetzt kommt was anderes. Digga, was geht ab? G.O.D. ist im Haus. Rap hat gesagt, jetzt geht's wieder bergauf. Stabil ist der Sound. Weg mit dem Standard-Shit. Alles schön und gut, aber jetzt kommt was anderes. Alter, ist ja scheiße anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr das fühlen? Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben, ein bisschen entertainen. Ein Track kommt noch, der ist ein bisschen mehr Trap-artiger angehaucht, wo man sich ein bisschen mehr auch zu bewegen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Southside Piano von meinem guten Producer Chris T gemacht. Yeah. Yeah. Das ist eine typische Rap-Story. Typische Rap-Story, also sei gespannt. Ich hab den Traum, mich auszudrücken, denn meist war ich gefangen in Gedanken. Ich dachte, ich hätte alles verstanden, doch das Einzige, das ich tat, war weiterhin zu tanzen mit dem Teufel. Aber heute läuft alles anders. Ich bin vor dem Spiegel am Texte rappen und fange an zu wippen zu dem Beat mit den Knien. Ich bin mies in diesem Shit war tief, wie du siehst, die Musik ist mein Ventil. G.O.D. Wer will mit dem Meister spielen? Es gibt die volle Preisseite, weil ich trotz der Depris weiter dribbel und am Ball bleibe. 0815 überall, es triggert meine Schaltkreise. Ihr könnt grad beiseite gehen, ich find euch alle gleich scheiße. Freshness wird ständig mit Wack-Shit verwechselt. Rap-Skills und Technik sind längst nicht vollendet. Die Texte sind direkt aus meinem Denken entwendet. Meine Hände verbrennen beim Schreiben der Lieder. Freshness wird ständig mit Wack-Shit verwechselt. Rap-Skills und Technik sind längst nicht vollendet. Die Texte sind direkt aus meinem Denken entwendet. Meine Hände verbrennen beim Schreiben der Lieder. Du keck bist letztlich echt nicht berechtigt. Dein Rap klingt verdächtig nach heftigem Dreck. Der Chef schickt den Rest jetzt weg Richtung Exit. Währenddessen kämpf ich in meiner eigenen Liga. Mittlerweile der Freshste hier, ja, weil ich gekonnt schieß. Inspirierte Attitüde, Naruto und One Piece. Immer kämpfen bis ans Ende, nehm die Hände weg vom Weed. Denk ich mir doch scheiter grad
hart, aber in mir brennt die Energie. Independent Mvpeace, damit ich später nicht auf Mini-Rente-Welle schieb. Ich bin lebendig, Teller wie aus Prinzip werde ich keine ausgedachten Parts basteln. Aufgepasst, wenn 1000 Sachen 1000 Sachen nachmachen. Beim Schreiben zerteile ich Zeilen, kleine Bausteine und feile bis keine Reime verbleiben sehr leise, fühl das Leid am eigenen Leibe. Begreife, die Zeiten sind scheiße, die meisten streiten derweil über unnötigen Scheiß. Revolution möglich, wer weiß, wer blöd ist, der schweigt. Freshness wird ständig mit Wack-Shit verwechselt. Rap-Skills und Technik sind längst nicht vollendet. Die Texte sind direkt aus meinem Denken entwendet. Meine Hände verbrennen beim Schreiben der Lieder. Freshness wird ständig mit Wack-Shit verwechselt. Rap-Skills und Technik sind längst nicht vollendet. Die Texte sind direkt aus meinem Denken entwendet. Meine Hände verbrennen beim Schreiben der Lieder. Du Keck bist letztlich echt nicht berechtigt. Dein Rap klingt verdächtig nach heftigem Dreck. Der Chef schickt den Rest jetzt weg Richtung Exit. Währenddessen kämpf ich in meiner eigenen Liga. Geil. Scheiße anstrengend. Das war jetzt der letzte Track. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einheizen. Macht nochmal richtig Welle. Habt ihr Bock auf die weiteren Artists? Jawohl. FFG, 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 FFG. Danke Max, danke FFG, danke für das geile Event. Ey, Gordi hat gestern krank im Bett gelegen und der Junge hat heute so abgerissen, dass das nochmal einen richtig fetten Applaus wert. Macht mal Lärm! Ja, geil. Vielen Dank, Melting Pot. Falls ihr ihn mal irgendwie online finden wollt, also seine Musik, dann findet ihr ihn auf YouTube. Einfach Gordian Mvpeace eingeben, dann solltet ihr alles finden, was es gibt. Und es lohnt sich. Jo, ich habe es vorhin vergessen zu erwähnen übrigens. Wir sind zwar aus der FFG und organisieren dieses Event, aber noch sind wir nicht dran. Das ist Maxi Manuel, ich bin Frido. Aber ich möchte jetzt erstmal ankündigen, unseren nächsten Act. Wer letztes Melting Pot schon dabei war, der hat sie gesehen und weiß, dass sie krass abliefert. Sie skatet, sie rappt auf 3 Sprachen und wird heute unterstützt von Jasmin und Juzua. Juzzi! Macht mal Lärm! Viel Spaß! Shit! Ey! Ich komm nicht klar! Das Mikro noch nicht. Hallo? Okay. Was geht? Oh mein Gott! Ey, ich komm nicht klar. Ich komm absolut nicht klar. Ey, was für eine wunderschöne Crowd, what the fuck? Oh mein Gott. Ey, ich bin des Todes nervös, aber ich freue mich auch, weil hier so wundervolle Menschen sind. Danke, danke, danke. Okay, so. Okay, ja, dann fangen wir mit sehr klar. Okay. Wenn ich rede, unterbrich mich nicht. Sag mir nicht, was wichtig ist. Deinen Augen, Baby, sei ich argless. Kennst du das, wenn dein Bett ein Sarg ist? Nach einer Weile wurden Gespräche red und dann antizipiere Antworten, nämlich ruhig arrogant. Deine Moral, Babe, perfekt wie meine Pflanzen. Sag, wie kannst du noch ruhig tanzen? Ganz ohne Anlass, als ich noch dabei saß, mein Blick nebulös, kein Bock auf die Adieu. Halt mich fest wie linke Ideale, Erinnerung und Staub auf Regal. Ja, sie haften an mir, wie Croissant-Krümel auf Kaschmir.
Doch ab jetzt lehn ich dich ab, wie Plastiktüten nahe bin. Weder pisst noch wirklich wütend. Hab dein Geheimnis dechiffriert und unser Chat archiviert. Mich aus diesem Mess manövriert. Alles zerbricht an dem Verschleiß. Oh ja, sag mir Dinge, die ich nicht weiß. Sehen Gesichter fast leer wie Pfannenflaschen. Verstecken ihr Inneres wie ich laut. Für dich sind Menschen nur Zwischenstationen, weil du zwischen Stationen weiter suchst nach den besten Optionen. Pack deine Geheimnisse ein und geh. Hoffe, dass wir uns nicht in der U-Bahn sehen. Nein, ich vergebe nicht, glaub nicht, ich ergebe mich. Irgendwo versteh ich dich, aber irgendwo auch nicht. Danke. Fuck. Okay. Ey, für den nächsten, der nächste Track hat so einen Mitmach-Part. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen. Okay, also die Hook geht: Get me some tea, get me some tea, get me some tea. Okay, okay, jetzt alle, wir zusammen, okay? Also, get me some tea, get me some tea, get me some tea. Okay, fuck ja, richtig nice. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz was zu dem Track. Da habe ich auch ein bisschen was geredet. Also, in der Track, den habe ich irgendwann mal für mich selbst, aber auch für alle anderen Menschen geschrieben, die sich in so einem Moment wiederfinden, an dem man einfach nur in seinem Bett sitzen will mit einer Tasse Tee, weil nicht nur die Welt kalt ist, sondern auch es auch so kalt ist. Und deswegen, ja, ist das mein Track für euch. From Juzzi with Love, Tea. Tennessee. Get me some tea, get me some tea, get me some tea. Flowers on sale, stories like tales, no details needed, process impeded. You're lacking the glimmer of soul, look into your eyes, tastes like this cold. Say I lost faith, but I found it. Many problems searching for a way around it. Imagine being scared of what you want the most. Or fighting every day without getting close. Say my dreams are too big ever since I'm little. Say your mind's so small, can't even fit a skill. People act like they knew you, but this right now is the new you. So fuck what they say, do what you want, till it serves you like a restaurant. Get me some tea, get me some tea, get me some tea. On the hammer. روحت كردا برد وندا دردا دلتي كردا كرد وندا كسا حاطنا نصرت حاطنا نصرت مشكم وقت تروبي نام ناسن درين شي هستا وردي هستا وردي درين شي من يسيما ديما إيرا بنو بانغ دري فيما صم درا دري سيما مشكم رش وق رشو داكن قوتي كتسمتسو Ruhigste, neziktir gomırdır. Çavara danışa, babak simale, istepime wa yıklarsan. Koten danışa, derine ditke, sayın bakan
seht den Mousonturm nicht, ich habe das aus dem Backstage geklaut. Hier. Ich bin voll schlecht im Werfen. Okay, ey, ganz kurz, das geht einfach alles gerade viel zu schnell. Kann ich ein Foto von euch allen machen? Ihr seid wunderschön. Okay. Alle unscharf, egal. Ey, okay. Ey, für meinen dritten Song rufe ich die wundervolle Jazzmin auf die Bühne. Lauter! Hey, geht besser? Okay, also, ihr seid wunderschön und das zeigt mir einfach, dass Musik vereint und dass das einfach der einzige Grund ist, warum man Hip-Hop macht. Weil es einfach One Love ist. One Love and One Unity and One Music. Get it! Okay. Applaus an euch! Eine Person haben wir vergessen, und zwar der talentierteste Backup auf dieser Erde. T2A, make some noise! Okay, der Track ist auch auf Soundcloud. Ihr wisst Bescheid, okay? Ich würde ja auch sagen, ihr seid wunderschön, aber das Licht blendet ein bisschen hier oben. Ja, ich war. Bist du ready, Juzzi? Ja. Space. My mind takes me to the clouds. You'll be needing haste. Well, I might be cool, but I didn't come to chill. Entering this game only cause I win. I should be getting rough. You just have to deal. But life is a menu, no happy meal. All I ever wanted was getting on top. Didn't know where, know that I'm there. Don't really care what's leading nowhere. They feel like I'm at the bottom. Can't tell who's depressed, can't spot it. Life gets ugly, no chance to contour. Rub it all of your face, the face of you stay insecure. And I had these times of despair, thinking I was broken beyond repair. But that was when I started seeing people as they were. So stop running after them, I stopped chasing. Look at me now, don't I look amazing? From the bottom to the top, I'd never give up. Don't have no wings, but I still fly. They don't know me, but I still grind. From the bottom to the top, I'll never give up. Don't have no vents, but I still skate. They don't know me, but I still hate. I'm in peace with me and myself. Don't come to me, I don't need no fucking help. No, I don't need no, I don't need no, I don't need no help. Might be running wild with those words. No friends, but the mountains call us curds. My mom prayed the wrong people leave my life. Suddenly many friends are out of sight. Watching TV, people who look like me are bad guys. Well, let me tell you something about the other side. Hate crimes like my new habit. I noticed getting to my mind. Try to stay focused. Every time you say I ain't no racist, but I wish your mom would whoop your butt. Seriously, your hypocrisy about democracy is constantly shocking me. And Greek people like, wow, Juzzi, that's aggressive. Well, fuck off and grow up, just too tired of being passive. And I feature gratitude, like it's finger food. Only finger food. From the bottom to the top, I'd never give up. Don't have no wings, but I still fly. They don't know me, but I still grind. I'm in peace with me and myself. Don't
هدم بلاش لما ننسى نبري خلاص خلاص اي one love make some noise for Jazzmin one love okay ey jetzt kommt mein letzter Track leider. Oh, ey, ihr seid so eine krasse Crowd. Ich sehe euch zwar nicht so richtig, aber ihr geht ab. Ich spüre das, ich spüre das. Okay, gut. Der letzte Track, der heißt Machine und das ist, so fühle ich mich aktuell, weil ich ziemlich viel um die Ohren habe. Aber ja, deswegen, warum nicht einen Track draus machen? I'm a machine and I hate it. Smile, you see, I faked it. My day's the same, go through a routine. Wishing back the times as a teen. Haven't loved in days that love if it pays too slow. Gotta pick up the pace, so the days pass like jaws. Days packed like mediocre PowerPoints. There's stuff I can find out talking about my keys, but much rather my inner peace. Can you see? It's always kind of afraid, not sure if the day comes when I settle. Adult shut the team, feels like I'm in between. Switch my blood for caffeine, yeah, for caffeine. So I barely sleep, plus my eyes just as sneeze. Wanna take time and freeze, could I do this please? Thanks for coming to my TED Talk. Can't give a fuck, sorry, nothing in stock. Everyone got the shit together, except me. Got told I'm weird since ever, except me. If you've seen what I've seen, you would know what I mean. If you've been where I've been, take a look behind the scene. Running and running and running, wanted to be great, wanted to be stunning, make 'em proud, rise to the clouds, fly in silence, never out loud. No space for weakness, my thoughts became a secret. Will anyone ever believe this? Tell me what if I'm not good enough? Good enough. Man, these thoughts got me handcuffed, unable to make a move. Always felt like I had to prove everyone that I could become so big. Society's a disease, so sick. Tell me what's the deal, tell me what's the deal. How to keep it real, how to keep it real. You don't get what you deserve, you get what you negotiate. All the shit you do to compensate the stuff you're underrated. My eyes lost glitter, looking sweet. Ha, believe me, I'm bitter like shoes, I lost my soul. The world is a grip tech, and it takes its toll. All I'm trying to do is go through the week. Act so tough so no one knows that I'm weak. If you've seen what I've seen, you would know what I mean. If you've been where I've been, take a look behind the scene. If you've seen what I've seen, you would know what I mean. If you've been where I've been, take a look behind the scene. If you've seen what I've seen, you would know what I mean. If you've been where I've been, take a look behind the scene. Ey, ich kann nicht beschreiben, wie viel mir das bedeutet. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Ey, als nächstes kommt JJ. Danke, dass ihr alle da seid. Love for all. Danke. Jo, Leute, hat's euch gefallen? Dann macht noch mal Lärm! Das gerade bei Juzzi mit Jazzmin und Juzua. Sie hat ihren ersten Song Space, den ihr heute Abend gehört habt, schon recorded aufgenommen und auf Soundcloud released. Produziert von Lauren Stürmer. Und an der Stelle möchte ich mal ein großes Dankeschön ans Mediateam aussprechen, was diesen Abend hier mitunter möglich macht. Dankeschön an Lauren. Der nimmt heute den Ton ab.
Dankeschön an Richie, der filmt heute mit. Danke an Tim, der den Livestream hier checkt. Danke an Matze am Licht und danke an Ingo, der den Ton hier macht. Mach mal Lärm. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter, ne? Die nächste Künstlerin, also natürlich haben wir Bock auf alle Künstler und Künstlerinnen, die hier auftreten. Die nächste Künstlerin ist JJ, Janina Jackson. Die findet ihr überall, wo ihr sie sucht. Überall auf Spotify, auf Soundcloud, auf Instagram. Und sie ist Teil von Hip-Hop Movement 069. Ein sehr, sehr geiles Kollektiv hier in Frankfurt, die mega viel für die Szene machen, für die Hip-Hop-Kultur. Dafür kann man auch noch mal kurz Lärm machen für Hip-Hop Movement 069. So, und ich möchte jetzt erstmal alle, die da vorne stehen, neben der Bühne, bitten, vor die Bühne zu kommen. Und, weil JJ das vielleicht brauchen wird oder auch nicht, macht mal Platz auf der Pyramide. Sie wird es brauchen. Ja, sie wird es brauchen. Geht mal da runter, kommt mal dahin. Ja. Lasst uns mal voll ausrasten da unten. Das ist schön. So sieht's aus. Ich höre schon, da hinten haben wir schon einen JJ-Fanchor. Wer sie noch nicht gesehen hat, sie war beim letzten Melting Pot schon mit Hip-Hop Movement 069 dabei. Sie hat krass abgerissen. Sie ist für ihre krasse Live-Performance bekannt. Ja, und überzeugt euch selbst. Los, überzeugt let's euch doch go! einfach selbst. Mike, check 1, 2. Yeah, hey, hey, hey. Limit, sky's the limit. Limit, sky's the limit. Sky's the limit. Sky's the limit. Every day, every minute, sky's the limit. Sky's the limit. Sky's the limit. Every day, every minute, sky's the limit. Sky's the limit. Sky's the limit. Every day. I will wake up and groove, better waste no time. I got this in my hands, you better write these lines. I gotta be like it's supposed to be. Lift my head up high, you see what I can be. I'ma go for the throne, go for my own. Step in my zone, lights will go on. Better get ready, I apply for that. I don't make no jokes, I ain't got time for that. No, sky's the limit, sky's the limit. Every day, every minute, sky's the limit. Sky's the limit, sky's the limit. Every day, every minute, sky's the limit. Sky's the limit, sky's the limit. Every day. Yeah, they laughed at me when I was talking about rap. The vision even got clarity in effect. When we stepped on stage, the crowd always clapped. We just felt so free, we couldn't deal with that. I'ma go for the throne, go for my own. Step in my zone, lights will go on. Me and my team, we making history. Now describe these books, cause it's about to be. For the homies in the streets and the sisters I can reach. Can you hear my voice? I'm about to spit. What you mean? I got a new attitude. You can make it anywhere. I got a attitude. If you dare and you care, I got a new attitude. I got a new attitude. Yeah. Oh, now this is all I want. I can make it to the top and it's about to come. What? Sky's the limit. Sky's the limit. Every day, every minute. Sky's the limit. Sky's the limit. Sky's the limit. Every day, every minute. Sky's the what? Sky's the limit. Sky's the limit. Every day, every minute. Hey, hey, hey. Sky's the limit. Limit. Sky's the limit. Limit. Sky's the limit. Limit. Sky's the limit. Hey, 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 hey. Sky's the limit. Limit. Sky's the. Yo! Richtig nice Crowd hier. Mega geil, dass ihr alle hier seid. Erstmal einen Riesenapplaus an euch selbst. Woo! Geile Vibes.
Let's go, okay. Yeah. I wish I. Have you ever had a wish? I wish I could. 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 I wish I traveling around, always feeling like it's weekend. I don't need your warning, this is life, I'ma feed it. I wish I could. I wish I could. Yeah. Morning fever, morning light. I wanna experience, I need some sunlight. Blue water and some cocoa trees. I wanna see what this land has in store for me. Can I get out from my comfort zone? Is it money, is it me, or where do I belong? Cold weather, yeah, rainy drops. Feeling moody in my little box. I wish I could. I wish I could. I could. I wish I could. I wish I could. I wish I could. I could. I wish I could. I wish I traveling around, always feeling like it's weekend. I don't need your warning, this is life, I'ma feed it. I wish I could. I wish I could. I could. I wish I could. I wish I. TV screen, a movie scene. I see people everywhere, I don't need a beam. 100Ks, them normal days. I see stories everywhere and it's not a phase. I'ma switch it off, cause I got plans involved. I'ma write my own story, yeah, just fuck it off. Just pack my bags with my boots and cash. The journey can begin, let's just roll the gas. I got a ticket, I got a ticket. No, you got a ticket. You got a ticket. Oh, I got a ticket. I got a ticket. No, you got a ticket. You got a ticket. Oh, I wish I could. I wish I could. I could. I wish I could. I wish I could. I wish I could. I could. I wish I could. I wish I traveling around, always feeling like it's weekend. I don't need your warning, this is life, I'ma feed it. I wish I could. I wish I could. I could. I wish I could. I wish I could. I wish I could. Yeah. I wish I could. I wish I could. Hey. I wish I could. I wish I could. Yeah. I wish I could. Dankeschön! All right. Wie ist die Stimmung da unten? All right. Lass mal ein bisschen Gas geben. Nächster Track. Fight Night. Let's go. Yeah, hey, woo, hey, what? Yeah, come on. Let's get it. Hey, do you really wanna fight? Huh? Do you really wanna fight night? Hey, do you really wanna fight? Oh, do you really wanna fight night? No way, no way, no way, nah, no way, no way, no way, nah, no way, no way, no way, no. Now don't you play with me, now don't you play with me. No way, no way, no way, nah, no way, no way, no way, nah, no way, no way, no way, no. Now don't you play with me, now don't you play with me. Young and ambitious, I like that. If you got a stupid problem, man, I fight back. I'ma put my gloves on. Do you like that? Now do you like that? Do you like that? No way, no way, no way, nah, no way, no way, no way, nah, no way, no way, no way, no. Now don't you play with me? Now don't you play with me? No way, no way, no way, no, no way, no way, no way, no, no way, no way, no way, no. Now don't you play with me? Now don't you play with me? Haters be sticking everywhere, no doubt. They just talking about me, what I'm all about. But that topic is quite nice, I just say I'm out. Yeah, I'ma say I'm out. Peace, I'ma say I'm out. I'll break that shit
shit. I wrote my lyrics in a bit. Put that focus on myself to see if that's a hit. I click it in a minute, in a bit. And I grind like a ticket by myself doing this. That's right. What the fuck, man? You know I'ma let it out. I don't need your shit, it's this one, I'll just shut your mouth. Life is a task, but you got no class. My little sister in the hood has got more gas. She ain't a baller, but she is top. No high heels to put your ass in the corner. A left and a right with a hook. Pretty fresh, she got her hands like a dance. I say, now what a night. What a night, no way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. No, now don't you play with me. Now don't you play with me. No way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. No, now don't you play with me. Now don't you play with me. Man, do you really wanna fight? Man, do you really wanna fight tonight? Man, do you really wanna fight? Man, do you really wanna fight tonight? No way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. No, now don't you play with me. Now don't you play with me. No way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. Nah, nah, no way, no way, no way. No, now don't you play with me. Now don't you play with me. What? Now don't you play with me. Now don't you? Ey. Alright, ihr seid ja jetzt hier richtig turned up. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Kann man den Beat ein bisschen höher drehen? Ein bisschen lauter. Wenn es geht, ein bisschen lauter. Yeah, come on. Yeah. Hey, I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm feeling like a queen, got my own little swirl. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm feeling like a queen, got my own little swirl. Book me on that tour with no hesitation. Everything will be alright, got motivation. My time is now, you see me on the station. I got ways to go, that's just the first occasion. I got people calling, wanna book me. Straight out in the van, they wanna see me. Darling on the night, looking TV. See me on the flight, eating ice cream. I be running to the studio. I got bars to take, for LA Coolio. Fly shit, yeah, that's that real shit. Don't bleed on a sick kid. This year will be a nice year. I take it every day so I can drive clear. Holla at your girl if you around here. I'ma floss it up. They say I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm feeling like a queen, got my own little swirl. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. Just book me a flight and I will shine for the world. Can I be one not unstoppable? I can really work this out. I got the fire flow, and I got the skills for bigger record deals. But I won't sign it bookie, yeah, I just need my bills. I'ma call my homies, my little macaroni, and we go outside. Now just enjoy the ride. Good light on a sunny night. Big dreams as I'm drinking Sprite. Flashlight, moonlight, seeing numbers. Yeah, that's right. I had a dream. I will succeed. What I love the most is what does music mean. Love beat, heartbeat, mind, soul, just the whole flow. Love life is my main goal. Be me without a fake role. Rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm feeling like a queen, got my own little swirl. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. I'm living rich in my own little world. Just book me a flight and
Yeah, I'ma shine for the world. Yeah, shine for the world. Just book me a flight and I'ma shine for the world. Hey. Energy Bear. Woo! Okay, Moment. Wait a minute. Okay, wir probieren mal was. Wenn ich sag Money, sagt ihr Cash. Money, Money. Wenn ich sag Money, sagt ihr bloß Money. Wenn ich sag Money, sagt ihr Goes. Money. Ey, okay, ich glaube, ihr seid ready für den nächsten Track. Yo. Hey. Okay. Whoa. All right. Give me that money. Give me that. I need that money. I need that. Hey. What? Give me that money, money. Money cash. Money stacks. Money blows. That money goes. Money cash. Money stacks. Money blows. Yeah, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Give me $1 million paper for my ride, for my home. I need a super cash trader. I got everything you need. I'm like a cash cow tree. I don't need to count my money, cause the system enemy. Child, what you want? Is it for me? Nah. I'd rather go hard on the beats, yeah. Like a tiger in the jungle on the streets, wow. I'ma shout, I'ma scream, shoot, shoot, rah. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, yeah, that money goes. Yeah, money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, yeah, that money goes. How many dollars do you want now? Huh? I got the tank full of chain stains. Woo! In the block, in the hood, they call me what? Cause I got everything they want on me. Go, liquor, go, sneaker. I'm attached to the sets, I need that money, honey. Go, blender, go, splendor, yada, yada, yada. I'm in the ocean tender. I got everything I want. I just prepare my cater. And I'm feeling like a star. I sure know what I'm made of. I don't need no cheapy spot, cause I just play it hard. And I go to the bar. I got the massacre. Yeah, funny how it is in this world now. I just play it as I feel. I don't need your ride. Come on, get your paper, not just chase it later. Feel it now, feel the heat, radiator. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, yeah, that money goes. Money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Money cash, money stacks, money blows, that money goes. Woo, 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 that money goes. Woo, 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 money blows. JJ in the building, that's right. Hey, okay. Hennessy, come on, Hennessy. Hey. Hennessy. Wer mag Hennessy? Energy, yeah. Okay. Lass mal Feuer gehen. Gib mir Energy, gib mir Hennessy, ja. Gib mir Energy für meine Fantasie, ja. Gib mir Energy, ich brauch die Euphorie, ja. Gib mir Hennessy, es gibt mir Energie. Gib mir Energy, gib
Hennessy, ja. Gib mir Energy für meine Fantasie, ja. Gib mir Energy, ich brauch die Euphorie, ja. Gib mir Hennessy, es gibt mir Energie. Lass mal tanzen gehen und einfach locker werden, ja. Hörst du diesen Beat, du kannst dich nicht beschweren. Shake, shake to the beat, pack it up, show me what you got. Shake to the heat, swag it up, look at what you got. Pop that, shake that, dance on the floor. You know you got the moves, so tell me what you waiting for. Pop that, shake that, dance on the floor. You know you got the moves, so tell me what you waiting for. Gib mir Energy, gib mir Hennessy, ja. Gib mir Energy für meine Fantasie, ja. Gib mir Energy, ich brauch die Euphorie, ja. Gib mir Hennessy, es gibt mir Energie. Gib mir Energy, gib mir Hennessy, ja. Gib mir Energy für meine Fantasie, ja. Gib mir Energy, ich brauch die Euphorie, ja. Gib mir Hennessy, es gibt mir Energie. Warum sind wir alle nur so unentspannt? Viele Leute hier, aber kein Vibe-Tier. Wo ist der motherfucking Groove? Let's dance, get cool. I wanna shake my booty, baby, bounce with you. Pop it, pop it, pop it, pop it, pop it like fire. Lock it, lock it, lock it, lock it, unlock desires. Damn, I wanna get crazy on the dance floor, jam. Have you ever been to random circles? Yeah, the roof is on fire. And I'm spitting unretired. True, yeah, you know I'm getting higher. They wanna book me now so I can move this and buy it. Pop that, shake that, dance on the floor. You know you got the moves, so tell me what you waiting for. Pop that, shake that, dance on the floor. You know you got the moves, so tell me what you waiting for. Gib mir Energy, gib mir Hennessy, ja. Gib mir Energy für meine Fantasie, ja. Gib mir Energy, ich brauch die Euphorie, ja. Gib mir Hennessy, es gibt mir Energie. Gib mir Energy, gib mir Hennessy, ja. Gib mir Energy für meine Fantasie, ja. Gib mir Energy, ich brauch die Euphorie, ja. Gib mir Hennessy, es gibt mir Energie. Gib mir Hennessy, Hennessy, Hennessy. Es gibt mir Energie, Energie, Energie. Gib mir Hennessy, Hennessy, Hennessy. Es gibt mir Energie, es gibt mir Energie. Woo! Yeah, hey, 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 hey. Leute, ihr seid hier am Feiern und irgendwie kommt hier gar keine Stimmung auf. Geht mal lieber in die Bar und trinkt mal einen guten Hennessy. Ey, aber Stimmung war on fire! Woo! Geile Crowd, geile Crowd! Alright! Ich glaube, das war mein letztes Lied. Wollt ihr noch mehr? Alright. Ich glaube, ich brauche noch Support. Ich glaube, ich brauche noch Support von Acid, Biggen und Franz. Okay. Du bist krank. Oh. Was macht ihr? Niemals einen Stieg verpassen, den Takt immer halten und auf Backup verlassen können. A und O für Life ist eine Ausstrahlung, für Souveränität. Achte auch auf Atmung, Acid mit dem Flow, Switch, Köpfe am Nicken, die Hände sind oben. Acid mit dem Dope, Shit, oh shit, Köpfe am Nicken, die Hände sind oben. Matere Malaka, komm mir nicht mit deinem Sexismus, ich bin Antisystem, mit eigenem Mechanismus. Funktioniere einwandfrei seit Jahren, alle die noch haten können blasen, ja. Alle die nicht feiern haben keinen Geschmack, das sagt viel über dich aus, hier in meiner Stadt. Acid 069, der korrekt, wenn du es weiter sagst, weil mehr Publikum garantiert, dass ich weitermache. Ich will doch nur ein bisschen Flow und Liebe auf dem Beat, meine Kanalisation und meine Liebe zu bedienen. Es gibt Part und Part mit allen Extras. Komme nicht mit deinem lahmen Kram, ich kenn das. Ich bin auf Hip-Hop getrimmt, meine Fernuntertaktik, ich lass Bilder entstehen und langsam verschwimmen. Egal was der Rest sagt. Perspektive pechschwarz, Augen getrübt von dem Hass, er muss raus und ich grübel am Pass und ich spucke sie aus. Hip-Hop im Herzen, getränkt von mein Hass. Ja, die Welt hat nie Werte gehabt. Übervention mit dem freshsten Shit. Kombinieren Technik und Message im Mix. Ich rappe ohne Pause, denn die Zeit wird zu knapp. So viel Dinge in meinem Kopf, auf keiner Zeile mehr als Platz da. Bunga,
Klopf mir auf die Brust, der Schimpanse ist zurück. Kleiner MC, bitte geh mal und such woanders nach deinem Glück. 90 Kilo auf der Waage wie eine halbe Yamaha. Laufe durch die Straße mit dem Partner vom Partner. Hänge zu viel rum, aller Hakuna Matata. Bleibe immer stur, weil ich den Blutbahn Nirvana hab. Crazy, wie die Rundfunkgebühr. Wenn du gehst, schieb den Schlüssel einfach unter die Tür. Dicker, ich bleib noch hier und ich schreibe, bis der Kopf raucht. Linke, rechte, gerade, Knockout, bam. Ich hab nicht viel gelernt, nee. Doch ich lernte zu denken, ich lernte zu lieben, zu hassen und schenken. Ende, Sense. SwitchMode, JJ ist der Mic mit nem Fickflow. Ich erobere die Lines mit nem Hitblow. Geht go, hallo gucken, was ein Hype macht, die Lights an. Ja, ich bin nun in jeder Story. Egal was du sagst, meine Klicks steigern Story. Kaufe keine Fakes, denn mein Content ist nicht boring. Sogar meine Hater switchen APM noch Hobbys. Das ist meine Attitüde. Ich mache nur mein Ding, since they want keine Lüge. All eyes on me. Flip die Früchte zu den Sichten. Das ist alles kein Gelaber. Check die Fits zu der Lage. Yeah, and I'm loving my day. Cause I know I got that confidence to do it my way. What you think will define in your brain, in your mind. Eyes on me as I'm on my grind. Hey. Hey. JJ. Oh. My time for JJ. Hey. Hey. Woo. Einmal Wagner Project. Project. Hip-Hop Movement. Hip-Hop Movement. Yay. Vielen Dank. Das war mein Team. Hip-Hop Movement. Und wir haben noch, wer mehr von uns hören will, wir haben am 15. Dezember noch ein Konzert im Nachtleben. Check it out. Und vielen Dank an das Wagner Projekt. Ihr seid geil. Alright. Als nächstes FFG Frankfurt. Macht mal Lärm. Hab den Scheiß hier angefangen als Hobby. Kein Respekt vor dir und deiner Lobby. Kopien, no Pace und Copy. Doch deine Insta-Story bleibt nur eine Story. Für jeden, der hier irgendwas von Drip sagt, legen wir Juwelen in den TikTok. Wenn man euch die Mägen aufgeschlitzt hat, lasst mit mir reden, ob ihr Drip habt. Es ist FFG, wer weiß Bescheid. Red von deinen Likes und erzähl von deinem Hype. Erzähl mir, wo du ballerst und du Tischkau. Wenn ich den Shit brauch, der Kick, frag ich SwitchMode. Bounce für Newschool-Bretter, Respekt vor Newschool-Rappern. Was ich mache ist Real Talk, denn ohne mich für die fucking Newschool-Wacker. Ich seh zu viele Leute, die sich viel zu ernst nehmen. Was wollt ihr machen? Am Anfang war ein Battle. Wir hatten keine Message, wurden erst belächelt, aber keiner hat es auf dem Zettel. Doch ich meine es ernst, wenn ich dir sage, dass ich rappe. Hab den Scheiß hier angefangen als Battle. Fokus auf den Punch, gib ihm Punch, Scheiß auf Message. Wurde erst belächelt, keiner hat es auf dem Zettel. Ihr habt was gemeinsam, ihr seid nicht auf unserem Level. Die zu dem A, mach mein Ding, doch nichts mit euch zu tun. Haben Hip-Hop in meinem Blut, Bahnen durch die Bussen hinzu. Starten, ihr könnt meine Crew fragen, guck auf unseren Crewnamen. FFG, Baby, das sind mehr als nur paar Buchstaben. Hip-Hop ist Kapitalismus in Reihenform, Reihenform. Überschätzt der Vibe kommt die Eins vor. Die Tracks sind zu kurz, ihr habt Angst, dass geskippt wird nicht geklickt, wird kein Hit, wird in der Hitlist nicht mitwirkt. Der nette Junge von nebenan, zerfickt am Mike eure Ehrenmann. Du siehst von mir so als Gegenstand, ich liebe mein Mädchen ein Leben lang, was man da so bewegen kann. Also fang zu beten an, ein Battle mit mir ist nicht so gut für deinen Karriereplan. Sie ist weit weg, doch immer hier. Ich bin weit weg, doch bin bei ihr. Wenn ich mir Zeit hätte, wär ich gleich jetzt und für immer mit ihr. Weil ich mich mit dir als Gewinner fühle. Hab den Scheiß hier angefangen als Battle. Check. Einer vieler Punkte auf meinem Zettel. Alleine hätte ich's nie gemacht, da mach ich jede Wette. Ich hätte, wenn ich wollte und ich könnte, wenn ich täte.
Schreibe Texte schon seit ewig. Viele Zweifel, wenige, die sagten, sie verstehen mich. 300 im Melting Pot, ich zeigte, dafür lebe ich. Andere sagten mir, das geht nicht. Interessiert mich heute wenig. Das steht zu dem AFFG am Start, Max Manuel mit Gaspar. Du hast es mit Musik versucht, sie sagt, dass nicht gepasst hat, also lass das. Mein Hass hat keine Grenzen. Du hast keine Message, so als ob wir uns ergänzen. Du singst, wie du dein Geld verbrauchst, dass du Autos, Frauen, Scheine hast, dass jeder bei dir von Neid erblasst. Ich hab wohl deinen Hype verpasst, wir machen Musik aus Leidenschaft. Alles hier aus eigener Kraft. Wenn du mal Bock auf Cypher hast, zeig ich, wie du mir's zu einfach machst. Also bitte, vermittel mit dem Titel deines Songs. Nicht Rap wär für dich ein Mittel raus aus der Bronx. Rap ist für mich nicht der Weg hinaus aus meinen Geldsorgen. Wegen Rap muss ich mir von anderen Rappern Geld borgen, aber ich schreibe Texte schon seit ewig, hatte viele Zweifel, doch heute weiß ich, dafür lebe ich. Am Anfang war ein Battle, wurden erst belächelt, doch heute meine ich es ernst, wenn ich dir sage, dass ich rappe. Seid ihr gut drauf? Habt ihr gute Laune? Dann habe ich noch eine Frage. Ey, yo Max, hast du auch gute Laune? Ich mein, du nix mit dem Kopf wie eine Frankfurter Taube. Ey, yo Fido, weißt du, was ich glaube? Ich hab mich angesteckt, dieser Beat bewirkt, dass ich bounce. Der gute Laune Kopfnicker, der geht gerade um. Der macht glücklich, der macht Spaß und hält den Nacken jung. Davor kannst du dich nicht schützen, es tanzen die Hormone. Da helfen keine Handschuhe oder Kondom. Geld ist mir nicht wichtig, bis es mir wichtig wird. Wir haten Major, bis wir Major werden. Richtig weird. Musik regiert die Welt, nicht Banken oder Money. Sie gibt mir Geld, also er meint seine Mami. Wir droppen neue Alben, Hafti, ich warte. Flaschen auf dem Tisch, aber Tassen auf die Straße. Stell sie lyrisch an die Wand, diese Cop-Killers. Klopf mir auf die Brust, funky, funky Gorillas. Wir kommen zurück mit dem gute Laune Kopfnicker. Was bedeutet FFG? Da ist sich nicht mal Gott sicher. Ha! Fühle Beat und Flow. Wir brechen jedes Kopfnickverbot. Ja, der Kopf geht runter und der Kopf geht hoch. Wir brechen jedes Kopfnickverbot. Hey du da, nick mit dem Kopf, du Idiot. Gib mir 100 Tage, ich dir 100%, damit jeder im Parlament den neuen Kopfnicker kennt. Gute Beats bestimmen ab heute den politischen Trend, weil Musik wie diese jeder jetzt sein Lieblingslied nennt. Eine Rap-Dynastie, so sympathisch wie nie. Musikalisches Genie, unsere Waffe Euphorie. FFG, als hätte es nie was anderes gegeben. 4 Rapper, um ein Land einzunehmen. Laufe durch die Stadt mit der Skyline. Mir fehlen die Worte, mir fällt nicht mal ein Reim ein. Viele Menschen, niemand hält Augenkontakt. Fahre mit den U-Bahn-Zombies und wir bouncen im Takt. Die Kontros suchen die Musik und wollen nicht lange fackeln. Doch finden sie mein Handy, gehen sie ab wie ein Wackelkopf. Metronom am Ohr, ich höre es leise ticken. Der Track ist fertig, aber ich muss weiter nicken. Yo, Melting Pot, was geht denn eigentlich ab? Kopf geht runter und hoch. Runter, hoch. Kopf geht runter und der Kopf geht hoch. Kopf geht runter und der Kopf geht hoch. Kopf geht runter. Und stopp! Wir kommen zurück mit dem gute Laune Kopfnicker. Was bedeutet FFG? Da ist sich nicht mein Kopf sicher. Fühle Beat und Flow. Wir brechen jedes Kopfnickverbot. Ja, der Kopf geht runter und der Kopf geht hoch. Wir brechen jedes Kopfnickverbot. Hey du da! Ja, du. Nick mit dem Kopf, du Idiot! Ja, vielen Dank! Dankeschön, Frankfurt. Ja, was geht ab, Melting Pot? Wir sind die FFG! Aber wir wären nicht die FFG, wenn wir nicht zu viert wären. Aktuell habt ihr kurz Frido gesehen und mich. Und jetzt möchte ich noch 2 andere bezaubernde Rapper auf die Bühne bitten. Und zwar ist das einmal Poppin' T zum Anfang vielleicht. Macht mal ein bisschen Lärm für Poppin' T. Ja, jetzt müsst ihr eigentlich kommen, ne? Ich weiß ja auch nicht. Poppin' T. Vielleicht rufen wir ihn mal oder so, keine Ahnung. Ey, Ja, er steht in der Mitte! Hast du schon ein Mikrofon? Ja. Ja, toll, da fangen wir doch einfach an, oder?
Yo, was geht ab? Diesen Track habe ich mit seinem sehr guten Freund Juzua geschrieben. Es geht um Himbeeren. Wenn ihr Water Bottles habt, jetzt ist der Zeitpunkt, sie zu droppen. Yeah. Okay. Let's go. Bist du ready? Ja, Baby. Hey, P, they said I gotta come off the bench. 27 Hearts beat. Lebe nicht auf festgelegten Schemata. Der Typ, der für dich schreibt, ist Legastheniker. Doch hasselt für dich jeden Tag. Bedank dich mal, du Ehrenmann. Steh auf dein Begräbnis. Wer hat gesagt, du überlebst mich? Klingt vielleicht ein bisschen überheblich, aber ihr versteht nicht. Du bist maximal frustriert, denn wir wissen, wie das Plugin funktioniert. Dicker, was ist schon passiert? Himbeeren auf dem Tisch, Mikro in der Hand. Pop-It-Titi zu dem Haar, ihr kommt nicht ran, ja. Und auf einmal fangen alle um mich rum zu schreien an. Bis eben standen sie im Kreis da, ja, ja, jetzt wird es im Raum ein paar Grad heißer. Dieser Track hat keine Message, außer wir sind fly und ihr seid hässlich. Deutscher Rap ist eindimensional in jedem Lied. Das können wir auch, es geht nur nicht um Kokain. Das hat keine Message, außer wir sind fly und ihr seid hässlich. Deutscher Rap ist eindimensional in jedem Lied. Das können wir auch, es geht nur nicht um Kokain. Zip and drop and flip and cash. I hate your fucking style to rap it is swag. FFG got my motherfucking back. Welcome and enjoy this goddamn track. You no message and you know it's 9 p.m. Not studying, hitting your DMs. Smoking those blunts like Snoop Doggy Dogg. What up, man? I can't see you through all that fog. Yo, this is FFG featuring D-Dog. I'm broke as fuck, but you know me in the squad. The US turned me to a savage, but Budweiser all night. Nah, I don't play tennis. Dieser Track hat keine Message, außer wir sind fly und ihr seid hässlich. Deutscher Rap ist eindimensional in jedem Lied. Das können wir auch, es geht nur nicht um Kokain. Das hat keine Message, außer wir sind fly und ihr seid hässlich. Deutscher Rap ist eindimensional in jedem Lied. Das können wir auch, es geht nur nicht um Kokain. Danke, 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 danke. Lasst mich einmal kurz durch, Ihr seid die Süßesten. Ja, Leute, ihr wisst ja, wie es ist. Zu viele Köche verderben den Brei. Deswegen darf jetzt hier nur einer bei mir auf der Bühne sein. Und das ist mein allerliebster Freund Frido. Frido, komm bitte nach vorne. Er hat mein allerliebster Freund gesagt. Yo. Beim nächsten Track haben wir uns einem besonderen Thema gewidmet. Deswegen würde ich euch gerne mal fragen, wo sind hier die Gourmets? Irgendwelche Gourmets? Gourmet? Wo sind hier die Gourmets? Und steht mal auf da auf der Pyramide. Ich sehe euch. Tobi Oliver am Start und ich gewinne das Turnier. Yo, du wirst eingerollt wie ein Burrito. Meine Lines sind so saftig, ja, das überrascht dich. Und du wirst aufgespießt, so wie Schaschlik. Aha, du wirst so fest wie eine Zitrone. Dein Kochlöffel wirkt gegen meinen etwa wie Mikrobe. Du wirst verbrannt wie ein flambiertes Buffet. Nein, du wirst verbrannt wie garnierte Creme Brûlée. In dieser Suppe ist jetzt noch etwas Platz. Also hacke ich dich klein und dann koch ich dich ab. Ich filetiere meine Gegner auch samstags in Pantoffeln. Im Buden-Rapper werden gestampft wie eine Kartoffel. Ich kann stottern, könnte lispeln, trotzdem wirst du in dem Battle hier verkloppt wie ein Schnitzel. In meiner Rezepte-Liga würdest du schon lange tot sein. Deine Lines dazu, doch sie verdampfen so wie Rotwein. Friedrich und Tobi, zwei Dudes mit Geschmack. Der Sous-Chef von Mike, also tu, was er sagt. Was wir zwei euch auftischen, kriegst du nicht im Laden. Echte Kenner wissen, Hip-Hop geht durch den Magen. Die Crowd ist on fire, die Crowd ist ganz ohr. Wir heizen den Raum straight auf 300 Grad vor. Die die Mütze ist weiß, zum Dinner for One, da kommen wir zu zweit. Yo, zu nem guten Text gehört mir du Matrone, ich zieh schweres Geschütz auf, Gulaschkanone. Und wenn ich mit dir fertig bin, bist du vergessen. Liegst im Hospital mit schweren Verbrennungen wie dein Essen. Dick dich ein, so wie die gute Terrine. Nenn mich den Wingman, den Maître der Cuisine. Du nennst dich Oliver, doch jagst du einem Trend nach. Gebt euch den Toaster, den Erspeis in der Mensa. Um deine Skills zu halten, Safran macht den Kuchen gehen. Wenn dein Rap ein Geschmack wäre, dann wäre er mehr. Für dein Essen selbst du ein größter Chefkoch. Was du fabrizierst, ist eine Körperverletzung. Nicht nur die Zoologen klassifizieren dich als Affe. Ich röste dich gut durch, wie meine Kaffee. Deine Lines können maximal zu meiner Belustigung gereichen. Ich wünschte, du könntest mir wenigstens das Wasser
erreichen. Friedrich und Tobi, zwei Dudes mit Geschmack. Der Sous-Chef von Mike, also tu, was er sagt. Was wir zwei euch auftischen, kriegst du nicht im Laden. Echte Kenner wissen, Hip-Hop geht durch den Magen. Die Crowd ist on fire, die Crowd ist ganz so. Wir heizen den Raum straight auf 300 Grad vor. Weste ist dreckig, die Mütze ist weiß. Zum Dinner for one, da kommen wir zu zweit. Friedrich und Tobi, zwei Dudes mit Geschmack. Der Sous-Chef von Mike, also tu, was er sagt. Was wir zwei euch auftischen, kriegst du nicht im Laden. Echte Kenner wissen, Hip-Hop geht durch den Magen. Die Crowd ist on fire, die Crowd ist ganz ohr. Wir heizen den Raum straight auf 300 Grad vor. Die Weste ist dreckig, die Mütze ist weiß. Zum Dinner for one, da kommen wir zu zweit. SwitchMode an der Gitarre. Dankeschön, Dankeschön, ihr seid super. Ich möchte kurz etwas sagen. Ihr habt heute Abend schon viele unterschiedliche Artists hier heute gesehen. Alle unterschiedliche Personen, alle unterschiedliche Styles. Und das ist das, worum es hier geht im Melting Pot. Wir sind hier im Melting Pot alle gleich. Und ich würde jetzt für diesen Song Aaron, CRAZE, mein Lieber, und Alina auf die Bühne bitten. Macht mal Lärm für CRAZE und Alina. Es ist egal, wie wir aussehen, es ist egal, wen wir lieben. Es ist egal, wer wir sind alle gleich. Die vier, yo, check, ey, 1, 2, ey, yo. Endlich eine Gegend ohne Bomben oder Straßenkampf. Hier herrschen noch die Grenzen, die man sieht. Und hier beschützt man nur die Menschen, die man liebt. Das hier ist ein Volk, also kenn deinen Platz. Wir haben Grenzen gemacht, doch es wird eng in der Stadt. Wir haben gelernt, alles allein für uns zu regeln. Denn wir haben eigene Probleme und wir schreien aus tiefster Kehle, verrat niemals dein Land. Und sei stolz auf Dinge, für die du nichts kannst. Und warum wollen denn die meisten da weg? Das Hotel in Afrika war doch eigentlich ganz nett. Doch der Hilfeschrei klingt noch im Ohr. Aber mit der Zeit geht die Verbindung verloren. Es gibt nur eine Sache, die ich sicher sagen kann. Und wieder geht die Sonne auf im Abendland. Wieder mal sind alle Menschen gleich, aber manche sind gleicher. Wenn ihr mehr so wärt wie wir, hättet ihr es leichter. Der Rasen ist gemäht, du ziehst die Vorhänge zu. Es sollte wirklich helfen, aber doch nicht du. Du bist nicht ausländerfeindlich, du bist inländerfreundlich. Nein, du bist zu rechts, aber deutlich. Und du freust dich, weil du so deutsch bist. 6 Millionen Scheiß, aber Junge, du bereust. Mir ist peinlich, dass ihr stolz seid. Falscher Pathos, ich will kein Teil von diesem Volk sein. Und ich kann es nicht ganz deuten. Die Mutter allen Übels ist die Mutter meiner Freundin. Nicht komplett anti-ihr, ihr seid nur antiquiert. Wildes dieses Land kapiert, hier wird nicht mehr stramm marschiert. Probleme mit Rassismus, nein, du weißt nicht. Liegt vielleicht daran, dass du so weiß bist. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Ich mein, wir gehen ins Examen, dir im Mittelmeer baden. Weiß doch jeder, dass das scheiße so ist. Aber auf irgendwas verzichten wollen wir eigentlich nicht. Alle Menschen sind gleich, aber manche sind gleicher. Wenn ihr mehr so wärt wie wir, hättet ihr es leichter. Es ist an jeden gedacht, denkt jeder an sich. Natürlich sollte jemand helfen,
mich aufs Sofa, sepp mich durch TV-Sender. Ein Mann skandiert Parolen gegen Ausländer. Das hier ist meine Heimat und da wohne ich gern. Heute bauen wir die Mauer, morgen den Todesstern. Klingt nach einer 1A, Marktlücke eigentlich. Das Volk ist spalten, aber Kinder, bitte streitet nicht. Wir gründen eine Partei, die für Faschisten eintritt. Destruktive Scheiße labern, bis du einknickst. Einigkeit und Recht und Freiheit sind nur eine Empfehlung. Also lasst uns stramm stehen, das Herz in die Hand nehmen, Flüchtlingskrise angehen, setzt euch in Bewegung. Das Mittelmeer die Reise überlebt, ja und Fakt ist, du wirst von mir angezeigt, einfach weil du noch da bist. Wir wollen keinen Multikulti-Quatsch oder freie Liebe, wir bieten die totale Alternative. Wieder mal sind alle Menschen gleich, aber manche sind gleicher, wenn ihr mehr so wärt wie wir. Hättet ihr es leichter, der gute Vorsatz allein hat leider nicht gereicht. Natürlich sollte jemand helfen, aber Vielleicht lassen wir das morgen, setzen uns zusammen, während ich ein Süppchen für den Henker koch. Aus der Waffenlobby machen wir eine Kochshow, lernen uns kennen und nennen sie dann Heckler und Koch. Aber ja doch, noch sind wir nicht so weit, wieso verbringen wir die Zeit mal nicht damit, die Schuld auf Flüchtlinge dieser Welt zu schieben, sondern auf die, die mit Waffen Geld verdienen. Nicht weil euch zu den Ertrinkenden einfach der Bezug fehlt, denn ihr ändert ja auch nichts, wenn ihr Juden im Zug seht. Wir nahmen euch Vertrauen wie ein Herkunftsland und wir sahen Empathie einmal als Schwerpunkt an. Wir reden von Respekt, den ihr uns zollen sollt, denn Frieden ist zwar Silber, aber wir wollen Gold. Wer Geflüchtete hasst, sieht nicht, wo das Problem ist. Wo Gewalt eine Lobby hat, stimmt das System nicht. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Fandet ihr das gut? Ey, ich wäre euch so dankbar, wenn ihr von der Pyramide runtergeht und da in die Menge geht und es hier gleich richtig schön geil aussieht, weil da viele Leute sind. Das würde mir richtig viel bedeuten, weil der nächste Song ist mir ziemlich wichtig. Ich hab ein Bild auf meinem Handy, manchmal spricht's mit mir. Ich hab ein Bild auf meinem Herz, manchmal frisst es von mir. Hab ein Bild vor Augen, wie ich sein will, nicht wie es wird. Ich hab Filme in meinem Kopf, die malen Bilder wie Van Gogh. Ich will auf die Bühne, mit Mikro kann man lauter schreien. Was geht bei euch heute Abend? Ich will nicht zu Hause sein. Ich glaub, so langsam bin ich leer geschrieben. Hass gegen Lines, was für ein fairer Deal. Und ich bin einfach wütend auf mich selbst, ich bin wütend auf die Welt. Gib mir ein Glücksgefühl, das auch mal hält, Dicker, ich bin viel zu ich bezogen, alles was ich kann ist Hate. Mit euch nicht zufrieden, doch erst recht nicht mit mir selbst. Es geht von irgendeinem Scheißtag zu Scheißtag. Es bockt keiner, was zwischen den Zeilen sagt. Und weil ich weiß, das Mittelmaß nicht gereicht hat, will mich das Leben unten halten, aber ich bleib stark. Und wenn der Scheiß hier Gold geht, ist egal, weil sich alles um dich dreht. Und wenn ein Schuss durch meine Brust geht, will ich, dass du weißt, dass ich für dich bis zum Schluss geh. Und wenn der Scheiß hier Gold geht, ist egal, weil sich alles um dich dreht. Und wenn ein Schuss durch meine Brust geht, will ich, dass du weißt, dass ich zum Schluss geh. Lieg immer noch nah
nachts wach, weil mir der Kopf fast platzt. Und die Dunkelheit hat Geister für mich. Nacht für Nacht gibt mir die 808 und ich nutze die Zeit. Der Frust in mir schreibt mir wieder Dutzende Lines. Es ist so wie jedes Mal und alles wieder wie gewohnt. Alles hier ist viel zu sauber, alles hier ist klinisch tot. Wenn es grad echt ist, die Minute perfekt ist. Was ist mit dem Rest deines Lebens, wenn sie dann weg? Fange an, Alter, an einem Hamsterrad, nehme langsam, weil ich komme gar nicht klar. Würde gerne raus, aber ich kann's nicht mal, wär ein anderer, aber diese Angst nicht da. Sie ist Teil von mir, deshalb bleibt sie hier. Ich weiß nicht viel, aber weiß so viel, aber ein Scheiß zu verlieren. Also wache nicht auf, es wär nicht ich und der Schmerz verschert mich. Das, was ich will, ist noch ein bisschen verschwommen, aber es klärt sich. Auch wenn die Sicht noch verzerrt ist, der Blick in mir schärft sich. Ich bin all in, Baby, war noch nie so ehrlich. Und wenn der Scheiß hier Gold geht, ist egal, weil sich alles um dich dreht. Und wenn ein Schuss durch meine Brust geht, will ich, dass du weißt, dass ich für dich bis zum Schluss gehe. Und wenn der Scheiß hier Gold geht, ist egal, weil sich alles um dich dreht. Und wenn ein Schuss durch meine Brust geht, will ich, dass du weißt, dass ich für dich bis zum Schluss gehe. Letzter Schluck, flackernde Lichter. Werd ich vielleicht Dichter oder doch lieber Richter? Unsicher, wofür nutze ich meine Zeit? Sind es Paragraphen oder doch lieber Rhymes? Bin sicher, unsicher, weil ich nicht mehr weiß. Und dennoch bin ich jetzt so weit und dafür bereit. Nie gedacht, dass es endlich passiert. Ich hab nie gedacht, dass es schlussendlich besser wird. Endlich glücklich, nutzte meine Zeit, denn auch mit Unsicherheit kam ich so unglaublich weit. Ich war unsicher, das machte ich mir bewusst. Doch jetzt ist da kein Frust mehr, ganz tief in meiner Brust. All das, Bruder, gab mir so viel Schutz. All die Negativität hat mir nie etwas genutzt. Jetzt geh ich raus auf die Stage, pust hinaus all den Hate. Denn oh wait, ist okay, alles ist okay. Bin wie ihr, aber anders, guck hinaus in die Landschaft. Machte mit Trauer Bekanntschaft, geht nicht auf, wenn du Angst hast. Wenn du gebrannt hast, sei wie sie, aber anders. Sei wie sie, aber anders, ey. Ja. Also was tun wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Unsicher, 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 unsicher. Was tun wir, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Unsicher, 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 unsicher. Poppin' auf Kurs, aber keiner weiß wieso. Maxi Manuel auf Kurs, aber frag ihn nicht wieso. Beide nicht auf Kurs, aber ist schon cool so. Unsicher, unsicher. Umzugkartons, leeres Zimmer, im Zug schaut zurück ein letztes Mal, so wie immer. Mama sagt, das Leben ist nicht schlecht, solange du gesund bist. Auch wenn der einzige Mensch, der mir je wichtig war, mein Hund, ist nie in der Lage zu sagen, was hätte ich lieber gemacht. Und abends die Panik, es kommt wieder die Nacht. Wie oft wurde ich gefragt, was ich denn nicht mache? Gab nie eine Antwort, doch jetzt fang ich damit an, dass ich es allen ins Gesicht sage. Ich bin oft nicht ich, weiß nicht, was für mich richtig oder mir wichtig ist. Ich sage oft nicht, was ich fühle, denn dafür brauche ich 100 Menschen und ein Mikro und eine Bühne. Ich rappe für mein Leben, aber Rapper bin ich nicht. Hab es trotzdem angefangen und gemerkt, dass es mir liegt, was es mir gibt, dass ich es lieb, dass der Zuspruch stieg. Nach der Show Stille. Doch was bleibt, ist die Musik. Melting Pot, was geht? Geht noch mal richtig ab jetzt. Ey Leute, einen Track haben wir noch. Unser letzter Track, habt ihr Bock? Ja.
Ja. Ey, mach mal ein bisschen Stimmung hier. Richtig abgehen, auf. Mein Herz pumpt den Beat durch jede Vene. Liebe die Musik, aber hasse diese Szene. Ich bin in einer Gang, die Freunde anstatt Gangster hat. Denn gut im Rap ist egal, wer den längsten hat. FFG, erste Tracklist, die alle unsere Fans verzückt. Was willst du mit Alpha? Ich will Coolness zurück. Mit ordentlich Humor dazu, damit ich bei der Sache bleibe. Tage dann die Stadt mit meiner Wachsmalkreide. Triff mich Frankfurter Cypher zwischen Bahnhof und Gutleut. Eine Line von mir und du stürzt ab wie ein Flugzeug. Erzähl mir was von Kriminalität und einem Drive-By. Chille lieber auf dem Dach, Blick auf die Skyline. Wenn ich mal zensiert werde, dann nicht wegen der Schimpfworte, sondern weil der ganze Track schockiert, so wie Kindsmorde. Pass mir das Mic und wir reißen ab. Nach dem Auftritt ist ein Club eine FF-Geisterstadt. Nennt ihn Max FFG. Den Familienverstehenden, nie um ein Wort verlegen, in den Wohngegenden leben, denn du lebst in Saus und brauchst diesmal den Duden. Du Lügenrapper, du rammst Haus auf Maus, ich auf Sonnenblumen, Blütenblätter. Sieh mich in Kleinstädten, Mike checken. Und ehrenamtlich Kranke mit Laiendecken einbetten im Battle mit mir. Müsstest du nicht mal so einstecken, wenn sich doch wenigstens zwei deiner Lines gereimt hätten. Deine Kuh steht auf Koksen, wir nicht. Wenn ich mal richtig wütend bin, verdammt, dann meditiere ich einmal. Einatmen, den Kopf frei haben. Ich will keinen Sex mit deiner Mama, sondern heiraten. Sie sagen, das sind die sich nie für Markennamen verraten haben. Leben nur von Opfergaben, jobben in einem Hutladen. Und solange sie uns nicht für Splash gebucht haben, kommen wir ohne gut ab, aber dafür mit 3 Buchstaben. Steht für mehr Coolness dabei. Dafür bist du nicht bereit. Erst das Tun anders sein. Steht für mehr Coolness dabei. Dafür bist du nicht bereit. Bruder, gib mal Geld. Schon okay, du bist Gangster, aus Rapper vom Thron. Trendsetter, wie das Wort Hurensohn. Adlibs wie es geht, seid endlich wieder kritisch. Aber nein, eure Interviews sind antisemitisch. Rapper haben mehr Range als Wikileaks. Max ist auch auf Twitter und schreibt weake Tweets. Redest über Frauen, ficken, kommen wir nicht ran. Kein Platz für Emanzipation im Sprechgesang. Blacker, blacker mit der Acker, wenn ein Rausch kickt. Aber deine Guns sind nicht real und du kaufst Klicks. Du machst Lelele und la la la. Schon lange mehr kein Rapper, du bist Schlagerstar. Rap ist mit Zweckreim überladen. Bin im Güterwagen, Hühnerladen, Typen schlagen. Ich geb dir 16 Bars. Ja, gut. Und das war's. Ich beglückwünsche diese deutschen Rap-Affen dafür, dass sie mal Sex hatten. Und die Geschichte dieser 5 Minuten ausgeschmückt auf ihre Tracks packen. Ach, alles Dreckslappen. Trip und Interview, alle real geblieben. Als echter deutscher Rapper weiß man alles über Pyramiden. Oder man weiß es nicht, egal ob die kleinen Kids merken, dass ich gerade Scheiße laber, das bezweifle ich. In der Szene nicht nach oben gekommen, dafür haben wir noch viel zu wenig Drogen genommen. Doch das wird sich jetzt ändern, wir schaffen es endlich. Ey, check meine Tracks, ich red jetzt auch über Xanax. Panik in dein Blick, damit ihr's wisst, zeig mir den Impfpass deiner Kinder und ich sag dir, wer du bist. Und Max hat gesagt, ich soll mich selbst noch erwähnen. T2A, zu dem F, zu dem F, zu dem Gang. FFG steht für mehr Coolness am Mai. Dafür bist du nicht bereit. Super, ihr schneit! Da ist sie! Steht für mehr Coolness am Mai! Dafür bist du nicht bereit! Ein echt guter Verein, wir sind die! Wir sind die! Dankeschön, Mousonturm! Dankeschön, Melting Pot! Ihr seid super. War der Song so einprägsam oder sollen wir noch was spielen? Ah, okay. Ich glaube, das war Zweiteres. Ja? Okay. Spielen wir noch einen Song? Yeah. Oh yeah. Ja, das ist schön so. Danke, ich liebe euch.
Ja, ihr merkt's schon. Puh. Da geht noch was. So, okay. Hey. Dario, beruhig dich. Ja, wir haben ein bisschen die Gemüter erhitzt. Das ist so ein bisschen unser Markenzeichen, würde ich sagen. Ja, ihr wisst, wir sind die FFG und wir haben mit Battle Rap angefangen. Und das wird man in dem nächsten Track auch ein bisschen merken. Es wird heftig werden. Wir haben echt lange überlegt, ob wir den spielen hier. Aber wir machen's und ich möchte, dass ihr euch daran erinnert, ganz kurz, hey, beruhig dich mal. Müsst echt mal ein bisschen leise werden gerade, das ist ohne Scheiß. Ich mein's ernst. Fucking deep. Es ist fucking deep. Der letzte Track. Denkt bitte dran, wir sind hier alle als Künstler, als Kunstfiguren. Nehmt uns das nicht zu übel, was wir hier sagen, ja? Wir greifen an, wir polarisieren, also passt auf, was passiert. Ich hab gehört, mit Musik kann man viel bewegen, deswegen dieses Lied. Wir müssen reden, wir waren ein Teil des anderen Lebens. Wir haben einander viel gegeben. Das, was wir hatten, ist vorbei. Den Tempel der Geborgenheit teilen nicht mehr nur wir zwei. Ewig währt am längsten, hattest du gesagt. Doch wie mich das einhängt, hast du nie gefragt. 18 Jahre sind ne lange Zeit. Es war doch klar, dass einer sich befreit. Wir kannten uns schon vor dem Sandkasten und dachten, dass wir super zueinander passen. Wir wissen eigentlich, dass es an mir liegt. Ich bin ein Schmetterling, der seine Flügel ausbreitet und davon fliegt. 1, 2, 3, 4. Mama, bitte ruf mich nicht mehr an. Ich hab keinen Bock mehr und ich geh auch nicht mehr ran. Das ist doch Terror. 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 Ich weiß, du wünschst dich mir zurück. Aber ich komm nicht mehr zurück. Denn ich hab jetzt eine neue Wohnung. Und die Zeit. Oh ja. Und ich komm allein zurecht. Hättest du's gedacht? Du hättest mir nie zeigen sollen, wie man den Herzen macht. Wenn die Nudeln am Kühlschrank leben, sind sie al dente. Merke, dasselbe gilt nicht für Pizza. Mit Voranmeldung kannst du gerne mal reinschneiden. Ich mein, die Wäsche macht sich auch nicht von allein. Zeit zu putzen hab ich auch keine. Das muss nicht das Ende sein. Verstehst du, was ich meine? Im Dach, da hatten wir Asbest. Jetzt wird es Zeit, dass der Vogel sein Nest verlässt. Zugegeben, es ist nicht alles schwarz und weiß. Manchmal vermisse ich dich ja auch und so ein Scheiß. Denn so wirklich warst du nie am Stören. Ich würd mich freuen, weiter von dir zu hören. Wir haben beide viele Fehler gemacht. Wir können ja Freunde bleiben, hab ich mir gedacht. Ich bin eine Blume, ich muss wachsen und gedeihen. Allein.
2, 1, 2, 3, 4. Mama, bitte ruf mich nicht mehr an. Ich hab keinen Bock mehr und ich geh auch nicht mehr ran. Das ist doch Terror. Schreib mir nicht auf WhatsApp, folg mir nicht auf Instagram. Snaps und Katzenbabys ist was ich nicht mehr sehen kann. Stupst mich nicht mehr auf Facebook, denn ich will dich nicht blockieren. Das wird uns beide deprimieren. Und das mit dem Match auf Tinder kann ja jedem mal passieren. Und jetzt viel Spaß mit CRAZE und SwitchMode. Dankeschön. Ihr seid super. Das sind unsere Sticker. Oh yeah, FFG, damn! Was war denn da los? Wo ist der Aaron? Das ist meins. So. Ja, habt ihr noch ein bisschen Energie für uns übrig oder was? Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Sehr, sehr nice. Ja, wir sind glaube ich, die einzigen hier, die nicht aus Frankfurt kommen. Deswegen hallo erstmal. Hallo. 5-3 represent. Damn. Ich bin CRAZE, a.k.a. The Dankest, a.k.a. Landlord Montgomery, a.k.a. Judo Lindenberg. A.k.a. halt mal deine Schnauze jetzt. Ja, und das ist SwitchMode, der grimmige Kollege da hinten an den Ones and Twos. Und ja, wir haben ein bisschen Hip und ein bisschen Hop mitgebracht. Habt ihr Bock oder was? Ah. Yeah. Ah. Rapper machen jetzt auf intellektuell, doch vergessen, sie haben ihre Songs ins Internet gestellt. Alles gelogen. Das machen die Szene-Drogen. Sie haben ihren Style und den Bezug zur Realität verloren, aber machen trotzdem immer noch auf krasse Rapper. Ich bin kein MC, ich bin ein menschliches Taschenmesser. Und um Klassen besser, was du machst, das kann ich auch. Die Szene braucht einen anderen Sound. Mamba out. Wort für Panzerfaust und Waffenmetaphorik, damit jeder deiner Fans bei deiner Platte einen hochkriegt. Ich will gar nicht deinen Marktwert erreichen. Für mich geht es darum, diese Bars hier zu schreiben. Ob ich ein Genie bin, soll die Nachwelt entscheiden, denn ich kann nur über Weed und über Basketball schreiben. Ihr feiert 420 einmal im Jahr, wir feiern 420 zweimal am Tag. Deutsche Rap braucht eine Organspende, deutsche Rap hat die Tage und Vaginalkrämpfe. Rap braucht eine 180-Grad-Wende, ich brauch mehr Abstand als eine Armlänge. Deutscher Rap braucht eine Organspende, weil er dann viel besser dastände. Doch wenn ich mal so drüber nachdenke, brauche ich nichts im Leben außer Homies und Parkbänke. Zweiter Part und jetzt ist den meisten klar, ich komme mit SwitchMode Beats, wenn ich ne Cypher start. Die sind eisenhart, ich bin nie allein am Start. 5-3 ist da, Bruder, auch wenn keiner fragt. Die können über meine Sehstärke lachen, doch ich nehme sie als ernst, wenn sie ihr Seepferdchen machen. Ich bin für Battles quer durchs Land gereist, ohne Bekanntenkreis, um fremde Rapper anzuschreien. Alles Handarbeit, ihr wisst doch wie das ist. Wack MCs regieren und dieses Business ist geschickt. Aber das ist der Sound für die Seitenstraße. Sie wechseln die Straßenseite, doch ich zeige keine Gnade. Auf diese Art und Weise, wie ich diese Bars hier schreibe. Guck mir zu, ich lebe laut, aber ich atme leise. Ich hab meine Freunde mitgebracht, also sag allen Bescheid, es ist ein neuer in der Stadt. Deutscher Rap braucht eine Organspende, deutscher Rap hat die Tage und Vaginalkrämpfe. Rap braucht eine 180-Grad-Wende, ich brauch mehr Abstand als eine Armlänge. Deutscher Rap braucht eine Organspende, weil er dann viel besser dastände. Doch wenn ich mal so drüber nachdenke, brauch ich nichts im Leben außer Homies und Parkbänke. I'm back, I'm back. I'm back, I'm back. Yeah, habt ihr Bock oder was? Stark, Hey. stark. Ich war hier gerade eben und habe gewartet, dass es losgeht. Und ich habe das hier gemacht.
Dankeschön, Dankeschön. So. Nur um mal zu demonstrieren, dass das auch funktioniert. Ich bin auch Erfinder. Ich sammle Daniel Düsentrieb Comics und so weiter. Wer Bock hat, nach der Show zu tauschen, quatscht mich einfach an. Bist du soweit? Ja, ich bin soweit, auf jeden Fall. Ein paar Kickflips zu ziehen. Sollen wir uns mal nach unten begeben da? Ja, so sicher. Weit weg, das bin ich nicht gewöhnt. Oh shit. Ich komm mit Bord in deinen Tag und mache Battle Rap. Ich hab die Formel für die Straße, so wie STFs. Versuch mit Slides, Grinds und Worten mein Glück. Ich komm von der Skyline mit Boardslide zurück. Aber ich werd niemals dein Homie. Mach Skaten wieder attraktiv, Letitia Buffoni. Jetzt werden Skatespots und Hallen abgecheckt. Komm, wir gehen rollen, also alle Mann ans Deck. Ich komme lässig ohne Fake-Shit. Gerade noch rechtzeitig wie Late Flips. Ohne Board wär ich locker in ein Loch gefallen. Der Gottvater, der Gott von allen, wie Rodney Mullen. Live-Show, komm vorbei, Bro, du weißt wo. Weil ich noch immer in 5-3 wohn. Scheiß broke, aber kein Joke. Bin meist stoned, mit meinem Flow nur auf Achse wie ein 5-0. Hey, ich komm mal runter zu euch. Das sieht sehr gemütlich aus für euch. Yeah. Ich hab mein Board genommen, sah sofort meine Chance. Verpackt Worte in Songs, an welchen Ort ich auch komm. Hab ganz von vorne begonnen. Doch schon jetzt mehr Stufen übersprungen als Jaws in Lyon. Alle rasten aus, wenn ich Tricks schaffe. Denn ich bin wie Nintendo, weil ich die Switch mache. Ich brauch kein Image, das ich weiß ist und Crackhandel. Denn mein Grip-Tab ist mein einziger Deckmantel. Ich lass mich nicht ersetzen, Rosa Parks. Und mach den Shit noch, wenn ich alt bin wie Tony Hawk. Das meiste hab ich sowieso schon gelandet. Aber mein Skill-Level over 900. Ich bin wie ein Skatepunk bei Shake Jump. Rauche Haze Blunts und höre alte Tapes an. Bleibe der Meister, mein Style unerreichbar. Live in der Cypher, jede Line ist ein Nightclub. Könnt ruhig ein bisschen näher kommen. Ich beiße nicht, ich schwitze nur. Für Skater sind alle Tage Leg Days. Und für mich sind die X-Games wie Sextapes. Eine Runde weiter, bleibe unerreichbar. Und komm mit Dreads so wie einst der junge Niger. Es ist ein lästiger Job, wenn du locker fährst. Doch du hast ein Brett vor dem Kopf wie beim Rocket Air. Alle sind dabei, wenn wir eine Session starten. Wir zocken Game of Skate sogar beim Brettspielabend. Check mich aus, ich bleibe locker um Längen besser. Skater und Rockstar wie Ben Majera. Sie sagen, dass ich tight wär, warten bis ich heimkehr und empfangen mich mit offenen Namen wie beim Kreuzkehr. Viele ziehen weg, aber CRAZE bleibt hier. Hab alles, was ich wollte, außer Skate Teil 4. Und wenn es mal wieder nach Weed riecht, läuft beim Dream Team Street League auf Repeat. Ja, vielen Dank. Unfassbar, dass ihr noch die Energie habt. Wundervoll, das ist mir eine große Ehre auf jeden Fall. So. Kick that shit. So. Jetzt wird's ein bisschen kuschelig. Nehmt euch die Leute, die ihr liebt habt, in den Arm. Schaut ihnen den ganzen Song über in die Augen. Und ja. Ja. Der Song heißt Sand. Gestern war ich einsam, doch man sah es mir nicht an. Die meiste Zeit alleine unterwegs im Abenteuerland. Niemand sagte meinen Namen oder nahm mich an die Hand. Ich wünschte, ich hätte dich damals schon gekannt. Ich dachte, das war alles nur eine Phase, doch stattdessen wich ich vielen Schlägen aus, aber die Wahrheit hat gesessen. Ich werd nicht von dir erwarten, mich zu retten. Ich will nur den ganzen Abend mit dir sprechen. Denn du bist das Auge vorm Orkan, dessen Ruhe mir die Angst nahm. In der Wüste eine Blume, die aus dem Sand ragt. Und ich bin einfach dankbar, dass du die Wahrheit sagst. Das tönt nach Heimat wie die Sprache, die mein Vater sprach. Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen. Ich will Berge nicht versetzen, mir wird reichen, sie zu sehen. Und auch die Nebelschwaden, die auf den Wegen lagen und für diese Atmosphäre sorgten an Regentagen. Du schlägst dich auch mit Melodien durch den Tag und du liebst, als hätte man dich nie davor gewarnt. Wie lange ist mittlerweile gestern?
gestern schon her. Ich lass mich fallen, als ob ich noch nie verletzt worden wäre. Und genieße die betörende Stille. Und dass du keinen Fick gibst, wie wunderschön ich dich finde. Und dass keiner von uns zwei mit sich allein sein kann. Du hörst dir einfach nur mein Schweigen an. Dabei lachst du sogar über meine Billigwitze. Und jeder Ort, an den wir kommen, sieht an dir aus wie eine Filmkulisse. Das ist unser täglich brotlose Kunst. Es ist nicht immer leicht für so Chaoten wie uns. Sand. Es tut gut, dich zu sehen. Ich setz mein Leben in den Sand und du dich daneben. Wir beide haben manchmal Angst, es nicht zu schaffen. Doch ich hab dir einen Sandkuchen gebacken. Lass die anderen doch lachen. Guck, ich hab dir einen Sandkuchen gebacken. Nein, ich bin noch lange nicht erwachsen, aber hab dir einen Sandkuchen gebacken. Yeah. Yes, yo. Vielen, vielen Dank. Ist der... Ey, Jan. Ey, Jan, wirf mir mal mein Wasser runter von meiner Erfindung. Ja, ach so. Wirf mir mal Wasser runter. Deine Erfindung. Ja. Ja, gut. Wer traut sich? Au! So läuft das, so läuft das. So, der Song, den ihr gerade gehört habt, der ist unveröffentlicht, ihr wart die Ersten, die den gehört haben. Und ja, wir haben eine CD, die wir mal aufgenommen haben. Das war die erste, die wir aufgenommen haben. Spitarbeiter des Monats heißt die. Ich weiß, das Wortspiel ist geil. Die CD gibt's hier am Merchstand, 5 €, könnt ihr da den Leuten geben und dann drücken die euch eine CD in die Hand und dann macht ihr euch einen schönen Abend. Aber wie gesagt, wir haben auch noch Stuff, der noch nicht veröffentlicht ist. Das war einer davon. Die EP kommt nächstes Jahr auf jeden Fall raus am Anfang. Und ja, bleibt auf jeden Fall gespannt. Hä? Wir haben beim nächsten Lied einen Gast. Ja, macht mal Lärm für Alina! Der Song ist auch von der gleichen EP. Sie trug immer einen Tropfen Gift in ihrem Portemonnaie und sagte, außer mir entscheidet niemand, wann ich gehe. Flüsterte irgendwas vom Leben in den Tag und schlug ihre falschen Nägel in meinen Sarg. Sie nahm mir meine Laterne und ging vor, doch sah jedes Mal zurück, kurz bevor sie mich verlor. Und auf einer Lichtung sagte sie zu mir, wenn du verloren gehst, dann treffen wir uns wieder hier. Sie sagte, ich vertraue keinem, der nie lügt und brauch nicht viel, nur eine Kleinigkeit genügt, mein Revier. Und ich zeig dir, was hier passiert, wenn du die Zeit verlierst. Also bleib bei mir. Ich hab nie hinterfragt, warum die Sonne nicht scheint. Ich bin immer unterwegs, aber ich komme nicht weit, es tut mir leid. Ich hab die Prinzessin getötet und das Monster befreit. Grenzen bewusst. Und das erste, was mir auffiel, war, wie ängstlich sie guckt. Vielleicht haben ihre Füße versagt, doch jeder Satz von ihr klang so wie ein berühmtes Zitat. Sie hatte beschlossen, ihre Tagebücher wegzuwerfen, denn ihr Traum war es, von Anfang an geweckt zu werden. Sie verriet mir ihr Geheimnis und sagte frech, ich hab meinen Verstand gar nicht verloren, nur versteckt und den Ort mit ein paar Zweigen markiert. Doch wenn ich ihn wiederfind, dann zeig ich ihn dir. Sie hat von Anfang an gesagt, wahrscheinlich bleib ich nicht lang. Doch als ich ihre Zweitstimme sang, ist sie einfach gegangen. Ich hab sie nie hinterfragt, vielleicht sollte es nicht sein. Ich hab alles versucht, aber es trotzdem vergeigt, es tut mir leid. Ich hab erst die Prinzessin getötet und dann das Monster befreit. What I've done.
Es geht direkt weiter. Alina bleibt direkt hier. Wir haben noch einen weiteren Track zusammen gemacht. Der hier heißt Zaubertricks und geht ungefähr so. Du warst mein Heroin, ich war deine Kompassnadel. Alles, was ich sagen wollte, ließ sich diese Songs hier sagen. Vor ein paar Jahren konnte mich nichts auf dieser Welt hier stressen. Dann hab ich dich kennengelernt, aber mich selbst vergessen. Du hattest Antworten auf Fragen, die ich niemals stellte. Wollten nichts jemals ändern, alles blieb dasselbe. Du hast in der Zukunft Zuflucht gesucht und wir tun, was wir können, aber wir tun uns nicht gut. Hat sich so angefühlt, als käme ich nie alleine klar. Ich hab geliebt, wer ich war, wenn ich bei dir war. Ich war so überzeugt von Anfang an, nur du machst die Fehler aller anderen wieder gut. Ich war so fasziniert von dir, du warst der Weg raus für mich. Ich sprach von Liebe und du zeigtest deine Zaubertricks. Haben nie erwartet, dass das Leben leicht ist. Können uns selbst nicht mehr belügen, also machen wir das gegenseitig. Komm, ich zeig dir meine Zaubertricks. Trete langsam aus dem Rauch für dich. Du kannst mich sehen, aber du durchschaust mich nicht. Wow, wow, du hast mich gesucht, aber ich hab dich gefunden. Ein letzter Trick, ja, dann bin ich wieder verschwunden. Ich war dein Weggefährte, du warst mein Was wäre wenn. Bleib doch endlich stehen, auch du kannst nicht ewig rennen. Bleib doch hier, wir sind sowieso dem Tod geweiht. Wir waren so allein, jetzt sind wir schon mal zwei. Haben aufgehört zu laufen und uns tragen lassen und uns nur geküsst, wenn wir uns nichts mehr zu sagen hatten. Wussten von Anfang an, eigentlich hat es keinen Sinn. Uns verbindet nur, dass wir nicht gern alleine sind. Ich wollte Zeit gewinnen, halt mich noch eine Weile hin. Hörst du diese Melodie im Hintergrund, die leise klingt? Ich gehe diesen Weg zumindest, bis ich weiß wohin. Ich hätte damals nie gedacht, dass du den gleichen nimmst. Der Weg vor uns war lang, aber nie richtig gerade. Egal wie spät, du wolltest immer noch ein bisschen warten. Ich hab von dir geträumt, trotzdem konnte ich nicht mehr schlafen. Und wenn es ganz leise ist, hör ich dich noch sagen. Komm, ich zeig dir meine Zaubertricks. Trete langsam aus dem Rauch für dich. Du kannst mich sehen, aber du durchschaust mich nicht. Wow, wow, wow. Du hast mich gesucht, aber ich hab dich gefunden. Trick, dann bin ich wieder verschwunden. Yeah. Macht mal Lärm für Alina! Vielen, vielen Dank. So, ich glaube, ich bleibe einfach hier. Da oben ist mir eh zu hoch. Ich bin high genug. So, der Song heißt König Chaos und ja, mehr müsst ihr eigentlich nicht wissen. Eigentlich müsst ihr nicht mal das wissen. Ich bin von Chaos umgeben, ich befinde mich darin und weiß nicht mal genau, wie ich hier hingekommen bin. Doch ich glaube, das ist schon lange her. Ich erinnere mich zumindest an nichts anderes mehr. Denn als sich das Chaos dann verbreitet hat, wurde die Geisterstadt dem Erdboden gleichgemacht. Hab angefangen, solche Dinge einfach hinzunehmen und aufgehört zu versuchen, darin einen Sinn zu sehen. Manchmal könnte ich wahnsinnig werden, bei dem Gedanken, unter diesen Straßenlaternen eines Tages zu sterben, weil ich alles versuch und trotzdem noch scheiter. Die Welt bleibt stehen, doch mein Kopf dreht sich weiter. Weil das kein Wunschkonzert ist, immer noch unterm Strich nix außer die Mucke im Griff. Denn wir jagen unser Leben lang Momenten nach, dann sind sie endlich da und wir erkennen's nicht mal. Für jeden Lententag auch mal tödlich, sitz in meiner Asche, warte auf den Phönix. Nichts in Ordnung, doch alles ist noch möglich. Denn das Chaos ist der König und ich frag mich, war das wirklich nötig? Sitz in meiner Asche, warte auf den Phönix. Sogar das ist hier noch möglich. Denn das Chaos ist der König. Ich weiß, dass ich alles noch ein zweites Mal schaff. Du hast dieses Königreich zu meiner Heimat gemacht. Wissen beide nicht was, doch wir teilen einen Traum. Chaos ist mein König, aber deiner ist er auch. Meine Haut ist lange schon mit Narben verziert, doch darunter stand von Anfang an dein Name graviert.
Und dann schrieb ich ihnen Farbe an die Wand, nahm sie an die Hand, sagte, der Abend ist noch lang. Dich zu treffen sollte sich als Möglichkeit erweisen, dir die hintersten Ecken von diesem Königreich zu zeigen. Doch du kennst das alles schon wie deine Westentasche und sagtest dann, dass ich noch so viel zu entdecken hatte. Du ziehst heimlich an den Fäden, dass es niemand merkt. Wie man weiß, wird Chaos nur vom Genie beherrscht. Die Frage ist nicht wie, wahre Anarchie, aber das ist auch nur meine Chaos-Theorie. Für jeden letzten Tag auch mal tödlich. Sitz in meiner Asche, warte auf den Phönix. Doch alles ist hier möglich, denn das Chaos ist der König. Und ich frag mich, war das wirklich nötig? Sitz in meiner Asche, warte auf den Phönix. Sogar das ist hier noch möglich, denn das Chaos ist der König. Großen Respekt auf jeden Fall an SwitchMode, dass er sich das traut. Aber ja, wir wollen uns auch nicht zu viel über SwitchMode nachdenken. Ich bin ja noch da. So, Freunde, es geht weiter. Ich habe ehrlich gesagt, ja, damit geht's weiter. Genau. Das ist auch was zum Bewegen für Hip-Hop-Hände und Kniebeugen und so. Es ist immer noch die 5, 3, das ist Battle Rap vom Feinsten. Newcomer, doch schon besser als die meisten. Ich fange an zu rappen und die Industrie wächst. Jeder deiner Free Tracks ist fetter als dein Bizeps. Ich sorge in der Szene jetzt für Kieferbrüche. Du sorgst allerhöchstens mal für neue T-Shirt-Sprüche. Ey, sowas brauchst du dir nicht auszusuchen. 5-3 bedeutet kiffen, bis die Augen bluten. Manchmal ist es besser nicht zu wissen. Ich kiff nicht, um zu vergessen, sonst vergesse ich noch zu kiffen. CRAZE und Switch, das Release ist stark klar. Mit noch mehr Singles mit Niveau als Elite-Partner. Riesendrama, du bekommst eine Hautirritation. Deine Stimme klingt wie eine Günther Jauch-Imitation. Check mich aus, ich ernähre mich nur von Blütennektar. Das ist der Überrapper, Deutsch-Rap, Schülersprecher. Ich kann Rapper sogar im Schlaf töten. Danach verkaufe ich für ein paar Kröten Panflöten. Check mich aus, wie ich Fressen poliere. Und im Battle mit dir nach paar Bars das Interesse verliere. So, du machst Techno-Trap zum Ausflippen. Hier ist Rap zum auf der Couch kiffen. Also komm vorbei, wenn du dich traust. Ich sitz allein bei mir zu Haus, bin breit wie deine Frau, also Maul jetzt. Den Scheiß werde ich zurücknehmen. Deine Lines sind für Pseudo-Deep wie ein Glückskeks. Erzähl mir nix von Style mit deinem Kermit-Face. Mein Shit macht dich high, nenn mich Purple Craze. Ich bin von der Schule geflogen, wegen Huren und Drogen. Ist ja gut, war gelogen. Ey, oh sorry, aber Bitch, es ist CRAZE. Meine Vorbilder sind Eminem und Nicolas Cage. Ich bin innovativ, ich trage keine Maske. Anstatt mit euch verbringe ich den Tag mit meiner Katze. Miau. Manche Leute stört, wie ich rede. Sie sagen, ich sei unerhört wie Gebete. Doch ich bin jetzt hier und bleibe nicht nur über Nacht. Ich mach so lange weiter Witze, bis ihr drüber lacht. Nebenbei lasse ich SwitchMode den Beat starten und meißel neue Hits in Granittafeln. I'm all alone. I slowed my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. Macht mal Lärm für SwitchMode! Ey, yo. Ey, yo. Wie ihr euch vielleicht erinnert, ich habe euch eine Geschichte erzählt. Das mit unserer CD. Die CD heißt Mitarbeiter des Monats. Das nächste Lied heißt Mitarbeiter des Monats. Das ist kein Zufall, weil das Lied auf der EP drauf ist und die EP wegen dem Lied so heißt. Oh, und wenn ihr das jetzt verarbeitet habt, könnt ihr vielleicht ein bisschen mit dem Kopf nicken, ein bisschen mit dem Zeh wippen und ein bisschen Spaß haben.
Du bist kein Gegner, ich verputze dich wie Streuselkuchen. Nach dem Battle muss deine Freundin sich einen neuen suchen. Dazu leg ich diese Rapper viel zu gerne um und komm im Jogginganzug auf die Beerdigung. Also lass das mit dem Battle Scheiß besser sein. Du denkst, das Wort Tabletten wäre ein Kettenreim. Ich komm ans Mic und dann sag ich, dass ich ans Mic komm. Geh nach 3 Minuten wieder, ich hab nur einen Song. Aber das reicht, um die Party zu sprengen. Einfach mal die Dinge bei ihrem Nachnamen nennen. Ich bin Aaron und brauche kein Statussymbol. Denn die Vokale sind bei mir das A und das O. Nick mit dem Kopf oder Wip mit dem C. Gib mir Daumen runter bei hiphop.de. Mehr Musik, Lines ohne Coca. Ich bin's, Mitarbeiter des Monats. Mache Rap, wenn ich weiter nichts zu tun hab. Klatsch euch Mucke hin, das feiert ist mein Bruder. Und du ziehst jetzt ein bei der Wohlfahrt. Ich bin's, Mitarbeiter des Monats. Ich bin CRAZE und ich mach keine halben Sachen. Was ich freestyle, würden andere auf Alben packen. Aber so krass bin ich auch wieder nicht. Doch ich bin Meister der Schlüssel, das ist Hausmeister-Shit. Ich bau einen Split. Währenddessen nimmst du Hausunterricht und wachst auf, wenn es blitzt. Du bist ein reicher Wichser und das merkt man auch. Step mit mir ans Mic und du wachst umgeben von Ärzten auf. Ich will gar nicht die Szene übernehmen, denn das ist in der Regel das Problem. Rapper gehen ihren Weg, ohne das Leben zu verstehen. Verkaufen sich als Gangster oder Gegner des Systems. Weil Leute alles glauben, was sie lesen oder sehen, liegt der Fokus nur noch darauf, in den Medien zu stehen. Sie wollen alle nur einen Hype generieren. Ich hab nichts übrig für Menschen, die sich mit Likes profilieren. Nick mit dem Kopf oder Wip mit dem C. Mit Daumen runter bei hiphop.de. Mehr Musik, Lines ohne Coca. Ich bin's, Mitarbeiter des Monats. Wenn ich grad weiter nichts zu tun hab. Also ich rücke hin und das feiert ist mein Bruder. Und du ziehst jetzt ein bei der Wohlfahrt. Ich bin's, Mitarbeiter des Monats. Ich bin blind, laufe durch die Stadt, aber ich seh nix. Ein Block nach dem anderen wie bei Tetris. Sie sagen, sie verstehen mich, aber denken, es geht nicht. Ich bin endlich da, das heißt, die Arbeit wird erledigt. Meine Parts sind wie ein Film mit sehr guter Besetzung. Deine Mucke ist die Werbeunterbrechung. Ich check diese Home mit dem Crack-Dealer-Flow. SSIO gegen Deadlift, die Soße. Scheiß auf den FC, was für bester Verein. Ich bin die Weltauswahl, weil ich von allen das Beste verein. Heftige Line war auch echt so gemeint. Endlich gibt es wieder Action am Mic. Eins steht fest, ich mache diesen Pausenclown platt. Bei den Lines will ich nicht wissen, was du aussortiert hast. Tage dran gefeilt, dann warst du endlich zufrieden. Lass mich anfangen und Karriereenden besiegeln. Also nicht mit dem Kopf oder Wip mit dem C. Mit Daumen runter bei hiphop.de. Mehr Musik, Lines ohne Coca. Ich bin's, Mitarbeiter des Monats. Mache Rap, wenn ich grad weiter nichts zu tun hab. Klatsche Schmucke hin und wer feiert ist mein Bruder. Und du ziehst jetzt ein bei der Wohlfahrt. Dankeschön. Ich bin Mitarbeiter des Monats. Ich bin Mitarbeiter des Monats. Ich bin ihr seid yeah. Bra. Oh, schön, Mensch, schön. Das macht Spaß mit euch. So, der Switch-Mode kickt jetzt einfach irgendwelche Beats und dann rapp ich darauf. Komplett random, ey. Das ist ein Beat zum Tanzen. Könnt ihr tanzen? Auch tanzen. Ich kann nicht tanzen, aber ihr tanzt jetzt. Ey, ey. Von der 5 zu der 3 geht die Bruderschaft. Ich bleibe underground wie ein U-Bahn-Schacht. Tracks mit meinem Team, Adlibs und Fleek, halber Gramm in der Tüte und der Rest in den Jeans. Bin mit Nasty auf dem Beat. Also dreh den Bass laut und pass mir mal das Sweet. Fick auf deine Gang und euren deutschen Humor. Ich hab heute nix mehr vor, nur den Joint hinterm Ohr. Viel zu high zum Fahren und ich nehme den Bus. Jeder Track, der entsteht, ist nur ein Nebenprodukt. Und trotzdem der Beweis, dass es nach vorne geht. Bruder, tu mal Feuer jetzt, ich hab noch vorgedreht. Und langsam verbreitet sich der Rauch. Das muss ich mir merken, Alter, schreib dir das mal auf. Das ist unser Style und unser Sound. In 5-3 bin ich zu Haus. Ich werd high und ihr dann auch. Ich werd high und ihr dann auch. Wir werden high und ihr dann auch. Ich werde high und ihr dann auch. Ich werd high und ihr dann auch. Ich werd high und ihr dann auch. Wir werden high und ihr dann auch. Ich werd high und ihr dann auch. Sie werden high und
nice Fashion wird gekickt, die Adilette an meinem Fuß, Asi Flavor in der Hut, schick an die Hater einen Gruß, in meiner Clique rote Augen, riechst du diesen Grasgeruch, schieben Paras vor den Bullen, doch nein, wir sind nicht auf der Flucht, Baby, Baby, kommst du mit, ich zeig dir paar neue Sachen, diese Welt hat viel zu bieten, kommt drauf an, was willst du machen, ich esse die Hirne der Rapper, die denken, sie können so flowen wie ich, nein, sie können weiter, doch wenn es drauf ankommt, dann trauen die Hunde sich nicht. Ich will high und du dann auch, wir werden high und ihr dann auch, ich werde high und ihr dann auch, sie will high und wir dann auch, ich werde high und ihr dann auch, sie werden high und ihr dann auch, ich werde high und ihr dann auch, sie werden high und ihr dann auch. Genau so meinte ich das, genau so. Sehr, sehr schön. Oh yeah, yo. Ich werde high und du dann. Alter. So, wundervoll. Mit euch kann man, ihr lasst ja wirklich alles mit euch machen. Das mag ich an Menschen. Ja, habt ihr noch ein bisschen Bock oder was? Ja, das trifft sich ganz gut. Weil wir rappen jetzt. Also ich. Ihr könnt auch rappen, wenn ihr wollt. Aber rappt mir nicht in meine Raps rein. Der nächste Song heißt Session. Und der ist ein bisschen zum Zurücklehnen, zum Entspannen. Seid dabei bei der Session. Ein Zimmer irgendwo bei dir, man hört Musik und nichts mehr. Das ist mittlerweile Nacht, es hat noch niemand hier gemerkt. Es ist eine kleine Session in deinem Zimmer. Joints kippen und Weingläser wechseln die Besitzer. Seit Stunden hat hier niemand mehr ein Wort gesagt. Doch jeder hier hat sich uns offenbart, alles geht von selbst. Einatmen, ausatmen, Töne schweben durch die Luft und mischen sich mit Rauchschwaden. Auf dem Boden hat sich trotzdem so gelohnt, denn jeder gottverdammte Ton ist nichts als Kommunikation. Ein Geben und Nehmen, ein nie endendes Wechselspiel. Frage und Antwort, sag jetzt nichts, du denkst zu viel. Und ich mach die Augen zu und schwebe. Denn das hier ist genau wofür ich lebe. Ohne ein Wort zu sagen, finden wir den Takt. Und jeder Ton, der deinen Mund verlässt, entschwindet in die Nacht. Ich hab alles andere vergessen, außer diese Nacht und diese Session. Hab alles andere vergessen ab hier, außer diese eine Nacht und diese Session mit dir. Ich hab alles andere vergessen, außer diese Nacht und diese Session. Hab alles andere vergessen ab hier, außer diese eine Nacht und diese Session mit dir. Lass es zu, dass keine Regel dich beschränkt. Vertrau mir, es wird einfacher, je weniger du denkst. Weil im Endeffekt das Ganze gar nicht schwer ist. Es ist einfach nur beisammen sein und fertig. Was ist authentischer als improvisieren? Diese Welt zieht vorbei, doch wir sind immer noch hier, ohne den Sinn zu kapieren. Auch wenn ich weiß, dass nichts für immer ist. Doch ich höre dir zu und irgendwas in mir erinnert sich. Manchmal dauert's, bis du Harmonien erkennst. Was ihr Liebe nennt, ist nichts als ein intimer Moment. Mittlerweile nehme ich dich nur noch als Umriss wahr. Aber trotzdem bleibt heute nichts zwischen uns ungesagt. Hab es mit dir geteilt, alles zieht vorbei. Verspürt Zufriedenheit, denn ich war noch nie so frei. Also fang nicht an zu analysieren, sondern lass es einfach zu und dann lass es passieren. Ich hab alles andere vergessen, außer diese Nacht und diese Session. Hab alles andere vergessen ab hier, außer diese eine Nacht und diese Session mit dir. Ich hab alles andere vergessen, außer diese Nacht und diese Session. Hab alles andere vergessen ab hier, außer diese eine Nacht und diese Session mit dir. Oh, das ist lieb von euch. Das ist schön.
dass ihr nicht nur tanzen könnt, dass man mit euch lachen kann, dass man mit euch weinen kann. Und dass man mit euch tanzen kann. Ja, genau. Folgendes. Wir spielen jetzt einen Track, der heißt Ich tanze nicht, aber wenn ihr nicht tanzt, dann ist trotzdem blöd. Deswegen tanzt jetzt zu dem Song Ich tanze nicht. Ich komm auf die Party, doch ich tanze nicht. Ich steh bei den coolen Kids, Raucherecke, Hand im Schild. Sie sagen, komm doch rein, drinnen tanzen alle rum. Ich nehm nen Zug und sag, ich bin nicht wie die anderen Jungs. Aufgepasst, ich hab neulich ein paar Anmachsprüche aufgesagt. Das Einzige, was ich zu Frauen sag, ist ganz schön laut hier. Deine Freundin tanzt jetzt ohne Pause, ganz alleine. Du tanzt auch nach ihrer Pfeife. Irgendwann werd ich mich da sicherlich mal rantrauen. Doch wenn ich sie ansprech, machen Bitches immer ganz laut. Bah, bah. Echte Gangster tanzen nicht, keep it real. Ich tanze nicht mal, wenn der DJ meinen Liedwunsch spielt. Wie soll das denn noch gehen, ist einfach nicht mein Ding. Ich krieg das mit meinen Beinen gar nicht hin. Ey, da helfen nicht mal Drogen und Gebete. Immer Hand am Glas und den Ellenbogen an der Theke. Ich tanze nicht, nein, nein. Jedes Lied wird von mir nur abgenickt. Ich stell mich nicht ins Rampenlicht. Nein, ich tanze nicht, nein, nein, ich tanze nicht. Ich tanze nicht, nein, nein. Jedes Lied wird von mir nur abgenickt. Ich stell mich nicht ins Rampenlicht. Ich tanze nicht, nein, ich tanze nicht. So, hey. Und dieses Lied, das haben eigentlich wir mit 3 Mann aufgenommen. Er hat noch ein Feature von seinen lieben Battle-Rap-Kollegen bekommen. Richtig, der Song ist zusammen mit Falk und wir gucken mal, ob wir Falk erreichen. Ah, da ist Falk! Mach mal Lärm für Falk! Hey! Der Falk hat den zweiten Part in diesem Song und wir sind jetzt live in Duisburg bei Falk. Mal gucken, was passiert. Oh ja, ey! Steh gelehnt an die Bar, nipp ein Glas, Lippen sind nass, alle shaken den Arsch, ich nicke verlegen zum Takt. Nein, ich tanz nicht, ich spare den anderen den Anblick. Ja, die Party ist ganz nett, aber ich bleib an der Wand stehen. Ihre Moves, die sehen witzig aus. Bestell mir noch nen kurzen, damit ich mich trau. Noch nen Schluck, dann gehen die Lichter aus. Noch ein und ich weiß nicht, wo ich bin im Raum. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Meine Arme wackeln ohne Planung in der Gegend rum. Der Abend erlebt eine Wendepunkt. Alles anders, keine Hemmungen. Meine Beine beben nun zu jedem Song. Ob Cotton Eye Joe oder Elton John, denn mir geht es gut. Bleibe so lang, bis ich wegen komm. Ich tanze nicht. Nein, nein. Außer wenn du auf die Füße mit ner Waffe schießt. Ich mach mich doch nicht zum Affen hier. Kannenbier für Kannenbier für Kannenbier für Kannenbier. Ich tanze nicht. Nein, nein. Außer wenn du auf die Füße mit ner Waffe schießt. Ich mach mich doch nicht zum Affen hier. Kannenbier für Kannenbier für Kannenbier für Kannenbier. Ich tanze nicht. Ey, yo! Yeah, yeah! Mach mal bitte einmal extra Lärm für den Homeboy Falk! Falk! Alrighty, wir haben euch alles gezeigt, was wir euch zeigen wollten. Wir haben euch das erste Falk-Hologramm in Frankfurt gezeigt. Das war's von uns. Wir sind unfassbar dankbar, dass wir hier sein durften. Vielen Dank an die FFG und an euch. Yo, 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 Fokus, Fokus, Fokus. Boom, ey, boom, ey, ey. boom. Hallo, hallo. Mach mal den Kreis ein bisschen größer hier. Das war's noch nicht, meine Lieben. Wo ist denn der Friedrich? Den brauche ich doch mal hier. Und die Mikes hier, Aaron. Komm mal, bleib mal da. Wir machen das jetzt mal. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Das ist mega geil. Richtig geiler Abend. Wir haben extrem viel Spaß. Und es ist der Wahnsinn, dass das alles so klappt, wie wir das geplant haben. Einmal kurz, danke. Und das Melting Pot hier funktioniert. Macht mal Lärm für alles hier. Alles gut, ich habe mein Mic gefunden. So, wir müssen leider eine traurige Nachricht übermitteln. Der Abend ist fast vorbei, es wird aber noch schlimmer. Wer uns auf Facebook gefolgt ist, oder die Veranstaltung gesehen hat, der weiß oder die weiß, dass wir eigentlich einen Battle angekündigt hatten.
Leider muss dieses Battle krankheitsbedingt ausfallen. Ey Leute, ich habe mich mies drauf gefreut. Maximano ist da, so ey. Ja. Ja. Es tut mir leid, es tut uns leid. Aber wir bringen diesen Abend hier noch zu Ende. Ja, und wir haben vor allem noch ein kleines Schmankerl für euch mitgebracht. Denn, ich erkläre es nochmal kurz, was ist das Konzept von Melting Pot? Das ist, dass wir hier alle zusammenkommen, dass wir hier alle Bock auf Hip-Hop haben, dass wir hier stehen und dass wir so viele verschiedene Künstler und Künstlerinnen hier hatten heute. Ja, macht nochmal Lärm für alle und ich will alle Künstler und Künstlerinnen nochmal hier in diesem Kreis haben. An dieser Stelle nochmal. Danke an alle Acts, die heute da waren und uns unterstützt haben, die mitgemacht haben. So. Dankeschön Kriegst du. Für das Wagner Project, bei dem wir hier mitmachen durften. Wir sind super happy, dass es hier alles geklappt hat. Und was für ein geiles Projekt habt ihr auf die Beine gezogen. Dankeschön. Ja, da könnt ihr mal Lärm machen. Und zu allerletzt, ey, was für eine geile Crowd. Macht mal Lärm. Ja, nun. Sehr schön. So. Ja, wir wollen euch so natürlich nicht entlassen, dass ihr jetzt alle nach Hause geht. Du kriegst gleich meinen Mic, Gordi. Beruhig dich. Beruhig dich. Du darfst gleich wieder. Beruhig dich. Weil, das habe ich schon verraten, verdammt. Wir haben noch was für euch mitgebracht, was eigentlich zusammenfasst, was Melting Pot ist. Wir haben mit allen Künstlern und Künstlerinnen, die heute am Start waren, nochmal einen Song für euch. Es gibt nicht mehr zu sagen. SwitchMode, du Gauner. Gib mir mal den fucking Beat jetzt und macht mal richtig laut. Gib mir den Mic. Hebt mal eure Hände hoch, solange unsere Köpfe nicken, hat sich das Event gelohnt. Zweiter Melting Pot, Papa Rapper, Fresh Flow. Support und Props gehört dazu, Respekt und so. Draußen kalt, scheiß drauf, weil hinten die Bude brennt. Wir rasten aus, wir sind oldschool in Hooligans. Jeder, der dabei ist, kriegt verdienten Applaus. Immer fresh, bleib in G.O.D., ich bin raus. Was FF geht, ich nehm die Einladung an. Komm mit SwitchMode vorbei und setz die Cypher in Brand. Hier ist noch jeder Künstler ein echter Mensch. Das hier geht von 5-3 nach FFM. Man sieht mich selten ohne grüne Knospen. Doch ich bring den Melting Pot zum Überkochen. Ich kann es sehen, das gefällt euch doch. Macht mal Lärm für FFG und den Melting Pot. Wir sind hier, um zu rocken, um zu feiern. Hip-Hop, König, das sind einfach die Fans. Eine schöne Zeit mit allen hier im Haus der Kultur. What you want is what you get. Hier im Wagner Projekt. Ja, Grüße gehen hinaus zu den Zuschauern raus. Ich bedanke mich für alles, denn das hab ich jetzt gebraucht. Hip-Hop, Connect, dafür the love and respect. Grüße an die Fans und dem Wagner Projekt. Hey, hey, hey.
Macht mal Lärm für SwitchMode und Philippe. Okay. Macht mal einen Kreis. Yo, Melting Pot. Ich will die Hände sehen. Alle Hände hoch. Okay, Jan. Gibst du mir den Beat oder was? Ja. Ratata, 069, keine Schüsse auf Dealer. Das sind SwitchMode Beats und die sind 100-mal realer. Stabiler Move, mit dem die FFG versucht, Hip-Hop zu beleben, Melting Pot ist gut besucht. Und ich will kein Sexismus, ich will Frauen im Hip-Hop. Soll heutzutage zeigen, dass für Rap anderes gibt doch Musik und Kulturen und Geschmäcker für Einheit gegen Rassismus. Ein eindeutiges Nein, yo! Melting Pot 2, was geht ab? Liebe für Musik, aber kein Platz für den Hass. Dieses Event ist viel zu krass. FFG, Frankfurt, Main, Stimme lauter als der Bass. Der Nachwuchs kommt, früher war der Flow weg. Heute gibt es Wagner Project. Dankbar für jeden Reim, den ich schreibe. Ich bin dankbar, ein Teil von dem zu sein. Und es geht immer noch nur um Musik und nichts weiter. Kein Cash, kein Profit, nur der Beat und dieses Hyper ist es einfach. Wir machen das aus Liebe. Wie viele talentierte Menschen passen auf die Bühne. Ich kill das Mic, bis auch der Letzte erkennt. FFM represent, was ist FF Gang? Weil wir so langsam Richtung Ende gehen. Hip-Hop Melting Pot, ich will eure Hände sehen. Die Show ist vorbei und ich könnte weinen. Ihr müsst ja nicht nach Hause, aber hier könnt ihr nicht bleiben. Die Crowd ist so heiß, sagt man, habt ihr Fieber? Ihr dürft euch jetzt erholen, aber wir kommen wieder. Denn im Melting Pot kommen wir zusammen. Guck, wo wir jetzt sind und womit haben wir angefangen. Die Hälfte der Tracks hier direkt ein Ohrwurm. Danke an die Acts und Dankeschön Mousonturm. Dankeschön, Frankfurt! Dankeschön! Dankeschön! Ja, das war's tatsächlich. Für den Fall, dass ihr nochmal Bock habt, ein paar CDs von den Jungs von 5.3 abzuchecken. Oder Sticker von uns. Oder Sticker von uns, da unter der Bühne gibt's einen Tisch. Schaut gerne mal vorbei. Yo. Bedient euch. Habt noch einen schönen Abend. Vielen Dank an alle, die da waren. Habt einen Danke, wunderschönen Abend. Danke, Wagner Project. Dankeschön, vielen das Dank. war Melting Pot 2.